Habe vor einer halben Minute erfahren, ich darf euch begrüßen. War mir nicht bewusst, aber ich mache es sehr gerne und freue mich so, dass dieser Tag stattfindet. Ich will zuallererst dem Holger Danke sagen und dem ganzen Team an Ehrenamtlichen, die das ermöglicht haben. Holger kam auf diese Idee, er ist vor ein paar Wochen auf mich zugekommen, ob wir diesen Tag in Creußen veranstalten wollen. Es sei möglich, diesen tollen Referenten zu bekommen. Und Holger, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, für dich und dein Team Riesenapplaus. So, die Deko rollt noch durch den Raum. Ansonsten, ich selber muss sagen, ich habe auf Willow Creek von den Vorträgen unseres Referenten, begrüßen darf ihn nachher Holger selber. Ich habe von den Vorträgen selber ganz viel mitgenommen. Ich habe aufgeschrieben, seitenweise, und der Vortrag hat mich total inspiriert. Ich habe in meiner Gemeinde sofort nochmal Werbung gemacht, auch für diesen Tag. Leider hat es bei uns nicht geklappt, aber ihr seid da, aus ganz unterschiedlichen Gemeinden, ganz unterschiedlichen Orten. Und ich finde, so ein Tag ist nicht nur da, tolle Impulse zu kriegen. Die kommen heute, da bin ich mir sicher. Der ist auch da, sich zu vernetzen, sich zu begegnen und miteinander das zu erleben und ein Stück die Wegstrecke zu teilen. Und da wünsche ich mir, nutzt diesen Tag. Ich glaube, dafür ist alles gut vorbereitet. An den Tischen kann man ins Gespräch kommen, in den Pausen natürlich auch. Also nutzt es, um euch zu begegnen und damit letztlich auch weiterzukommen. Ich würde uns gerne die Losung vorlesen am Anfang oder besser den Lehrtext aus Matthäus 7. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Da steht was von Vorbild, von Nachmachen, für andere da sein, und das wollen wir auch. Wir wollen hier zuhören, unserer Seele was Gutes tun lassen. Und dann dürfen wir es weitergeben, dürfen wir es mitnehmen, auch in unsere Gemeinden und davon berichten und das letztlich leben, dort wo ihr herkommt. Und dass euch das gelingt, dazu wünsche ich euch ganz viel Segen und darum bete ich jetzt. Jesus, vielen Dank, dass du hier bist. Danke, dass wir in deinem Namen zusammen sein dürfen, in diesen Tag auch erleben können, mit tollen Impulsen, mit schönen Begegnungen und mit dir. Du bist hier, wir öffnen unser Herz für dich. Segne du. Amen. A very warm welcome to you, Karl. Thank you for making this possible and joining us here today. Thank you. It's an honor to be here. For the beginning, one or two quick questions. Okay. Your name blends really good in the German context. So Yes. do you have any German ancestors? I thought I did because of the name. Ich dachte, ich hätte welche wegen dem Namen. Then we took the DNA test. Da haben wir einen DNA-Test gemacht. My mother is fully Finnish, so I'm 52% Finnish. Ich bin zu 52% Finne. And the rest of it is a mix from the British Islands. Und der Rest kommt von den britischen Inseln. No German at all. Keine deutschen Vorfahren überhaupt. I don't know where the name came from. Ich weiß nicht, woher der Name kam. Yeah. In America, we pronounce it Vaters. In Amerika sagen wir Vaters. You're already making the Star Wars jokes, I can see it. Und Yes. ihr macht schon die Witze, sehe ich. We had a cat and we named the cat Darth. So we had a Darth Vaters in the family. So, wir hatten eine Katze, die haben wir Darth genannt, und so hatten wir Darth Vader in der Family. Yeah. Genau. Second question, you're now doing a tour through Germany, Switzerland and Austria. Yes. Many different places, hopefully many different food. Did from culinary wise something stick out to you, or is it blending in from one trip to the next? Every time we come to Germany, we look forward to the food. Also jedes Mal, wenn wir nach Deutschland kommen, freuen wir uns aufs Essen. Germans do breakfast better than Americans do breakfast. Die Deutschen machen das Frühstück besser, als das die Amerikaner tun. And Germans do coffee generally better than Americans do coffee. Und die Deutschen machen auch den Kaffee
Generell besser als in Amerika. The rest of it is very good as well, but if you can start with good coffee and good breakfast, the rest of the day is better. Der Rest ist auch gut, aber wenn man mit einem guten Kaffee und einem guten Frühstück starten kann, dann Ja. wird der Rest vom Tag auch gut. Thank you very much. Übrigens noch einen Hinweis, wenn jemand merkt, er kann das Übersetzen besser oder möchte mir mal eine Pause geben, ne? Also das ist, ich mache es halt, weil sich kein anderer gefunden hat. Aber falls da jemand seine Talente entdeckt, gerne. So, the stage is yours. Oh, thank you very much. Thank you, Holger, for inviting Shelley and I to be with you for this day. Danke, dass ihr uns eingeladen habt. We have really been looking forward to it for quite a while. Wir haben uns schon drauf gefreut. So let me give you an idea of what the day will look like. Also ich gebe euch jetzt einen Überblick über den Tag, wie der Tag ausschauen wird. I'll be teaching for 4 sessions, Wir werden 4 Einheiten haben, 2 before lunch and 2 after lunch. 2 Vormittagessen und 2 danach. The first session will be by far the longest session. Die erste Einheit wird die längste sein. Then each session after will get shorter as our attention spans decrease. Und die anderen Einheiten werden kürzer werden, wie auch die Aufmerksamkeitsspanne kürzer wird. I'll give you the longest session when our brains are best prepared to receive it. Und die längste Einheit gibt es jetzt am Anfang, wo unsere Gehirne am besten darauf vorbereitet sind, sie aufzunehmen. So let's begin. Also fangen wir an. Moment. Ja, also es gibt Folien und wir werden auch eine Aufzeichnung machen und ich werde es verteilen, was wir machen. Genau. Okay. I've been a small church pastor for over 40 years. Ich war Pastor in einer kleinen Gemeinde für über 40 Jahre. But I didn't know I was a small church pastor for the first 25 years. Aber die ersten 25 Jahre wusste ich nicht, dass ich Pastor einer kleinen Gemeinde war. I thought I was a big church pastor that just hadn't gotten there yet. Ich dachte, ich bin Pastor einer großen Gemeinde, der noch nicht da ist. And there were several reasons I thought that. Und das habe ich aus verschiedenen Gründen gedacht. First was because every pastors and church conference I went to told me how to get my church bigger. Erstens, weil jeder Pastor mir gesagt hat, wenn ich auf irgendeine Konferenz gegangen ist, wie meine Gemeinde größer wird. In fact, they convinced me that getting bigger was inevitable if I just did the right things. Und sie überzeugten mich, dass größer werden eigentlich unausweichlich ist, wenn ich die richtigen Dinge tue. Follow this plan, remove the obstacles to growth, and your church will get bigger. Folge dem Plan, entferne die Hindernisse und deine Gemeinde wird größer werden. That was what I was told. Das wurde mir gesagt. That's not what I'll be telling you today, Das ist nicht das, was wir euch heute sagen werden. because it didn't work for me. Für mich hat das nicht funktioniert. Instead, let me walk you through what did happen. Anstelle dessen möchte ich euch durch das mitnehmen, was passiert ist. First of all, let me define the term small church, Lasst mich als erstes den Ausdruck kleine Gemeinde definieren. because small church is a relative term. Weil kleine Gemeinde ist ein relativer Ausdruck. And it means very different things in Germany than it does in America as well. Und es meint unterschiedliche Dinge in Deutschland im Gegensatz zu Amerika. Yeah, you all know that. I can tell by the smiles. Ihr alle wisst das. So here's how I define small church. Also hier ist, wie ich eine kleine Gemeinde definiere. There are 2 very distinct types of small churches. Es gibt 2 verschiedene Arten von kleinen Gemeinden. And it has nothing to do with how many churches are around you or how big the churches are around you. Und es hat nichts damit zu tun, wie viele Gemeinden um dich herum sind, wie viele oder wie groß die Gemeinden um dich herum sind. Because I spend my time talking to pastors and church leaders, I define it by our leadership capacity. Weil ich ganz viel mit Leitern und Pastoren rede, definiere ich sie von der Leiterkapazität. The first type of small church is a church of 50, give or take 50. Der erste Typus von kleiner Gemeinde ist eine Gemeinde von 50 plus minus. The second type of small church is a church of 150, give or take 50. Der zweite Typ ist eine Gemeinde von bis zu 150 plus minus 50. Now, I know that may not even sound like a small church to a lot of you. Ich weiß, dass für viele euch das nicht nach einer kleinen Gemeinde klingt. But let me explain why I use these numbers. Aber ich möchte euch erklären, warum ich diese Zahlen verwende. In a church of 50, the pastor can know everyone and be at every church event.
Bei einer Größe bis zu 50 Leute kann der Pastor jeden kennen und bei jeder Veranstaltung mit dabei sein. And a church on either side of 150, the pastor can know all the regular members and be at all the main events. Und bei einer Größe bis zu 150 Leuten kann der Pastor alle kennen, die regelmäßig kommen und bei den allen großen Veranstaltungen mit dabei sein. So I'm aware that a church of 50, give or take, is very different from a church of 150, give or take. Und ich weiß, dass eine Gemeinde von 50 schon unterschiedlich ist zu einer Gemeinde von 100 bis zu 150 Leuten. I know that because I've pastored both sizes at length. Ich weiß das, weil ich beide Größen als Pastor betreut habe in einer längeren Zeit. But as different as they have more in common in the way they're led than they have differences. Aber die Gemeinsamkeiten sind größer als die Unterschiede, die sie haben. And it's because of this pastoral and leadership presence. Und das ist aufgrund der Präsenz der Leiterschaft. But above 200 or so is where the biggest leadership change takes place. Aber über 200 gibt es die größte Veränderung in der Leitung. Above 200, certainly to 300 or 400, no one person can know everybody anymore. Ab 200, sicher ab 300 bis 400 kann kein Mensch alle kennen. So when we get there, we have to entrust the pastoring of the people to other people. Also wenn wir dahin gelangen, dann müssen wir das Hirtenamt auch anderen Leuten anvertrauen. And that's the biggest change in the way we lead churches. Und das ist die größte Veränderung in der Gemeinde. So when I talk today about small churches, it will mostly be about churches of 50, give or take 50. Also wenn ich heute über kleine Gemeinden rede, dann sind es Gemeinden um die 50 Leute plus minus 50. And typically the churches that get the greatest benefit out of a day like this are churches around 20 or so. Und typischerweise haben die Gemeinden einen Nutzen davon, die 20 Leute rum sind. So that's how we'll be talking today. Also darüber werde ich heute reden. So let me give you a little bit of Shelley's and my story and why we're here today with you. Also ich werde euch etwas von meiner Geschichte und von meiner Frau Shelley erzählen, während wir hier sind. As I say, I've been in pastoral ministry in small churches for over 40 years. Ich habe gesagt, dass ich im pastoralen Dienst seit über 40 Jahren bin. We pastored one tiny little chapel deep in the woods for 4 years. Wir haben eine kleine Gemeinde tief in den Wäldern für 4 Jahre betreut. We pastored another very difficult church just outside of a city for a very difficult 20 months. Wir haben eine besonders schwierige Gemeinde in der Vorstadt für 20 Monate, sehr schwierige Gemeinde für 20 Monate betreut. And then 31 years ago we showed up to the church that we are currently serving. Und vor 31 Jahren sind wir bei der Gemeinde aufgetaucht, der wir im Moment dienen. Because we had come out of a difficult church, we were a family in crisis. Und weil wir aus einer schwierigen Gemeinde rausgekommen sind, waren wir eine Familie in der Krise. The church we came to was a church in crisis. Und die Gemeinde, in die wir gekommen sind, war eine Kirche in der Krise. I don't recommend that combination. Und diese Kombination empfehle ich niemandem. But the Lord used them to help us heal, and He used us to help them heal. Aber der Herr hat sie gebraucht, um uns zu heilen und uns, um sie zu heilen. The church we showed up to had been through 5 pastors in the previous 10 years. Die Gemeinde, zu der wir gekommen sind, die hatten 5 Pastoren in den vorigen 10 Jahren. I told them, you haven't really been pastored in a decade. Und ich habe ihnen gesagt, in einem Jahrzehnt seid ihr eigentlich nicht wirklich von einem Pastor betreut worden. You've had a series of extended guest speakers, really. Ihr hattet eigentlich eine Reihe von ausgedehnten Gastrednern. And on a Sunday they had about 20 people. Und am Sonntag waren das etwa 20 Leute. On a big Sunday there were 30. An einem besonderen Sonntag waren es 30. Some Sundays there were about a dozen. Und manchmal waren es nur ein Dutzend. The building is very small. Das Gebäude war sehr klein. The main room is a little smaller than this room. Der Hauptraum war etwas kleiner als dieser Raum. And the way it's arranged, if you sit in the back row, there will only be 4 rows in front of you. Und das war so aufgestellt, dass wenn du in der letzten Reihe saßt, waren nur 4 Reihen vor dir. So this setting is very familiar and comfortable for us. Also dieses Setting ist uns sehr vertraut und There's bequem für one uns. big difference, though, from this church to that church.
Es gibt nur einen großen Unterschied zwischen dieser Gemeinde und dieser hier. The church we serve is on a main street in a very busy city. Der Gemeinde, der wir dienen, ist an einer Hauptstraße in einer sehr großen, beschäftigten Stadt. It's just 14 kilometers south of Disneyland. Wir sind nur 14 Kilometer südlich von Disneyland. Close enough that we hear the fireworks every night. Nah genug, um das Feuerwerk jeden Abend zu hören. In fact, the street that the church is on borders Disneyland directly to the north. Also die Straße, auf der die Gemeinde ist, die grenzt an Disneyland an. So tens of thousands of people drive right by our front door every day. Also auf unserer Eingangstür fahren 10.000 Leute jeden Tag vorbei. This is Orange County, California. Das ist Orange County in Kalifornien. We live 3 miles from the original Calvary Chapel. Ich wohne 3 Meilen von der ursprünglichen Calvary Chapel. Just a little farther away is the original Vineyard Church. Etwas weiter weg ist die ursprüngliche Vineyard-Gemeinde, Crystal Cathedral, Crystal Cathedral, Saddleback Church, Saddleback Church, Angelus Temple, Angelus Temple, Church on the Way. Kirche auf dem Weg. If anybody has a Pentecostal background, we live about a 45-minute drive from Azusa Street. Und wenn jemand einen pfingstlichen Hintergrund weg hat, wir sind 45 Minuten weg von der Azusa Street. So we don't just live in a place where big things happen, we live in a place where big movements have begun. Wir sind also nicht nur in einem Ort, wo große Dinge passiert sind, sondern auch wo große Bewegungen angefangen haben. So I thought, we'll be next. Und so haben wir gedacht, wir sind die Nächsten. Look at all the people, look at all the opportunity. Schau dir die vielen Leute an, schau dir die vielen Möglichkeiten an. I'm doing all the church growth things, they're going to work. Ich mache all die Gemeindewachstumsdinge, das wird funktionieren. And they didn't quite work. Und es hat nicht funktioniert. Things didn't go badly. Die Dinge sind nicht schlecht gegangen. At about the 7-year point, we had about 75 people. Nach 7 Jahren hatten wir etwa 75 Leute. So it was some growth. Also es gab ein gewisses Wachstum. And then at about year 15, we had about 200 people. Und um das Jahr 15 herum hatten wir um die 200 Leute. At that point, we were filling our small building twice on a Sunday. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir unser Gebäude zweimal am Sonntag mit Leuten gefüllt. So we needed to find a larger place to worship on Sundays. Also haben wir einen Platz gesucht, einen größeren Platz gesucht, wo wir am Sonntag anbeten konnten. So I found a local school that had a large auditorium. Also habe ich eine lokale Schule gefunden, die eine große Aula hatte. It seated 400 or 500 people. Da konnten 300 bis 400 Leute Platz finden. So we met there twice on a Sunday morning. Also haben wir uns da zweimal am Sonntagmorgen getroffen. And in less than a year, we grew from 200 to 400 people on Sundays. Und in weniger als einem Jahr sind wir von 200 auf 400 Leute gewachsen. And I thought, we're finally on our way. Und ich habe mir gedacht, endlich sind wir auf dem Weg. It took us longer than I thought, but here we go. Es hat zwar länger gedauert, als ich gedacht habe, aber jetzt, hier geht's lang. At that point, our staff was getting tired. An diesem Punkt sind unsere Mitarbeiter müde geworden. When you have a staff designed for 200 people and it becomes 400 people almost overnight, it's exhausting. Also wenn du einen Mitarbeiter hast für 200 Leute und es fast über Nacht 400 Leute werden, dann ist das sehr ermüdend, erschöpfend. So I went to our deacons and I said, we need to hire more staff. Also bin ich zu unseren Diakonen gegangen und habe gesagt, wir müssen mehr Leute anstellen. But I want to hire staff for a church of 600 that we're going to be very soon. Aber wir sollen Leute anstellen für 600 Leute, wo wir bald sein werden. We didn't get to 600. Wir sind nicht zu 600 gekommen. In 2 years, we grew from 200 to 400 people. In 2 Jahren sind wir von 200 auf 400 Leute gewachsen. And then in less than a year, we dropped so low. Und in weniger als einem Jahr sind wir so weit runtergefallen. I don't even know how small we got for sure. Und ich weiß noch nicht mal, wie klein wir geworden sind. Because it's fun to count when you're growing. Sorry? It's fun to count when you're growing. Macht Spaß, wenn du deine Wachstumserfolge zählen kannst. But when you're collapsing, don't tell me the numbers. Aber wenn man zusammenbricht, sagen wir nicht die Zahlen. This is one of the principles of church growth. Das ist eins der Prinzipien des Gemeindewachstums. If it matters, you need to count it. Wenn's zählt, dann musst du zählen. But sometimes it matters so much that it's painful and I don't want to count it. Aber manchmal ist es so wichtig, dass es schmerzhaft ist und dann will ich nicht zählen. So I don't know exactly how small we got, but I have a good idea. Also ich weiß nicht genau, wie klein wir geworden sind, aber ich habe eine gute Idee. Every Sunday we were under 100, Jeden Sonntag waren wir unter 100 Leute. and many Sundays we were under 50.
Und dann waren Sonntage, da waren wir unter 50 Leute. And there hadn't been a scandal and there hadn't been a split. Und es gab keinen Skandal und auch keine Spaltung. And I had no idea what was going on. Ich hatte keine Ahnung, was los ist. I got frustrated, Ich war frustriert, I was confused, verwirrt and I got angry. und ich war wütend. I got angry at myself, Ich war wütend auf mich selbst, I got angry at the church, ich war wütend auf die Gemeinde, I got angry at God. ich war wütend auf Gott. And I told the church, I'm leaving for 40 days. Und ich habe der Gemeinde gesagt, für 40 Tage, ich gehe. And the only reason I left for 40 days was because I couldn't find an 80 in the Bible. Der einzige Grund, warum ich für 40 Tage gegangen bin, ist, weil ich keine 80 in der Bibel gefunden habe. I thought, if it's in the Bible, they'll let me do it. Ich habe mir gedacht, wenn es in der Bibel steht, dann lassen sie es mit mich tun. But it's always 40s. Und das sind immer die 40. So I left for 40 days and did not know if I would go back to that church or come back into ministry ever again. Also ich habe die Gemeinde für 40 Tage verlassen und wusste nicht, ob ich in diese Gemeinde zurückkommen werde oder überhaupt in den Dienst zurückkommen werde. During that 40 days, I went to a pastoral counselor. In diesen 40 Tagen bin ich zu einem Seelsorger für Pastoren gegangen. And after a few sessions, he had a couple very good pieces of wisdom for me. Und nach ein paar Einheiten, Sitzungen, hatte er einige gute Ratschläge für mich. He told me, Karl, it sounds like you have to figure out how to redefine success in ministry. Er hatte zu mir gesagt, Karl, du musst herausfinden, wie du den Erfolg im Dienst neu definieren kannst. I said, so you're telling me I've been trying to jump this high, but I can only jump that high. Also habe ich gesagt, du sagst mir, ich denke, ich kann so hoch springen, aber ich kann nur so weit So I springen. should lower the bar from here to here, jump over that and call it success? Also soll ich einfach die Latte niedriger hängen und da drüber springen und das dann Erfolg nennen? I said, that's not success, that's cheating. Und das ist kein Erfolg, das ist doch Betrug. He said, no, if the bar is over here, success is over here. Nein, er hat gesagt, wenn da die Latte ist, ist der Erfolg da drüben. If the numbers are over here, what God is calling you to do is somewhere else. Wenn die Zahlen da drüben sind, das, wozu Gott dich ruft, das ist wo ganz anders. And then he said a sentence that changed my life. Und dann hat er einen Satz gesagt, der mein Leben verändert hat. He said, you have to define success in ministry without numbers attached to it. Er hat zu mir gesagt, du musst den Erfolg im Dienst definieren, ohne dass er mit Zahlen verbunden ist. I said, I don't even know what that means. Ich habe gesagt, ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll. He answered honestly and said, yeah, I don't know what it means either. Und er hat mir gesagt, ehrlicherweise, ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. But I know that if we don't discover it, it's going to take you out of ministry and it may kill a good church. Aber er hat mir gesagt, aber wenn wir das nicht entdecken, dann wird es dich wahrscheinlich aus dem Dienst rausnehmen und eine gute Gemeinde killen. So since then, I've been on a search to define success in ministry without numbers attached to it. Seitdem versuche ich, den Erfolg im Dienst zu definieren, ohne dass Zahlen damit verbunden sind. And that's a big part of what we'll talk about today. Und darum wird es heute im großen Maße gehen, wo ich reden werde. So how did I end up in this place? Also wie bin ich an dieser Stelle gelandet? How did I end up in a counselor's office almost ready to leave ministry permanently? Also wie bin ich im Büro eines Seelsorgers gelandet, bereit, alles zu verlassen? It's because I believed something that I now call the grasshopper myth. Das ist, weil ich an etwas geglaubt habe, was ich mittlerweile den Grashüpfer-Mythos nenne oder Heuschreck-Mythos. This is the title of my first book, The Grasshopper Myth. Das ist der Titel meines ersten Buches, der Heuschrecken-Mythos. So when you give a book that title, you've got to explain yourself. Also wenn du einem Buch diesen Titel gibst, dann musst du dich selbst erklären. So here's how I define it in the book. So habe ich es im Buch definiert. The grasshopper myth is the false impression that our small church ministry is less than what God says it is because we compare ourselves with others. Der Grashüpfer-Mythos ist der falsche Eindruck, dass unsere kleine Gemeindearbeit weniger wert ist als das, was Gott von ihr sagt, weil wir uns mit anderen vergleichen. What's the problem word in that sentence? Was ist das Problemwort in diesem Satz? It's compare, isn't it?
Es ist Vergleichen, oder nicht? Comparison is the death of healthy ministry. Vergleichen ist der Tod eines gesunden Dienstes. Because when you compare, either your ministry will be bigger than another one and you'll be filled with pride, Weil wenn wir uns vergleichen, dann ist entweder dein Dienst größer als ein anderer und du wirst mit Stolz erfüllt, or it'll be smaller than another one and you'll be filled with shame, oder wir sind kleiner als die anderen und schämen uns. and neither one of those is the basis for healthy ministry. Und weder das eine noch das andere ist eine Grundlage für einen gesunden Dienst. So that's how I define it, but why do I call it the grasshopper myth? So definiere ich das, aber warum nenne ich es den Heuschreckenmythos? Here's why. Deswegen. In the book of Numbers, the 12 spies go into the promised land. Im Buch Numeri im 4. Buch Mose gehen die Spione in das verheißene Land. 10 of them come back with a negative report. 10 von ihnen kommen mit einem negativen Bericht zurück. And part of that report includes these words. Und ein Teil dieses Berichts beinhaltet diese Worte. All the people we saw there are of great size. All die Leute, die wir da gesehen haben, waren von großer Statur. One translation in English says there are giants in the land. Da gab es Riesen in dem Land, sagt eine englische Übersetzung. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Wir sahen in unseren eigenen Augen wie Grashüpfer aus oder Heuschrecken aus und waren es auch in ihren Augen. So according to that verse, where did they seem like grasshoppers first? Also nach diesem Wort, nach diesem Vers, wo haben sie den Grashüpfer zuerst gesehen? Den Heuschrecken? In their own eyes. In ihren eigenen Augen. This is actually good news. Das ist im Grunde eine gute Nachricht. Because if they seemed like grasshoppers to the giants, they can't change how the giants see them. Weil wenn sie in den Augen der Riesen nach Heuschrecken aussehen, wie sie in den Augen der Riesen aussehen, das können sie nicht ändern. But if they seemed like grasshoppers to themselves, they can change how they see themselves. Aber wenn sie in ihren eigenen Augen wie Heuschrecken aussehen, sie können ändern, wie sie in ihren eigenen Augen aussehen. This was my church situation. Das war die Situation meiner Gemeinde. I live in a land of giant churches. Ich lebe in einem Land der riesigen Gemeinden. And they weren't making me feel small, I was making myself feel small. Und die haben nicht gemacht, dass ich mich klein fühle, ich habe mich selbst klein gemacht. The New Testament does exactly the same thing with this. Und das Neue Testament macht das Gleiche mit uns. In 1 Corinthians 12, the Apostle Paul compares the church to a physical body. Im 1. Korintherbrief 12 vergleicht der Apostel Paulus die Gemeinde mit einem Leib. And in it, there's this amusing place where the body parts are arguing with each other. Und darin ist dieser lustige oder humorvolle Teil, wo die Körperteile miteinander streiten. But it doesn't start with the hand looking down at the foot and going, because you're not a foot, you don't belong to this body. Aber es fängt nicht an mit der Hand, sorry, was? Because you're a foot, you don't belong to the body. Weil du Fuß bist, gehörst du nicht zum Leib. It begins with the foot saying, oh, I wish I was a hand, then I'd be a better part of the body. Also es fängt nicht an mit der Hand, die sagt, nur weil du Fuß bist, gehörst du nicht dazu, sondern es fängt mit dem Fuß an, der sagt, ach, ich wünschte, ich wäre eine Hand. So it's the same in the Old Testament and the New Testament. Also es ist sowohl im Alten als auch im Neuen Testament das Gleiche. The problem isn't what other people think of you. Das Problem ist nicht, was andere über dich denken. The problem is always how we perceive ourselves. Das Problem ist immer, wie wir uns selbst wahrnehmen. And that's good news because I can change how I perceive myself. Und das ist eine gute Nachricht, weil wir ändern können, wie wir uns selbst wahrnehmen. So from that point, I started to look around and try to redefine success in ministry. Von diesem Punkt aus habe ich mich umgeschaut und habe versucht, den Erfolg im Dienst neu zu definieren. Here are 3 of the first things I discovered. Hier sind 3 der Dinge, die ich als erstes entdeckt habe. I now call them the 3 undeniable realities of church ministry. Ich nenne sie mittlerweile die 3 unbestreitbaren Realitäten der Gemeindearbeit. Reality number 1. Realität Nummer 1. It's not jumping. Oh, there we go. Uh-oh. Yeah. German Brooks. I'll tell you what. 80 to 90% of churches will never be larger than 250 people. 80-90% der Gemeinden werden nie größer sein als 250 Leute. In fact, I should probably change that to 200 people because that's really true.
Ich kann das auch zu 200 Leute ändern, das ist wahrscheinlich genauso wahr. How do I know this? Woher weiß ich das? Because the best predictor of future events is past events. Weil die beste Vorhersage für kommende Ereignisse sind vergangene Ereignisse. And for 2000 years, Jesus has been building his church. Und für 2000 Jahre hat Jesus seine Gemeinde gebaut. And for that entire time, 90% of churches have never become larger than 250 people. Und für die ganze Zeit waren 90% der Kirchen nie größer als 250 Leute. But somehow the kingdom of God continues to grow. Aber irgendwie ist das Reich Gottes doch weitergewachsen. So this is not a problem, and it's certainly not a new problem. Also das ist kein Problem und es ist auch kein neues Problem. This is the history of the church, Das ist die Kirchengeschichte. which leads to reality number 2. Das bringt uns zur Realität Nummer 2. Virtually all pastors will pastor a small church for at least some time in our ministry. Eigentlich jeder Pastor wird eine kleine Gemeinde für eine bestimmte Zeit seines Dienstes betreuen. So I know not everyone is a pastor here this morning. Ich weiß, nicht jeder hier ist ein Pastor heute Morgen hier. But if you are a pastor, this is going to be your typical ministry. Aber wenn du Pastor bist, ist das dein typischer Dienst. I wish somebody was telling our young seminary and Bible college students this. Ich wünschte mir, jemand würde das den Seminaristen oder Bibelschulschülern No one erzählen. told me this. Das hat mir keiner gesagt. I wish I'd heard you will all pastor a small church for at least some of your ministry. Ich hätte mir gewünscht, jemand hätte gesagt, du wirst eine kleine Gemeinde für eine Zeit deines Dienstes betreuen. A lot of you will pastor a small church for most of your ministry. Und viele von euch werden eine kleine Gemeinde für die meiste Zeit eures Dienstes betreuen. Most of you will pastor a small church for your entire time in ministry. Die meisten von euch werden eine kleine Gemeinde für die ganze Zeit eures Dienstes betreuen. I wish I'd been told that. Ich wünsche mir, das hätte mir jemand gesagt. That way, when it happened to me, I wouldn't have thought I was broken. Weil dann hätte ich nicht gedacht, als es mir passiert ist, dass ich irgendwie kaputt bin. I would have known I was normal. Dann hätte ich gewusst, ich bin normal. So here's my question. Also hier ist meine Frage. If we're all going to do this, shouldn't we figure out how to do it well? Wenn wir das alle tun müssen, sollten wir nicht herausfinden, wie wir es gut machen? And yet, for my 40 years in ministry, I haven't been told how to do small well. Und für 40 Jahre in meinem Dienst hat man mir nicht gesagt, wie ich klein gut mache. I've been told how not to be small anymore. Mir wurde immer gesagt, wie ich nicht länger klein bleibe. I've been told if I stayed small, something must be wrong. Und man hat mir gesagt, wenn ich klein bleibe, dann muss irgendwas verkehrt sein. They used words like broken and stuck. Die haben Worte wie zerbrochen und feststecken gebraucht. It turns out we weren't broken, we weren't stuck, we were just small. Aber es hat sich herausgestellt, wir waren weder zerbrochen noch steckten wir fest, wir waren nur klein. And this leads to reality number 3. Und das führt zur Realität Nummer 3. You can lead a small church well without settling for less. Du kannst eine kleine Gemeinde gut leiten, ohne dich mit weniger zufrieden zu geben. I've been blessed and I don't get a lot of criticism of this ministry. Ich bin gesegnet und ich werde nicht viel für diesen Dienst kritisiert. But whenever anybody does criticize it, this is the point they criticize on. Aber wenn jemand mich kritisiert, dann ist das der Punkt der Kritik. Okay, it's fine that you're small and you want to help small churches. That's fine. Es ist okay, dass du klein bist und kleinen Gemeinden helfen willst. But we want to keep reaching people for Jesus, so we're going to keep getting bigger. Aber wir wollen viele Leute für Jesus erreichen, deswegen werden wir schauen, dass wir größer werden. So I always respond, is that really what you think of 90% of your peers in ministry? Und dann antworte ich, ist das wirklich das, was ihr denkt für 90% eurer Kollegen oder Kollegen im Dienst? Do you really think we're in small churches because we don't want to reach our community and you're the only one who does? Denkt ihr wirklich, wir wollen nicht die Gemeinde für Jesus erreichen und ihr seid die, die dies tun? We're not in small churches because we're settling for less. Wir sind nicht in kleinen Gemeinden, weil wir uns mit weniger zufrieden geben wollen. And secondly, what proof do you have that bigger churches reach their community better? Und zweitens, was ist der Beweis, dass große Gemeinden ihre Gemeinschaft besser erreichen? Because the evidence doesn't back that up. Denn die Beweise unterstützen das nicht.
There are many places in the world where Christians are growing at an exponential rate right now. Es gibt viele Orte in der Welt, wo Christen auf exponentielle Art und Weise jetzt im Moment wachsen. Predominantly in Asia and Africa and South America. Hauptsächlich in Afrika, Asien und Südamerika. And if you go to those places, you will not find a lot of big churches. Aber wenn du an diese Orte gehst, wirst du nicht viele große Gemeinden finden. You will find healthy small churches multiplying like crazy. Du wirst viele gesunde kleine Gemeinden finden, die sich wie verrückt vermehren. Small churches are not a problem. They're the fuel that's driving the global growth of the church. Kleine Gemeinden sind nicht ein Problem, sie sind der Treibstoff, der das globale Wachstum der Gemeinden antreibt. And in pondering this is when I discovered this principle. Und als ich darüber nachgesonnen habe, habe ich dieses Prinzip erkannt. Small churches are not a problem to fix. Kleine Gemeinden sind kein Problem, das behoben werden muss. Small churches are part of a strategy that God is using. Kleine Gemeinden sind Teil der Strategie, die Gott gebraucht. So if small churches are part of God's strategy, but we see them as a problem, that's a problem. Also wenn kleine Gemeinden Teil von Gottes Strategie sind, wir das aber als Problem sehen, dann ist das das Problem. When we see God's strategy as a problem, we find ourselves working against him rather than with him. Und wenn wir Gottes Strategie als Problem sehen, dann finden wir uns darin, dass wir dagegen arbeiten, anstatt mit ihm zu arbeiten. But we end up doing something and we fall for a problem that I've given a name to it. Aber wir enden damit, dass wir in ein Problem fallen, dem ich einen Namen gegeben habe. We do this thing that I call IKEA envy. Wir tun das, was ich Ikea-Neid nenne. Now, when I'm in America, I have to explain IKEA to people. Also wenn ich in Amerika bin, muss ich Ikea den Leuten erklären. When I ask how many of them have never been in an IKEA, about half of their hands go up. Wenn ich da frage, wer denn jemals im Ikea war, gehen etwa die Hälfte der Hände hoch. I don't ask Germans that anymore. Ich frage das Deutsche nicht mehr. Because I'm driving through Germany, you have way more IKEAs than we do. Also wenn ich durch Deutschland fahre, wir haben weit mehr Ikeas, als wir haben. But this is a typical IKEA store, right? Aber das ist ein typischer Ikea-Laden, richtig? That happens to be Portland, Oregon in the United States. Das ist Portland, Oregon in den Vereinigten Staaten. But it could be almost any IKEA anywhere. Aber das kann eigentlich überall sein. That dotted line always amuses me. Diese punktierte Linie, die amüsiert mich jedes Mal. Every time I look at it, I think, shouldn't there be a piece of cheese at the end of that? Jedes Mal, wenn ich darauf schaue, frage ich mich, sollten wir nicht ein Stück Käse am Ende bekommen? So I want you to imagine that the chairman of Starbucks gets together with his top executives. Also ich möchte, dass ihr euch vorstellt, dass der Chef von Starbucks mit seinen Top-Angestellten zusammenkommt. And the Starbucks chairman says, we have a plan for the next 5 years' growth of Starbucks. Und der Chef von Starbucks sagt, wir haben einen Plan für die nächsten 5 Jahre für das Wachstum von Starbucks. We've gone around the world and we've measured all the IKEAs in the world. Wir sind überall in der Welt rumgefahren und haben alle Ikeas ausgemessen. The average IKEA has 25,000 square meters of space. Der durchschnittliche Ikea hat 25.000 Quadratmeter an Platz. The average Starbucks store only has 80 square meters of space. Der durchschnittliche Starbucks-Laden hat nur 80 Quadratmeter Platz. We have to fix this if we're going to compete with IKEA. Wir müssen das ändern, wenn wir mit Ikea mithalten wollen. Your laughter is appropriate. Euer Lachen ist angemessen. That doesn't make any sense, does it? Das macht überhaupt keinen Sinn, oder? No, IKEA is exceptionally good at doing what they set out to do. Ikea ist herausragend gut an dem, was sie tun wollen und wozu sie angetreten sind, es zu tun. Starbucks is also exceptionally good at what they set out to do. Und auch Starbucks ist herausragend gut in dem, wozu sie angetreten sind, es zu tun. You can't argue with the success of either one. Du kannst nicht mit dem Erfolg des einen gegen den anderen But argumentieren. they're about as different as they can be. Aber sie sind so unterschiedlich, wie man sein kann. And the most immediate and obvious difference is their huge difference in size. Und das Offensichtlichste ist, dass sie einen großen Unterschied in der Größe haben. But here's the challenge we often face in church leadership. Aber hier ist die Herausforderung, die wir in der Gemeindeleitung oft entgegensehen. Most of the time when church leaders and pastors go to a conference, here's what happens. Also das meiste, wenn Gemeindeleiter zu einer Konferenz fahren, passiert das. The pastor speaking from the stage pastors the biggest church of anybody in the room.
Der Pastor, der auf der Bühne spricht, der hat die größte Gemeinde von allen im Raum. They pastor an IKEA-sized church. Sie betreuen eine Kirche in der Größe von Ikea. Now take a look at the picture of IKEA there. Schaut mal auf das Bild von Ikea. What do you see on the floor? Was seht ihr am Boden? They have arrows on the floor, don't Sie they? haben Pfeile am Boden, ja. They need arrows on the floor, otherwise people get lost in there. Sie haben Pfeile am Boden und sie brauchen Pfeile am Boden, weil sonst würden Leute darin verloren People gehen. have disappeared for days. It's why they sell beds. Leute sind für Tage drin verschwunden, während sie Betten gekauft haben. But I've never walked into a Starbucks and gone, where are the arrows? I don't know where to go. I'm so confused. Aber ich bin noch nie in einen Starbucks gegangen und habe geschaut, wo sind die Pfeile? Ich brauche die Pfeile. But as pastors of Starbucks-sized churches, we're hearing mostly from pastors of IKEA-sized churches. Aber als Pastoren von Starbucks-Größen Gemeinden hören wir oft von Pastoren der Ikea-Größe. And they give ideas about church that involve putting arrows on the floor. Und sie geben uns Ideen von Gemeinde, die viele Pfeile am Boden mit beinhalten. Arrows on the floor matter in these huge churches. Pfeile am Boden spielen eine Rolle in diesen großen Gemeinden. When you're trying to manage the flow of hundreds or thousands of people on a weekend, your arrows on the floor had better be good. Also wenn du Hunderte oder Tausende Leute an einem Sonntag, den Fluss von Hunderten bis Tausend Leuten am Sonntag managst, dann sollten deine Pfeile wirklich gut sein am But Boden. many of you have probably experienced the situation. Viele von euch haben wahrscheinlich diese Situation noch nicht erlebt. You hear from an IKEA-sized church pastor, you try to do it in your Starbucks-sized church, and it just doesn't work. Ihr habt es erlebt, dass ihr von einem Pastor der Ikea-Größe gehört habt und versucht, das in eurem Starbucks-Laden umzusetzen. I would do Und das that hat nicht over and funktioniert. over again. It just never worked. Und ich habe das immer und immer wieder probiert und es hat nicht funktioniert. And I started wondering, are they wrong or am I stupid? Und ich habe mir gedacht, liegen die falsch oder bin ich blöd? I have good news for you. Ich habe eine gute Nachricht für euch. They're not wrong. Sie liegen nicht falsch You're not stupid. und ihr seid nicht dumm. We're just in very different types of places. Aber wir sind nur an zwei unterschiedlichen Orten. So we have to start with that understanding. Also da müssen wir mit unserem Verständnis anfangen. With that in mind, let's take a look at three things we need to know about the differences between small and big churches. Mit dem Hintergrundwissen lasst uns auf drei Unterschiede schauen. Small is Zwischen not a großen- problem, a virtue, or an excuse. Klein ist weder ein Problem, noch eine Tugend, noch eine Ausrede. Let's take a look at those three key words one at a time. Lasst uns diese drei Worte eins nach dem anderen anschauen. First of all, small is not a problem. Als das erste, klein ist kein Problem. Unfortunately, it's been presented that way far too often. Das Problem ist, dass es viel zu oft als Problem präsentiert wurde. Viel zu oft. When every conference tells us we have to get bigger, then there must be something wrong with being smaller. Wenn jede Konferenz uns erzählt, dass wir größer werden muss, dann ist etwas verkehrt mit kleiner werden. We keep hearing it, at least I kept hearing it over and over again until I got very discouraged by it. Ich habe das immer und immer wieder gehört, bis ich davon sehr entmutigt wurde. But it turned out I was trying to fix a problem that wasn't actually a problem. Aber es hat sich herausgestellt, dass ich ein Problem lösen wollte, was nicht wirklich ein Problem war. Secondly, small is not a virtue. Das zweite, klein ist keine Tugend. Small churches are not better than big churches. Kleine Gemeinden sind nicht besser als große Gemeinden. I am profoundly grateful for big churches. Ich bin grundlegend dankbar für große Gemeinden. I have been blessed by big churches. Ich wurde durch große Gemeinden gesegnet. How can you not be thrilled when you hear that 2,000 people are gathering together to worship Jesus? Wie kann man nicht begeistert sein oder angefasst sein, wenn man hört, dass sich 2000 Leute versammeln, um Jesus anzubeten? But I'm also thrilled when I hear that 2,000 people are gathering in 20 different churches to worship Jesus. Aber ich bin genauso begeistert, wenn ich höre, dass 2000 Leute in 20 verschiedenen Gemeinden sich versammeln, um Jesus anzubeten. Small is not a problem, but small is not better than big. Klein ist kein Problem, aber klein ist auch nicht besser als groß. And thirdly, small is not an excuse. Und das dritte ist, klein ist keine Ausrede. Too many times this is the biggest challenge I hear from small church pastors.
Viel zu oft ist das die größte Herausforderung, die ich von Pastoren kleiner Gemeinden höre. We offer excuses for not doing certain things because, oh, we're just too small. Wir haben Ausreden, warum wir bestimmte Dinge nicht tun, weil wir einfach zu klein sind. Oh, I wish we could do good ministry. We just don't have enough people. Ich wünschte, ich könnte einen guten Dienst tun, aber wir haben nicht genug Leute. Well, I don't buy those arguments anymore. Nun, ich nehme diese Argumente niemandem mehr ab. Because I've read the New Testament Denn ich habe das Neue Testament gelesen. more than once. Mehr als einmal. I read the New Testament looking for excuses and couldn't find any. Ich habe das Neue Testament gelesen, um nach Ausreden zu schauen und habe keine gefunden. You can't read the New Testament and find this. Du kannst nicht das Neue Testament lesen und das finden. Oh, Jesus says his church should do this, but oh, we need more people for that. Also Jesus sagt, wir sollen das tun, aber Mist, wir brauchen mehr Leute dafür. Oh, Jesus says his church should do this, but oh, we need more euros for that. Also Jesus sagt, wir als Gemeinde sollen das tun, aber Mist, wir brauchen mehr. Oh, here's a cool thing Jesus says his church should do, but that requires a building. We don't have a building. We can't do that. Also da ist eine coole Sache, die Jesus sagt, seine Leute tun sollen, aber das braucht ein Gebäude. Wir haben kein Gebäude. There's not a single command of the church that requires you to have one more person than you have right now. Es gibt kein Gebot an die Kirche, dass eine Person mehr im Raum benötigt. You don't need one more euro and you don't need a building. Du brauchst nicht noch mehr Euro? Du brauchst keinen Euro mehr. It's your money, right? Yeah. Yeah, okay. If he didn't know, I was wondering if maybe I got it wrong. Du brauchst keinen Euro mehr, du brauchst auch kein Gebäude. Your church can do right now what Jesus is calling your church to do right now. Deine Gemeinde kann gerade jetzt das tun, wozu Jesus seine Gemeinde gerade jetzt ruft. You don't need to wait until you're bigger to do good ministry. Du musst nicht warten, bis du größer bist, um einen guten Dienst zu tun. You can start doing great ministry with no excuses right now. Du kannst einen großartigen Dienst tun, ohne Ausreden, gerade jetzt. One of the things that stops us, though, is this picture of big churches that is in our heads. Eine Sache, die uns aber davon abhält, ist das Bild von Größe von Gemeinde in unserem Kopf. We think in order for the ministry to be good, it has to look like the big churches. Wir denken, damit ein Dienst gut sein muss, muss er so ausschauen wie die großen Gemeinden. This is one of the things we'll spend a lot of time on in the next session. Darüber werden wir uns in der nächsten Einheit mehr Gedanken machen. We're going to talk about how small churches are very different from big churches. Wir werden darüber reden, wie kleine Gemeinden sehr unterschiedlich zu großen Gemeinden sind. And we'll talk about the importance of embracing those differences and not pushing away from them. Und wir reden darüber, über die Wichtigkeit, wie wichtig es ist, diese Unterschiede anzunehmen und sie nicht wegzuschieben. But that's the next session. Aber das ist die nächste Einheit. For now, let me get back to a little bit more of my story. Aber jetzt lasst mich noch etwas mehr über meine Geschichte erzählen. So I took this 40 days away from the church. Also ich habe diese 40 Tage Auszeit von der Kirche genommen. And I wish I could tell you that I spent those 40 days in prayer and fasting. Und ich wünschte, ich könnte euch erzählen, ich habe diese 40 Tage mit Gebet und Fasten verbracht. I guess I could tell you that, but I'd be lying if I did. Ich denke, ich könnte euch das sagen, aber dann würde ich lügen. I didn't spend the 40 days in prayer and fasting. Ich habe diese 40 Tage nicht mit Gebet und Fasten verbracht. I spent the 40 days watching stupid TV shows and eating too much ice cream. Ich habe diese 40 Tage damit verbracht, dumme TV-Sendungen anzuschauen und This is not a Eis essen. yeah. This is not a recommendation. This is a confession. Das ist keine Empfehlung, das ist ein Bekenntnis. But that's what I did. Das habe ich gemacht. And if you're going to watch stupid TV shows, you're going to watch reality TV. Und wenn du blöde TV-Shows anschaust, dann schaust du Reality-TV. Because that's about as stupid as TV gets. Denn das ist so dumm, wie Fernsehen sein kann. And I know that because I live where they make a lot of them. Das weiß ich, weil ich da lebe, wo sie viele von diesen produzieren. So I would watch TV, and two of my favorite shows were restaurant makeover shows. Und also habe ich Fernsehen geguckt und zwei von meinen Lieblingssendungen waren Sendungen, wo Restaurants auf den Kopf gestellt werden.
Restaurant experts would go into a failing restaurant and tell them what they're doing wrong. Restaurantexperten gehen zu schlechten Restaurants und sagen, was sie falsch machen. And in less than a week, they'd have them on the path to greatness. Und innerhalb weniger als einer Woche haben sie auf dem Weg des Erfolgs. Do they have those here? Ja. Gibt es die hier? Ja. In America, it's always a British guy coming in and telling Americans how to fix their restaurant. Gordon Ramsay, right? What's that? In Amerika ist es immer Gordon ein Ramsay, ja. englischer Typ, der da reinkommt, Gordon Ramsay. Americans have this weird thing that we'll take any criticism as long as it comes with a British accent. Die Amerikaner haben diese komische Einstellung, dass sie jede Kritik annehmen, solange sie mit einem britischen Akzent It's so vorgetragen wird. strange because we fought an entire war so we didn't have to listen to people with British accents. Das ist sehr seltsam, denn wir haben einen ganzen Krieg gekämpft, damit wir nicht auf Leute mit britischem Akzent hören müssen. But they'd go into a failing restaurant and I started noticing some trends. Also sie gehen in ein schlechtes Restaurant und mir sind ein paar Trends aufgefallen. Sometimes they'd walk in and say, I drove by this place 3 times because I couldn't see it. We need to get you a better sign. Also manchmal gehen sie rein und sagen, ich bin 3-mal an dem Platz vorbeigefahren, wir müssen euch ein besseres Schild geben. Or they'd walk in and go, oh, what's that smell? When was the last time you cleaned this carpet? Oder sie gehen rein und sagen, oh, was ist das für ein Gestank? Wann habt ihr das letzte Mal den Teppich gereinigt? But here's something they never did. Aber hier ist etwas, was sie nie gemacht haben. They never walked into a failing restaurant and said, oh, I know what your problem is. Aber sie sind nie in ein versagendes Restaurant gegangen und haben gesagt, oh, ich weiß, was dein Problem ist. This restaurant isn't big enough. Dieses Restaurant ist nicht groß genug. Because even phony reality TV stars have figured this out. Denn selbst fadenscheinige Reality-TV-Stars haben das herausgefunden. Bigger fixes nothing. Größer löst keine Probleme. We've got this idea that all of our problems are because we're small. Wir haben diese Idee im Kopf, dass all unsere Probleme daher kommen, weil wir klein sind. And all of our problems would go away if we got bigger. Und all unsere Probleme würden verschwinden, wenn wir größer werden. But bigger fixes nothing. Aber größer löst keine Probleme. If you take a small, unhealthy church and make it big, you now have a big, unhealthy church. Wenn du eine kleine, ungesunde Gemeinde nimmst und sie groß machst, dann hast du jetzt eine große, ungesunde Gemeinde. And that's not better, that's worse. Und das ist nicht besser, das ist schlimmer. But if you take a small, unhealthy church and you make it healthy, healthy is always better. Aber wenn du eine kleine, ungesunde Gemeinde nimmst und sie gesund machst, dann ist das besser, weil gesund immer besser ist. You can lose with bigger. Du kannst verlieren durch Größe, You can't lose with healthier. aber du kannst nicht verlieren durch gesünder. But this constantly consumes so many of us. Aber das dauerhaft uns verschleißen. We're constantly thinking, I've got so many problems in my church because I don't have enough people in the church. Wir denken immer wieder, wir haben so viele Probleme in der Gemeinde, weil wir nicht genug Leute haben. And if only I had more people in the church, I'd have fewer Aber wenn ich nur mehr Leute hätte, dann hätte ich weniger More people brings fewer problems? Mehr Leute bringen weniger Probleme. Have you met any people? Habt ihr irgendwann mal Leute getroffen? Never in the history of the world have more people brought fewer problems. Noch nie in der Geschichte der Welt haben mehr Leute weniger Probleme gebracht. Not in a church, not anywhere. Nicht in der Gemeinde, nicht sonst wo. So we have to get past this idea that bigger is going to fix everything for us. Also ihr müsst über diese Idee hinauskommen, dass größer alles repariert. It's not the answer. Es ist nicht die Antwort. Let me show you another illustration. Lasst mich ein anderes Beispiel zeigen. There's a business principle called the principle of the long tail. Es gibt ein Geschäftsprinzip, das heißt das Prinzip des langen Schwanzes. So you'll see this diagram here. Also ihr seht dieses Diagramm. This is how every high-tech company works, like Google and Amazon. Das ist wie jede Hightech-Company wie Google und Amazon funktioniert. But let me use YouTube as an example.
Lasst mich YouTube als ein Beispiel. Let's go on either side of this because I'm going to walk back and forth here. All right? So the further you go up, the more popular an individual video is on YouTube. Je höher du gehst, umso beliebter ist ein Video auf YouTube. The more you go from left to right, the more videos there are. Und wenn du von links nach rechts gehst, umso mehr Videos sind da. So right here, you've got one video that is the most viewed video on YouTube. Also ganz links ist das Video, was am meisten auf YouTube angeschaut wird. There's only one YouTube video that has over 10 billion views. Es gibt nur ein einziges YouTube-Video, das über 10 Milliarden Ansichten hat. At this point, it has over 13 billion views. Zum jetzigen Zeitpunkt hat es 13 Milliarden Ansichten. Does anyone have a guess as to what that video might be? Hat jemand eine Idee? Kann jemand erraten, was dieses Video sein könnte? There's no cat, but there is a shark. Es ist keine Katze, aber ein Hai-Video. Most viewed video on YouTube of all time, over 13 billion views, Das meistgesehene Video auf YouTube mit 13 Milliarden Ansichten is Baby Shark. ist Baby Shark. And if you don't know what that is, count yourself blessed. Und wenn du nicht weißt, was das ist, nenn dich selbst gesegnet. If you do know what it is, you have toddlers in your life. Und wenn du weißt, was es ist, dann hast du Kleinkinder in Am deinem I Leben. right? Yeah, I've got a, yeah. Because toddlers go, again, 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 again. Die Kleinen sagen, wieder, wieder, wieder. I won't play it for you because if I did, you wouldn't like me anymore. Ich werde es euch nicht vorspielen, weil wenn ich das tue, dann würde er mich nicht mehr mögen. So it's got 13 billion views, but there's only one of them. Es gibt 13 Milliarden Ansichten, aber es gibt nur ein einziges Video davon. Then you've got a few dozen videos that have over 1 billion views. Dann hast du ein ein paar Dutzend Videos, die über 1 Milliarde Ansichten haben. Then you have a few hundred that has over 100 million views. Dann hast du ein paar hundert, die über 100 Millionen Ansichten haben. But this drops really fast. Aber diese Kurve fällt steil ab. So you get to 500 views, 200 views, 100 views. Also kommst du von 500 auf 200 auf 100 Ansichten. And then you get to this little point right here. Und dann kommst du zu diesem kleinen Punkt. You know what this little point right here is? Weißt du, was dieser kleine Punkt ist? This is your church's live stream that was watched by 2 people last week. Das ist der Livestream eurer Gemeinde, der von 2 Leuten angeschaut wurde. Welcome, you're among friends. Willkommen, ihr seid unter Freunden. But look at how many 2-view videos there are. Also schaut, wie viele YouTube-Videos es da gibt. Here's what YouTube has discovered. Da ist das, was YouTube herausgefunden hat. There are as many eyeballs on the screen in the long tail as there are eyeballs on the screen in the big spike. Also es gibt genauso viele Ansichten auf dem langen Schwanz, wie es in der Spitze gibt. If they lose the long tail, they lose the big spike. Also wenn sie den langen Schwanz verlieren, dann verlieren sie auch den großen Ausschlag. Each helps the other. Jeder hilft dem anderen. So why am I telling you this? Warum sage ich euch das? Because this is exactly what the church looks like. Das sage ich euch, weil die Gemeinde genauso ausschaut. Keep the scale, just change the words. Behaltet die Skala bei, nur ändert die Worte. On the left, you have 2 churches that we're not sure which one is the biggest church in the world. Ganz links gibt es 2 Gemeinden, von denen wir nicht sicher sind, welche von beiden die größte auf der Welt There's a ist. church in India and a church in Nigeria. Each of them have over 500,000 members. Es gibt eine Gemeinde in Indien und eine in Nigeria. Beide haben über eine halbe Million, Half a million. halbe Million Mitglieder. But there are only 2 of them. Aber es gibt nur 2 von ihnen. Then there are about a dozen churches that have over 100,000 members. Und dann gibt es etwa ein Dutzend Kirchen, die über 100.000 Mitglieder haben. A few hundred that have over 10,000. Ein paar hundert, die über 10.000 Mitglieder haben. But very quickly you drop down to 200, 100, 50, and 20. Aber ziemlich schnell geht es runter auf 200, 100, 50, 20. And there are far more churches of 20 than there are churches of 200. Und es gibt viel mehr Gemeinden in der Größe von 20 als auf 200. And Jesus is not upset by that. Und Jesus ist nicht aufgeregt dadurch oder gestört dadurch. Jesus did not wake up this morning depressed by the size of your church. Jesus ist heute Morgen nicht aufgewacht und war deprimiert über die Größe deiner Gemeinde. You might have, but he did not. Du kannst es vielleicht sein, aber er nicht.
Because here's what we know. Denn da ist das, was wir wissen. There are as many people attending churches in the long tail as there are people attending churches in the big spike. Denn wir wissen, dass genauso viele Leute im langen Schwanz die Gemeinde besuchen wie in der Spitze. And the dividing line is right around 200. Und die Trennlinie ist irgendwo um die 200. 90% of churches and half the Christians in the world are in the long tail. 90% der Gemeinden und die Hälfte der Christen in dieser Welt leben im langen Schwanz. 10% of churches and the other half of Christians are in the big spike. 10% der Christen und die andere Hälfte der Gemeinden sind 10% der Gemeinden und die andere Hälfte der Christen sind in der großen Spitze. But here's the challenge. Aber hier ist die Herausforderung. Well over 90% of resources to tell you how to lead a church come from churches in the big spike. Aber etwa 90% der Ressourcen, wie man eine Gemeinde leitet, kommen von den Gemeinden aus der Spitze. 90% of churches are here, 90% of resources come from here. 90% der Gemeinden auf der einen Seite und 90% der Ressourcen für die Gemeinden auf der anderen Seite. So we need to pay more attention to the long tail. Also wir müssen mehr auf diesen kleinen Schwanz achten. And each side needs to appreciate the other side. Und jede Seite der Christenheit braucht die andere Seite. YouTube knows the big spike can't survive without the long tail and vice versa. YouTube weiß, dass die große Spitze nicht ohne den langen Schwanz überleben kann. They've only been around for 25 years and they've figured this out. Sie sind nur seit 25 Jahren auf dem Markt und haben das herausgefunden. The Church of Jesus has been around for 2,000 years. Shouldn't we at least catch up to YouTube? Die Gemeinde Jesu Christi ist seit 2000 Jahren da. Sollten wir nicht mit YouTube aufholen? We need each other and we need to work together. Wir brauchen uns gegenseitig und wir müssen zusammenarbeiten. All right, we're going to take a break in a moment after I give you one more principle. Wir werden eine Pause in einem Moment machen, wenn ich euch ein weiteres Prinzip gebe. But before that, let me show you in some detail what's coming. Aber vorher möchte ich euch einige Details zeigen. So we'll take a short break, then we'll come back to the second session. Big churches, small churches, what's the difference? Also wir machen eine kurze Pause und dann werden wir zurückkommen mit dem Thema große Gemeinde, kleine Gemeinden, was ist der Unterschied? In this session, I'm going to give you a filter to understand how to use the information that you hear correctly. In dieser Session werde ich euch einen Filter geben, wie ihr die Informationen, die ihr hört, korrekt einsetzen könnt. There are ways that our big church friends teach that we actually can use, but we have to understand how to filter it correctly for our size. Also es gibt Dinge, die uns die großen Gemeinden lehren, die wir benutzen können, aber wir müssen sie richtig filtern. Some of what they say we can't use at all. The context is just too different. Manches können wir gar nicht gebrauchen, weil der Kontext einfach zu unterschiedlich ist. Some of it we will be able to adapt, but we need to know what the difference is. Manches davon können wir aufnehmen, aber wir müssen wissen, was der Unterschied ist. This teaching will also have one of my favorite sections. Diese kommt jetzt auch ein Abschnitt, mein Lieblingsabschnitt. It's a section of teaching that I call, "Why is my church so weird?" Jetzt kommt der Abschnitt, warum ist meine Gemeinde so seltsam? I have news for you. Ich habe gute Nachrichten für euch. Your church is weird. Eure Gemeinde ist seltsam. And the smaller it is, the weirder it is. Und je kleiner sie ist, umso seltsamer ist sie. We're going to talk about why that's the case and how to take advantage of the weirdness. Wir werden darüber reden, warum das der Fall ist und wie wir einen Vorteil davon And haben. then after lunch, we'll have 2 sessions. Und danach haben wir noch 2 weitere Einheiten. The first one will be how to discover and use what your church does well. Die dritte ist, wie wir entdecken, was unsere Gemeinde gut macht. Your church does something exceptionally well, Deine Gemeinde macht etwas besonders gut or it can. oder kann etwas besonders gut tun. And if you haven't figured out what that is, we're going to give you some principles to help you discover what that Und is. wenn ihr noch nicht herausgefunden habt, was das ist, werden wir euch helfen, ein paar Prinzipien zu finden, wie ihr es herausfinden And könnt. then in our last session today, we'll look at this. Und in unserer letzten Session werden wir auf das schauen. Finding and mentoring volunteers for today's and tomorrow's church. Mitarbeiter in der Gemeinde von heute und morgen finden und begleiten. Have you noticed that it's harder to find and recruit volunteers for the church than it used to be?
Habt ihr festgestellt, dass es schwieriger ist, Freiwillige für die Gemeinde zu finden, als es mal war? It's not because current generations are less generous. Das hängt nicht damit zusammen, dass die jetzigen Generationen weniger großzügig sind It's not because they're less committed. oder weniger hingegeben It's not because they're less caring. oder sich nicht weniger kümmern. They are just as generous, just as committed, and just as caring as previous generations. Sie sind genauso hingegeben, genauso großzügig, genauso besorgt wie vorige Generationen. But they give and commit differently, and we need to understand that. Nur geben und setzen sie sich anders ein und das müssen wir verstehen. So before we take a short break, let me walk you through this one last principle. Also bevor wir eine kurze Pause machen, möchte ich euch noch dieses eine Prinzip zeigen. Pastoring a small church is not a penalty for doing something wrong. Pastor einer kleinen Gemeinde sein ist keine Strafe dafür, etwas falsch gemacht zu haben. I see the smiles. Some of them look like smiles of relief to me. Ich sehe das Lächeln und manches ist wie ein erleichtertes Lächeln für mich. Why do I even feel the need to say that? Warum habe ich überhaupt das Bedürfnis, das zu sagen? Because for so many years, I would cry out constantly, "What am I doing wrong?" Weil für so viele Jahre habe ich konstant ausgerufen, was mache ich falsch? Lord, I'm doing everything they tell me to do and it's not working. Ich tue alles, was sie sagen, dass ich tun soll und es funktioniert nicht. Am I not called to do this? Bin ich nicht berufen, es zu tun? Am I just making mistakes that I'm not seeing? Mache ich nur Fehler, die ich nicht sehe? What am I doing wrong? Was mache ich falsch? I do not start with the assumption that your church is small because you're doing something wrong. Ich fange nicht mit der Annahme an, dass eure Gemeinde klein ist, weil ihr etwas falsch macht. Because pastoring a small church is not a penalty for doing something wrong. Denn Pastor einer kleinen Gemeinde sein ist keine Strafe dafür, etwas falsch gemacht zu haben. So what is it? Also was ist es? Well, hang on a second. It's a specialty and it's worth doing well. Es ist eine spezielle Aufgabe und die ist es wert, gut gemacht zu werden. You have a desirable skill set. Ihr habt ein begehrenswertes Fähigkeitsprofil. You have a unique set of spiritual gifts. Ihr habt eine einzigartige Ausrüstung an geistlichen Gaben. You have a powerful calling. Ihr habt eine machtvolle Berufung. Not everyone can do what you can do. Nicht jeder kann das tun, was ihr tut. God didn't make a mistake when he put you in the church he put you in. Gott hat keinen Fehler gemacht, als er dich in die Gemeinde gestellt hat, in die er dich gestellt hat. So let's figure out how to do this specialty better rather than thinking that it's a problem to fix. Also lasst uns herausfinden, wie wir diese spezielle Sache besser machen können, anstatt zu denken, es ist ein Problem, das wir beheben sollen. I want to leave you for the break with that idea Ich will euch in die Pause entlassen mit dieser Idee, because that change of mindset shifts everything. denn dieser veränderte Gedanken verändert alles. Now let's show you the books that I skipped over by mistake. Ich möchte euch jetzt die Bücher zeigen, die ich gerade versehentlich gezeigt habe. So I'll mention more about what these are later, but let me just give you a starting idea. Ich werde später nochmal was dazu sagen. Ich gebe euch nur eine Anfangsidee. So I have 4 books. The first 2 have been translated into German. Ich habe 4 Bücher geschrieben und die ersten beiden sind auf Deutsch übersetzt worden. The first one you've heard about already, the grasshopper myth. Das erste, davon habt ihr bereits gehört, das ist der Heuschreckenmythos. And the second one is what I'll be teaching from for most of the next 3 sessions. Und das zweite ist das, wo ich in den nächsten Session das meiste davon weitergeben werde. So if you're interested in more information about any of this, my wife Shelley, raise your hand. She will help you purchase 1 or 2 of those books. Also wenn ihr da weitere Fragen habt, meine Frau Shelley wird euch helfen, 1 oder 2 Bücher zu kaufen. But for now, let's take a break. Aber jetzt ist erstmal Pause. Let us know how long our break should be and when they should come back. How long do you need for the next? What? Welcome back, everyone. Willkommen zurück, alle miteinander. Should I go over there? There we go. Yeah, you can go that side. I won't be doing back and forth like that anymore, so wherever you're comfortable. Well, we've changed the lunch from 12:30 to noon. Also wir haben das Mittagessen auf 12 Uhr vorverlegt, von 12:30 Uhr. What's happened is I've been speaking through enough interpreters recently that I've gotten better and shorter. Was passiert ist, ich habe mittlerweile mit so vielen Übersetzern gesprochen, dass ich besser und schneller geworden bin. So you're getting the benefit of my
week and a half of experience. So, ihr profitiert von meiner 1,5-wöchigen Erfahrung. All right, in this session, we're going to talk about big churches, small churches, what's the difference? In dieser Einheit werden wir über große Gemeinden, kleine Gemeinden und was der Unterschied ist, reden. But before we get to that, let me answer a question that some of you might have on your mind. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich eine Frage beantworten, die vielleicht einige von euch im Kopf haben. I described earlier the time that after growing steadily and then fast, our church dipped really fast. Ich habe beschrieben, wie unsere Gemeinde erst gewachsen ist und dann wirklich schnell abgebrochen ist. We went from 200 to 400 in 2 years. Wir sind von 200 auf 400 in 2 Jahren gewachsen. And then we dropped to under 100 and some days even under 50 in less than a year. Und wir sind innerhalb weniger eines Jahres auf 100 und dann auf 50 runtergefallen. It took us a while to get some understanding of what happened. Es hat eine Weile gedauert, bis wir verstanden haben, was passiert ist. And I discovered 3 primary reasons. Und ich habe 3 hauptsächliche Gründe herausgefunden. Reason number 1. Grund Nummer 1. During that season that we were doubling in 2 years, I was miserable. In der Phase, wo wir uns verdoppelt haben, ging es mir selbst miserabel. But I didn't know I was unhappy. Aber ich wusste nicht, dass ich unglücklich war. How can a pastor not be happy when their church is doubling in 2 years? Wie kann ein Pastor nicht glücklich sein, wenn seine Gemeinde sich innerhalb von 2 Jahren verdoppelt? But I was really only happy on Sunday when everybody came and on Monday when I got the attendance report. Aber ich war wirklich nur glücklich am Sonntag, wenn alle gekommen sind und am Montag, wenn ich den Bericht über den Besuch bekommen habe. I struggled the rest of the time and here's why. Den Rest der Zeit habe ich gekämpft und hier ist warum. As I mentioned earlier, the biggest change in the way we pastor happens at around 200 and going up from there. Wie ich es vorher gesagt habe, die größte Veränderung im pastoralen Dienst geschieht an der Schwelle von 200 Leuten. At that point, you have to stop pastoring individuals and you have to start managing teams. An diesem Punkt geht es nicht mehr darum, Einzelne zu begleiten, sondern Teams zu managen. You have to move from being a hands-on shepherd to being a manager. Du veränderst dich von einem zugpackenden Hirten hin zum Manager. And I made that transition because I needed to. Und ich habe diese Veränderung mitgemacht, diese Umstellung, weil ich es musste. But it turns out that's not what I'm called to do. Aber es hat sich herausgestellt, dazu bin ich nicht berufen. I don't naturally come by the gifts that are necessary for a larger church. Ich habe nicht natürlicherweise die Gaben, die für eine größere Gemeinde notwendig sind. So as we were getting bigger, I spent most of my time doing things that I'm not good at. Also als wir größer geworden sind, habe ich die meiste Zeit damit verbracht, Dinge zu tun, wo ich nicht gut darin bin. Things that I'm not called to do. Dinge, zu denen ich auch nicht berufen bin zu tun. And they were things that sucked my soul dry. Und das waren Dinge, die meine Seele ausgesaugt haben. I think this is one of the reasons why most churches remain small. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die meisten Gemeinden klein bleiben. I think it's because God calls most pastors to be hands-on shepherds. Weil ich denke, dass Gott die meisten Pastoren dazu beruft, zugreifende Hirten zu sein. And we're told sometimes that that's something that we should move out of. Und manchmal wird uns gesagt, dass das etwas ist, aus dem wir herausgehen sollten. But if it's God's calling, it's something you should learn how to do better rather than stop doing. Aber ich denke, dass Gott uns dazu beruft, das besser zu tun, als damit aufhören, es zu tun. So I was operating outside of my gifts and my skills and I was miserable. Also habe ich außerhalb meiner Gaben und Fähigkeiten gearbeitet und mir ging es miserabel. And a lot of the people who left, when we asked them why they were leaving, would say, we don't know why, something just feels wrong. Und die meisten Leute, die wir gefragt haben, warum sie gehen, haben uns gesagt, wir wissen nicht, warum wir gehen, aber es fühlt sich einfach falsch an. And I think that's part of what felt wrong. Und ich glaube, dass ich ein Teil davon bin, warum es sich falsch angefühlt hat. So that's the first thing we discovered. Also das ist das Erste, was wir entdeckt haben. The second thing we discovered was this. Das Zweite, was wir entdeckt haben, war das. During the season where we doubled, we didn't have any more conversions or baptisms than any previous 2-year period. Also in der Zeit, wo wir uns verdoppelt haben, hatten wir keinerlei mehr Bekehrung oder Taufen als in der vorangegangenen 2-Jahresperiode. We weren't experiencing conversion growth, we had transfer growth. Also wir hatten kein Bekehrungswachstum, sondern
Transferwachstum. It was almost entirely Christians coming from other churches to our church. Es war hauptsächlich andere Christen aus anderen Gemeinden, die zu uns gekommen sind. We were the cool church for a while. Für eine Zeit lang waren wir die coole Gemeinde. So we weren't discipling people, we were entertaining bored Christians. Also wir haben keine Jünger gemacht, sondern wir haben gelangweilte Christen unterhalten. And that's not a foundation on which to build anything of strength. Und das ist aber keine Grundlage, um irgendetwas aufzubauen, mit Stärke aufzubauen. But you can only stay cool for a short period of time. Aber du kannst nur eine gewisse Zeit lang cool sein. And after a while, another church got cooler and they all went there. Und nach einer gewissen Zeit wird eine andere Gemeinde cooler und alle gehen dahin. And when they left, they took a bunch of our folks with them. Und wenn sie gehen, dann nehmen sie noch ein paar ihrer Freunde mit. So that's the second reason. Also das ist der zweite Grund. Here's the third reason. Hier ist der dritte Grund. Remember how I told you we had to hire a whole bunch more staff members? Erinnert ihr euch daran, dass ich gesagt habe, dass wir mehr Mitarbeiter, angestellte Mitarbeiter hatten? We had to hire staff members because we were paying professionals to do the work that our church members should have been doing. Also wir mussten Angestellte anstellen, die die Arbeit tun, die eigentlich unsere Gemeindeglieder tun sollten. And the fact that our members weren't doing it wasn't their fault. Und der Grund, warum unsere Gemeindemitglieder das nicht getan haben, war nicht ihre Schuld. The main fault for that rested on my shoulders Der größte Fehler dafür lag auf meinen Schultern, because we weren't discipling our own people. weil wir unsere eigenen Leute nicht zu Jüngern gemacht haben. We went from a handful of people caring for 200 people to a handful of people caring for 400 people. Wir sind von einer Handvoll Leute, die sich um 200 Leute gekümmert haben, zu einer Handvoll von Leuten gegangen, die sich um 400 Leute gekümmert haben. So after that, we started working very hard on making sure we were discipling our own people. Also danach haben wir angefangen, sicherzustellen, dass wir unsere eigenen Leute zu Jüngern machen. We're helping people grow in their faith and become more mature Christians. Wir haben ihnen geholfen, dass Menschen im Glauben wachsen und dass sie reifere Christen werden. We'll talk more about that in the first session after lunch. Darüber reden wir mehr in der Session oder in der Einheit nach Mittagessen. But right now, people sometimes will ask me, what would happen if your church grew that fast again? Und gerade jetzt fragen mich Leute, was würde passieren, wenn deine Gemeinde wieder so schnell wachsen würde? We could easily double and not have to hire a single staff person from the outside this time. Dieses Mal könnten wir uns leicht verdoppeln und müssten keine einzige zusätzliche Fachkraft von außen anstellen. We've trained our own people to do all of those ministry and we could just pay them to do what they're already doing for free. Wir haben all unsere Leute trainiert, das zu tun und wir könnten sie dafür bezahlen, das weiterzutun, was sie jetzt schon umsonst tun. And discipleship is one of those things that any church can do regardless of what size they are. Und Jüngerschaft, das ist eines, was Gemeinden tun können, egal wie groß sie sind. So that answers a question that some of you might have had. Und das beantwortet vielleicht die Frage, die manche von euch haben. So back a little bit to my story. Jetzt zurück zu meiner Geschichte. So I took that 40 days away. Also ich habe diese 40 Tage Auszeit genommen. And some of the reason I left was because of the voices that had been telling me some wrong things for a few years. Und ein Grund dafür, dass ich gegangen bin, waren die Stimmen, die mir die falschen Sachen über einen Zeitraum von mehreren Jahren gesagt haben. Most of those negative voices were doing so unintentionally. Die meisten von diesen Worten waren unabsichtlich. And one of those voices was actually my denominational leader. Und eine dieser Stimmen war tatsächlich ein Leiter in meiner Denomination. Every year I would go to our denominational conference. Jedes Jahr bin ich zur Konferenz unseres Gemeindeverbandes gegangen. And every year our denominational leader would give up and give a report about the denomination. Und jedes Jahr musste ich einen Bericht abgeben an unsere Gemeindeleitung. This is an important thing for him to do. Das ist ein wichtiges Ding, was sie tun. And every year that report would include some numbers. Und jedes Jahr waren darin auch ein paar Zahlen enthalten in diesem. And numbers are an important part of that report. Und Zahlen sind ein wichtiger Teil dieser Arbeit. And every year he would give us these numbers. Und jedes Jahr gab er uns diese Zahlen. Über 90% der Gemeinden haben weniger als 200 Mitglieder und über 80% sind unter 100 Leute. Now I'm going to give you the interpretation of what you just said. Over 90% of our churches are under 200, 80% are under 100. He said that every year. Das hat er jedes Jahr gesagt.
And then the next sentence was always some version of, we have to fix this problem. Und der nächste Satz war immer eine Version des Satzes, dieses Problem müssen wir beheben. In fact, even before he told us it was a problem, that was always met with gasps of horror. Und sogar bevor er uns gesagt hat, dass es ein Problem ist, wurde diese Zahl immer mit einem Schnaufen des Schreckens aufgenommen. And every year I was one of the people gasping. Jedes Jahr war ich einer der Leute, der gesagt hat, Every year I would go, oh no. jedes Jahr habe ich mir gedacht, oh no, oh nein. I knew that, but I didn't catch it. I'm a part of the problem. Und ich habe mir gedacht, ich bin Teil dieses Problems. I'm one of those churches that's a part of the problem. Ich bin eine dieser Gemeinden, die Teil des Problems sind. I don't want to be a part of the problem. Ich will nicht Teil des Problems sein. I want to be a part of the solution. Ich will ein Teil der Lösung sein. I need to get my numbers up so I'm not a part of the problem anymore. Ich muss meine Zahlen nach oben bekommen, damit ich nicht mehr Teil des Problems bin. That wasn't the only voice, but it was one of many voices that constantly played in my head. Das war nicht die einzige Stimme in meinem Kopf, aber es war eine der Stimmen, die kontinuierlich in meinem Kopf rumgegangen sind. And then I had this 40 days away. Und dann hatte ich diese 40 Tage, wo ich weg war. That counselor told me I need to be thinking about how to define success in ministry without numbers attached. Und mein Seelsorger hat mir gesagt, ich muss Erfolg im Gemeindebau definieren, ohne dass damit Zahlen verbunden sind. And I was actively thinking about that when I went to our next denominational meeting. Und darüber habe ich aktiv nachgedacht, als ich zu unserem nächsten Treffen unseres Gemeindebundes gegangen bin. He got up and gave the same report. Dann ist mein Leiter aufgestanden, hatte wieder denselben Bericht gegeben. And those numbers were the same. Und die Zahlen waren die gleichen. And that year, I felt different than this. Und in diesem Jahr habe ich mich aber anders gefühlt. Have you ever been in a room where a speaker is speaking and they say something that goes off in this direction? War der jemals in einem Raum, wo ein Redner etwas gesagt hat, was in diese Richtung ging? But something that the speaker says triggers your thoughts off in a totally different direction. Aber etwas, was dieser Redner sagt, triggert euch in die völlig andere Richtung. For a few minutes, the speaker is talking, but you're not hearing a thing they say because you've got your own train of thought going on. Für ein paar Minuten hörst du nicht, was der Redner sagt, weil dein eigener Gedankenzug weitergeht. I hope it's not happening to any of you right now. Ich hoffe, dass euch das jetzt gerade nicht passiert. But that happened to me that year. Aber in diesem Jahr ist mir das passiert. I knew his next sentence would be some version of, we have to fix this problem. Und ich wusste, der nächste Satz, der kommt, ist, wir müssen dieses Problem So irgendwie beheben. that year, instead of thinking, oh no, Aber in diesem Jahr, statt zu denken, oh nein, I thought, oh, so what? und diesem Jahr habe ich gedacht, na und? Okay, fine, my church is small. Na, okay, gut, wir sind halt klein. Okay, there's a lot of small churches. Okay, es gibt halt viele kleine Gemeinden. So what? Also was soll's? I don't care anymore. Das ist mir wurscht. Das kümmert mich nicht mehr. You're just making up your own stuff now, right? So that year, something broke inside my head and my heart. Also da ist irgendwas in meinem Kopf und in meinem Herzen zerbrochen. But I'm also kind of stubborn, so when I ask a question like, so what, I want to find the answer. Aber ich bin auch etwas stur und wenn ich so eine Frage wie, was soll's stelle, dann will ich auch die Antwort finden. So I did the research. Also habe ich mich in die Recherche begeben. And let me walk you through a little bit of what I discovered. Und ich will euch nur ein bisschen zeigen, was ich gefunden habe. I want you to imagine that a group of churches is in a period of renewal and revival. Ich möchte euch, dass ihr euch vorstellt, dass eine Gruppe von Gemeinden in einer Phase der Erneuerung und der Erweckung ist. God is doing great things among that group of churches. Und Gott macht große Dinge in dieser Kirchengruppe. A part of what happens when a group of churches is in renewal and revival is that they plant new churches. Ein Teil, was ist, wenn Gemeinden in einer Erweckungsphase ist, dass sie neue Gemeinden gründen. And when we plant new churches, what size do they tend to be? Und wenn wir neue Gemeinden gründen, welche Art von Größe tendieren sie zu haben? Oh, so because things are going well, we're creating more small churches, not fewer of them. Also weil Dinge gut laufen, schaffen wir neue kleine Gemeinden, nicht weniger kleine Gemeinden. Likewise, imagine that same group of churches is in a period of decline. Genauso stellt euch diese gleiche Gruppe von Gemeinden in einer Phase des Niedergangs vor. Because of that decline, the average attendance will drop.
in der Phase des Niedergangs wird auch die durchschnittliche Teilnehmerzahl sinken. Again, creating more small churches. Und es wird wieder mehr kleine Gemeinden geben. But this is true in every region in the world. Aber das stimmt für jede Region in der Welt. Whether the churches are in a period of renewal or decline, there are always way more small churches than big churches. Egal, ob die Gemeinden in einer Phase der Erweckung, der Erneuerung oder des Niedergangs sind, es wird immer mehr kleine Gemeinden geben. So this doesn't tell us anything about the health of the churches in question. Also die Größe, das sagt uns nichts über die Gesundheit der Gemeinden, der fraglichen Gemeinden. So once I discovered that, I started asking my next question. Als ich das entdeckt habe, habe ich meine nächste Frage gestellt. Now what? Und jetzt? What are we going to do with this new reality? Was machen wir mit dieser Realität? So I was pondering this question one day while I was just watching TV. Also ich habe über diese Frage nachgedacht, eines Tages, als ich Fernsehen geguckt I was habe. feeling better, so I wasn't watching reality TV anymore. Also mir ging es besser, deswegen habe ich nicht mehr Reality TV geschaut. By the way, if you watch reality TV, no guilt, that's fine. Nebenbei, wenn ihr Reality TV schaut, keine Schuld. Es ist in Ordnung. It's just not good for me. Es ist nur nicht gut für mich. Apollo 13 came on and I thought, oh, I'm going to watch that movie again. Apollo 13 lief im Fernsehen und ich dachte, oh, ich schaue mir den Film wieder an. So Apollo 13, of course, was supposed to have been the third moon landing. Apollo 13 sollte eigentlich die 3. Mondlandung sein. But partway to the moon, they had damage to their spacecraft and they had to rescue them and try to get them back to Earth again alive. Auf dem Weg hin zum Mond wurde das Raumschiff beschädigt und sie mussten die Mannschaft retten und auf dem Weg zurück zur Erde zu bringen. And the movie is the recounting of the real world incidents. Und der Film erzählt das nach, was wirklich passiert ist. Spoiler alert, they all made it back okay. Kurze Spoilerwarnung, sie alle kamen heil zurück. I say that because I actually had a question at the end of one session. You didn't tell us about the astronauts, are they okay? Ich sage das, weil ich tatsächlich mal gefragt wurde, du hast uns nicht erzählt, was mit den Astronauten passiert ist. Waren sie in Ordnung? And it was someone who was old enough, they should have known better. But Sorry? it was someone who was old enough who should have known better. Es war jemand, der alt genug war, um es besser wissen zu können. So I'm watching the movie as they recount one problem after another problem that happens. Also ich habe den Film angeschaut, wie sie ein Problem nach dem anderen lösen. At one point, they rush into mission control. An einem Punkt laufen sie zur Missionsleitung auf The der Erde. head of mission control goes, "What's wrong now?" Und da haben den Leiter der Mission, der sagt, oh, was ist denn jetzt schon wieder los? And they tell him they're running out of air filters. Und dann sagen sie ihm, die haben keine Luftfilter mehr. He says, "How did we send them up without enough air filters?" Und er sagt, wie haben wir die in die Luft gekriegt ohne genug Luftfilter? They said, "Well, they have enough air filters, but some of them are in the landing module. Also sie haben gesagt, sie haben genug Luftfilter, aber manche sind im Landungsmodul. But they spent all their time in the main cabin because they didn't land on the moon." Aber sie waren die ganze Zeit in der Hauptkabine, weil sie nicht am Mond gelandet sind. So he says, "Well, the landing module is still attached. Have them go over, get them, and bring them back in the main cabin." Also er hat gesagt, naja, das ist doch noch dran, geht rüber und holt euch die Filter. They say, "Yeah, we had them do that." Whoa, thank you. Good catch. Apollo 13, right here. Yeah. We had them do that. They don't fit into the hole. Also wenn wir die nehmen, die passen nicht in das Loch. They're the wrong size and shape. Die haben die falsche Größe und Form. In the movie, at least, his response is, "Oh, tell me this isn't a government program." Im Film sagen sie, oh, sagt mir nicht, das wurde auf dem Dienstweg zusammengebaut. The very next scene has a couple engineers and they take a couple large boxes of material. Die nächste Szene ist, wie eine Reihe von Ingenieuren große Kisten hat. They dump everything onto a big table in front of all the other engineers. Und sie schmeißen das alles auf den Tisch, das Zeug vor den anderen Ingenieuren. And essentially what they tell them is this. Und im Grunde sagen sie ihnen das. Everything that's on this table is everything that's on Apollo 13. Und sie sagen ihm, alles, was auf dem Tisch liegt, das ist alles, was in dem Apollo 13 So Flug you dabei can ist. only use what's on this table. Also ihr könnt nur das verwenden, was auf dem Tisch liegt. And you have to figure out how to make this fit into this or they die.
Und ihr müsst herausfinden, wie das eine in das andere passt, oder sie werden sterben. And the clock is ticking. Und die Zeit läuft. Oh, and by the way, there's not a single item on this table designed to do this job. Und nebenbei gesagt, es ist keins der Dinge auf dem Tisch dafür designt worden, um diesen Job zu erledigen. But the mission hasn't changed. Get the job done anyway. Aber die Mission hat sich nicht geändert. Sie müssen den Job machen. I paused the movie at that point. An diesem Punkt habe ich den Film angehalten. And I thought, that's the best picture I've ever seen of what every day is like in the life of a small church pastor. Ja, und ich hab den Film angehalten und habe mir gedacht, ich habe noch nie ein besseres Bild gesehen dafür, was das Leben eines Pastors einer kleinen Gemeinde ist. Really, Lord, this is the mess you gave me to work with? Wirklich, Herr, das ist alles, was du mir gegeben hast? Really, these are the people that I'm stuck with. Das sind die Leute, mit denen ich feststecke? At that point, I'm convinced Jesus is smiling in heaven and going, did you see the 12 guys I had to work with? Ich denke, an diesem Punkt wird Jesus im Himmel lächeln und sagen, hast du die 12 Leute gesehen, mit denen ich gearbeitet habe? About 25 years ago, there was a book that came out called Good to Great. Vor 25 Jahren etwa ist ein Buch herausgekommen von gut zu großartig. It made its way into church leadership circles. It was very popular for a few years. Für einige Jahre war das sehr beliebt in Gemeindeleitungskreisen. And one of the sayings from that book that I heard a lot of church leaders say was this. Und eins der Aussprüche aus diesem Buch, das ich von vielen Gemeindeleitern höre, ist: You've got to get the right people on the bus. Du musst die richtigen Leute in den Bus bekommen. Right? Some of you are smiling because you've heard that phrase. Manche von euch lächeln, weil ihr diesen Ausdruck vorher schon gehört habt. What it means is that when you're hiring your staff, that's one of the most important decisions you'll make. Was es bedeutet, ist, dass wenn du deine Leute anstellst, dann ist es eine der wichtigsten Entscheidungen, die du machst. So take a little extra time when you're hiring your staff to make sure they fit with the rest of the team. Also stell sicher, dass wenn du jemanden anstellst, der zum Team passt. And year after year, I would hear people tell me, get the right people on the bus. Und Jahr für Jahr habe ich gehört, bring die richtigen Leute in den Bus. And I think, I'm a small church pastor. These are my people. This is my bus. Ja, und ich habe mir gedacht, ich bin ein Pastor einer Kleingemeinde. Das sind meine Leute. Das ist mein Bus. You think I have choices that I do not have. Du redest von Wahlmöglichkeiten, die ich nicht habe. You're telling me to go out and hire the right staff? Du sagst mir, ich soll hingehen und die richtigen Leute anstellen. My church doesn't have enough money to hire me. Meine Gemeinde hat nicht genug Geld, um mich anzustellen. I've got an Apollo 13 table mess. Ich habe ein Apollo 13 Tischchaos. What you call the wrong people, I lovingly call my church members. Und du nennst die falschen Leute, die ich liebevoll meine Gemeindemitglieder nenne. In the small church, there's no right people, wrong people. There's just people. In einer Kleingemeinde gibt es keine falschen oder richtigen Leute, es gibt nur Leute. And we have to figure out how to work with the people God gave us. Und wir müssen herausfinden, wie wir mit den Leuten arbeiten, die Gott uns gibt. So that's part of the now what that we need to think about. Also das ist Teil des und jetzt, über das wir nachdenken müssen. God didn't make a mistake when he gave us the people he gave us. Gott hat keinen Fehler gemacht, als er uns die Leute gegeben hat, die er uns gegeben hat. Let's figure out how to work with what we have because our mission is the same as every other church. Lasst uns herausfinden, wie wir gut mit dem arbeiten, was er uns gegeben hat, weil unsere Mission ist die gleiche, wie jede andere Gemeinde hat. All right, with that now in mind, let me give you a piece of good news. Aber jetzt möchte ich ein Stück gute Nachricht geben. People will come to small churches. Yay! Leute werden zu kleinen Gemeinden kommen. But they won't give up quality to do so. Aber sie werden nicht die Qualität aufgeben, um dahin zu kommen. Why is the front half of that sentence encouraging, but the back half of that sentence can feel discouraging? Warum ermutigt uns der erste Teil des Satzes und warum kann sich der zweite Teil des Satzes entmutigend anfühlen? See, we're sometimes so obsessed with size that we think people are only going to be happy in big churches. Wir sind manchmal so besessen von Größe, dass wir denken, Leute sind nur in großen Gemeinden glücklich. Pastors and church leaders, we often think a lot about church size. Pastoren und Leiter denken oft viel über Größe nach. But the average person who isn't going to church isn't staying away because your church isn't big enough. Aber die durchschnittliche Person, die zur Gemeinde geht, die bleibt nicht fern, weil die Kirche nicht groß genug ist. They're not concerned with size. Denen geht es nicht um Größe.
They'll come to a small church, Sie kommen auch zu einer kleinen Gemeinde, but they won't come to a bad church. aber sie kommen nicht zu einer schlechten Gemeinde. They won't give up quality. Sie wollen die Qualität nicht aufgeben. So why does that feel discouraging? Warum fühlt sich das entmutigend an? Because we have a big church idea of quality. Das ist, weil wir eine große Kirchenidee von Qualität haben. In too many of our small churches, we think, let's do what the big church does, only smaller. In vielen kleinen Gemeinden denken wir, wir tun das, was die großen Gemeinden tun, nur kleiner. If you try that, here's what will happen. Wenn du das versuchst, wird das passieren. You'll do what the big church did, only badly. Du wirst das tun, was die großen Gemeinden tun, aber nur schlechter. Because the small church isn't a big church made small. Denn die kleine Gemeinde ist nicht eine große Gemeinde, die nur geschrumpft ist. The small church is a different type of church than a big church. Die kleine Gemeinde ist eine andere Art von Kirche als die große Kirche. It's not just a matter of scale, it's a difference of type. Es ist nicht nur ein Unterschied in der Skala, sondern ein Typunterschied. Bottom line is this. Die Grundlinie ist das. Quality looks different in a big church than in a small church. Die Qualität sieht in einer großen Gemeinde anders aus als in einer kleinen. It's not a lesser quality. Es ist keine geringere Qualität, It's just a different type of quality. es ist nur eine andere Art von Qualität. Let me describe it for you. Lasst es mich erklären. Here's just one of many ways we can look at it. Das ist nur eine Möglichkeit von vielen, wie wir darauf schauen können. I'm going to draw a picture for you of what it's like to go to a typical megachurch in America. Ich möchte euch ein Bild davon malen, wie es ist, zu einer typischen Megakirche in den USA zu gehen. You're driving in and you can see the church from the Autobahn. Du fährst hin und du kannst die Kirche von der Autobahn aus sehen. Before you even get to their kilometer-long driveway, there are people with signs saying, "Welcome." Also bevor du überhaupt auf die kilometerlange Einfahrt kommst, sind da Leute mit Schildern, die sagen, willkommen. As you're driving up the driveway, there are signs that say, "If you're new, flash your lights." Und bevor du da reinfährst, sind dann Schilder, die sagen, wenn du neu bist, And if gib Lichthube. you do that, they direct you to the best parking lot in the place. Und wenn du Best das parking magst, spot. dann werden sie dich auf den besten Parkplatz führen. You get out of the car and people are there to greet you and your kids. Und du steigst aus dem Auto aus und da gibt es Leute, die begrüßen dich und deine Kinder. And they escort each of your children to a department that's perfect for their age. Und sie begleiten deine Kinder alle zu einer Abteilung, die perfekt für ihr Alter ist. They give you the best cup of coffee you ever had in your life. Die geben dir die beste Tasse Kaffee, die du je in deinem Leben gehabt hast. And you sit in a comfortable seat in a clean, large, well-lighted auditorium. Und du sitzt in einem bequemen Sitz in einem riesigen, gut beleuchteten Auditorium. And when the service begins, the band is singing songs from their latest album. Und wenn der Gottesdienst beginnt, dann singt die Band Lieder vom besten Album. You think I'm exaggerating, I'm not. Und ihr denkt, ich übertreibe, aber ich tue das nicht. Quality in a big church is visible and obvious. Qualität in einer großen Gemeinde ist sichtbar und offensichtlich. There is a level of technical excellence. Da ist ein Level von technischer Exzellenz. And all of that is wonderful. Und das ist alles wunderbar. But if you go to a church of 20 on a Sunday, Aber wenn du eine Kirche von 20 Leuten am Sonntag fährst, you're going to have a slightly different experience than what I just described. dann hast du eine etwas andere Erfahrung als das, was ich gerade beschrieben habe. It doesn't have to be lesser quality, but the quality will look different. Es muss nicht weniger Qualität sein, aber die Qualität wird anders aussehen. Here's one of the ways it will look different. Hier ist eine der Arten, wie es anders ausschaut. You can go to the megachurch I just described for 20 years. Du kannst zu einer Megakirche für 20 Jahre lang hingehen. In that 20 years, you can grow in your faith and do ministry and become discipled. Und in diesen 20 Jahren kannst du in deinem Glauben wachsen, kannst dich einbringen und in die Jüngerschaft angeleitet werden. Big churches don't have less discipleship than small churches do. Große Gemeinden haben nicht weniger Jüngerschaft als kleine Gemeinden. But even after having been discipled and growing in your faith, after 20 years, you will probably never have had a single conversation with the lead pastor. Aber auch wenn du in der Jüngerschaft angeleitet bist und im Glauben gewachsen bist, wirst du vielleicht in 20 Jahren nie ein Gespräch mit dem Pastor gehabt haben. There's nothing wrong with that. It's just the nature of size. Das ist auch nicht verkehrt, das ist nur eine Folge der Größe. But if you go to a church of 20 on a Sunday, Aber wenn du zu einer Gemeinde von 20 Leuten am Sonntag gehst, you're going to have a conversation with the lead pastor the day you show up.
Da hast du eine Unterhaltung mit dem Pastor an dem Tag, wo du auftauchst. And as the pastor is doing their job, here's what will happen the next time you show up. Und wenn der Pastor seine Arbeit macht, dann ist das, was das nächste Mal passiert, wenn du dort That, bist. that pastor will remember your name. Der Pastor wird sich an deinen Namen erinnern. When I ask people why they go to small churches, they give me two main reasons. Wenn ich frage, warum Leute in kleine Gemeinden gehen, dann geben sie mir 2 Gründe. Reason number one is this. Grund Nummer 1 ist, I go to a small church because the pastor knows my name. ich gehe in eine kleine Gemeinde, weil der Pastor meinen Namen kennt. There's a whole bunch of Christians out there that have this weird need to be pastored by their pastor. Da ist diese ganze Gruppe von Leuten, die dieses komische Bedürfnis haben, von ihrem Pastor betreut zu werden. And they're not wrong for needing that. Und die sind nicht falsch, weil sie das Bedürfnis haben. Now, in big churches, they're being pastored as well. They're just being pastored by a small group leader. In einer großen Gemeinde werden sie auch betreut, aber in der Regel durch einen Kleingruppenleiter. Perfectly fine. As long as you're being pastored and discipled, it doesn't matter who's doing it. Das ist wunderbar, solange du betreut wirst und in Jüngerschaft angeleitet wirst. But for about half the Christians in the world, being known by their pastor is a part of how they grow. Aber für die Hälfte der Christenheit ist von ihrem Pastor gekannt zu werden ein Teil, wie sie wachsen. The second main reason they give is this, Und der zweite Grund, warum Leute in kleine Gemeinden gehen, ist, because I can make a difference there. weil ich da einen Unterschied machen kann. I'll talk more about that in a little bit. Da werde ich gleich noch drüber reden. So, this is one of the primary differences in quality between big and small. Das ist einer der Qualitätsunterschiede zwischen groß und klein. In the big church, you're going to notice the technical excellence. In der großen Gemeinde geht es um technische Exzellenz. If it's a healthy big church, the relationships will be there as well. Und wenn es eine gesunde große Gemeinde ist, geht es auch um die Beziehungen. In a small church, it will be all about the relationships. Und in kleinen Gemeinden geht alles über Beziehungen. So that's where we need to put our concentration on making the relational connections more. Und darauf müssen wir uns konzentrieren, die das Beziehungsgeflecht zu stärken. All right, I'm going to show you one more illustration. Ich zeige euch eine weitere Grafik. This is kind of another version of IKEA, Starbucks, Big Spike, Long Tail. Das ist im Grunde eine andere Version von IKEA im Gegensatz zu Starbucks und Spitze zu langer Schwanz. But this illustration adds a dynamic that those other two don't. Aber diese Abbildung hat eine Dynamik, die die anderen beiden nicht haben. Here's how the Venn diagram works. Hier ist, wie das Diagramm funktioniert. The smaller your church is, the less overlap you have with big churches. Je kleiner deine Gemeinde ist, umso weniger Überlappung hast du mit großen Gemeinden. And the bigger your church becomes, the more overlap you have with big churches. Und je größer deine Gemeinde wird, umso mehr wird sie sich mit großen Gemeinden deckungsgleich sein. If you're a pastor and you've ever gone to a conference with pastor friends, you may have experienced this. Wenn du mit anderen Pastoren auf einer Pastorenkonferenz warst, hast du das vielleicht schon erlebt. The pastor of a church of 2 or 3 or 400 might leave it and go, wow, I got so much out of that. Der Pastor von einer Gemeinde von 200 bis 400 Leuten wird vielleicht sagen, boah, ich habe so viel davon profitiert. But if you have a church of 20 or 25, you may have walked away and gone, I got nothing out of that. Aber vielleicht bist du mit einer Gemeinde von 20, 25 Leuten da rausgegangen und hast gedacht, ich habe da gar Why nichts is davon that? gelernt. It's because they have way more overlap with the speaker than you did. Warum ist das so? Weil sie haben eine größere Deckung mit dem Redner als du. What's being taught from this circle isn't wrong, it just doesn't overlap with your circle all that much. Was sie gelehrt haben aus diesem Kreis ist nicht falsch, es deckt sich nur nicht mit dem aus deinem Kreis. That's because many big church ideas simply don't work well in small churches. Die meisten Ideen der großen Gemeinden funktionieren nicht in kleinen Gemeinden. So because of this, people who serve in small churches need to be experts in 3 different areas of skills. Deswegen müssen Leute, die in kleinen Gemeinden arbeiten, Experten in 3 verschiedenen Bereichen sein. The first thing that's important for us to understand is the overlap. Das Erste, was wir verstehen müssen, ist die Deckung. There are some principles that apply in all churches everywhere of all sizes. Es gibt einige Prinzipien, die treffen auf alle Gemeinden in allen Größen zu. These are the principles that we typically learn in seminary or Bible college. Das sind die Prinzipien, die wir typischerweise auf der Bibelschule oder im Seminar lernen. And then there are principles here that work in all small churches, but differently than our friends in big churches.
Und dann gibt es die Prinzipien, die in allen kleinen Gemeinden funktionieren, aber anders in allen großen So arbeiten. we need to learn those skills. Also müssen wir diese Fähigkeiten lernen. But then we have a third piece. Aber dann gibt es ein drittes Stück. After we learn what all churches should know, Also nachdem wir das gelernt haben, was alle Gemeinden wissen and sollten, after we have an understanding of how small churches function differently, und nachdem wir verstanden haben, wie kleine Gemeinden unterschiedlich sind, then there's a third part left over, und dann gibt es einen dritten Teil, der ausgelassen wird. symbolized by these circles of different sizes and colors. Der wird durch diese Kreise in unterschiedlicher Größe und Farbe ausgedrückt. You'll notice these circles are not in the big church circle at all, Ihr stellt fest, diese Kreise sind im großen Kirchenkreis überhaupt nicht. and you'll notice that these circles don't touch each other, Und diese Kreise berühren sich auch gegenseitig nicht. because while this is what all churches have in common, Während das ist alles, was alle Gemeinden gemeinsam haben. and this is what all small churches have in common, Und während dieser Bereich alles ist, was die Kleinen these gemeinsam haben, are what make your church different than any other church on the face of the earth. sind denn diese Punkte das, was deine Gemeinde anders macht im Gegensatz zu allen anderen Gemeinden auf dieser Welcome Welt. to what I promised, the why is my church so weird part of the day. So, und das ist der Teil, warum ist meine Gemeinde so seltsam? The smaller your church is, the bigger your weird circle will be. Je kleiner deine Gemeinde ist, umso größer wird dein Weird Circle. Weird circle. Yeah, I'm just going to throw all kinds of weird stuff at you. Je kleiner deine Gemeinde ist, umso größer ist der seltsame Kreis It's deiner hard to Gemeinde. believe you're not regularly interpreting phrases like weird circle. All right. Read your So books. this is because of something called the law of large numbers. Das ist etwas, was wir das Gesetz der großen Zahlen nennen. The law of large numbers states that the bigger the crowd is, the more predictably they behave. Das Gesetz der großen Zahlen sagt, je größer eine Menge von Leuten ist, umso vorhersagbarer ist ihr Verhalten. This is how every polling company works when they take a survey. Das ist, wie jede Umfragefirma arbeitet, wenn sie eine Umfrage macht. If they took a survey of this room alone, they could not say, here's how all Germans feel about such and such a subject. Wenn sie eine Umfrage nur unter diesen Leuten hier in diesem Raum machen würden, würden sie nicht sagen, so fühlen alle, denken alle Deutschen in diesem, Because diesem there Thema. are too few of us in the room. Denn es sind zu wenige in diesem Raum. In order for the law of large numbers to kick in, they have to have what's called minimum sample size. Damit das Gesetz der großen Zahlen gilt, brauchen sie etwas, was Mindestmustergröße heißt. So in order to understand how all Germans feel about a particular subject, you probably have to interview 10,000 Germans perhaps. Um zu wissen, wie alle Deutschen über ein Thema denken, musst du vielleicht 10.000 Leute Once interviewen. you're above minimum sample size, then you just add zeros and you'll accurately guess how the entire nation thinks. Sobald du über dieser Mindestgröße drüber bist, musst du nur die Nullen anhängen und du kannst raten, wie So here's how die this Deutschen denken. works in a church context. Und so funktioniert das im Gemeindekontext. I'm going to throw some really big numbers at you to make the point. Ich werde einige große Zahlen auf euch schmeißen, um den Punkt deutlich zu machen. I want you to imagine that you pastor a church of 2,000 people Ich möchte, dass ihr euch vorstellt, dass ihr für eine Gemeinde von 2000 Leuten verantwortlich seid. and you attend a conference where the speaker pastors 20,000 people. Und ihr geht zu einer Konferenz, wo der Redner für 20.000 Leute verantwortlich ist. Almost everything that pastor says they do, you can do in your church. Da wirst du fast alles, was dieser Pastor sagt, in deiner Gemeinde tun können. Just drop a zero and you're good to go. Streich einfach eine Null und du kannst loslegen. So we think, oh, well, if I'm pastoring 200, I'll just drop 2 zeros and do that. Und dann denkst du, oh, ne, ich bin für 200 Leute verantwortlich, ich werde einfach nur 2 Nullen streichen und mach so. No, it doesn't work that way. Aber so funktioniert es nicht. 2,000 to 20,000 are both above minimum sample size. 2000 zu 20.000 Leute sind beide über dieser Mindestgröße. They're large groups and so they behave in predictable ways. Das sind große Gruppen und deswegen funktionieren sie auf vorhersagbare Weise. But 200 is beneath minimum sample size and it's not a matter of scale, it's a different type of church. Aber 200 ist unter dieser Mindestgröße und das ist keine Art, Frage der Skala, sondern eine Art des Typs. And then if you drop to a church of 20, it changes again. Und wenn du dann auf eine Größe von 20 Leuten runterbrichst, dann ändert sich nochmal. And then you can have 2 churches of 20. Und dann kannst du 2 Gemeinden von 20 Leuten haben. They can be in the same denomination, Die können in der gleichen Gemeindebund sein, in the same town,
in der gleichen Stadt, on the same street, in der gleichen Straße. and you might as well be on two different planets. Sorry? You might as well be on two different planets. Und du kannst genauso gut auf 2 verschiedenen Planeten sein. Why is that? Warum ist das so? Because this church has 20 different people than this church has. Weil diese Leute 20 andere Leute als diese Gemeinde hat. Now you might be thinking, well, this church of 2000 has 2000 different people than this church of 2000 has. Du musst vielleicht auch denken, na, diese Gemeinde von 2000 Leuten hat 2000 andere Leute als diese Gemeinde. That's true, but when you're above minimum sample size, it's about trends and demographics. Aber das ist wahr, aber sobald du über der Mindestgröße bist, was, Friends? Trends and demographics. Bist du über den demografischen Trends. They have far more in common than they have different. Die haben viel mehr gemeinsam, als sie Unterschiede haben. But in two churches of 20, it's not about trends and demographics, it's about personalities. Aber in der Größe von 20 Leuten, da geht es nicht über demografische Trends, da geht es um Persönlichkeiten. Personalities change everything. Und Persönlichkeiten verändern alles. Here's an example. Hier ist ein Beispiel. In this church of 20, when they lose one family, they say goodbye to their entire children's ministries department. Also hier ein Beispiel. Wenn diese eine Gemeinde eine Familie verliert, sagen sie Tschüss zu ihrem ganzen Kinderdienst. Because that family didn't just take all the workers, they took all the kids. Weil sie haben nicht nur die Arbeit gemacht, sondern die haben auch alle Kinder mitgenommen. In the big church, when they lose their children's ministries leader, they don't close the department. In den großen Gemeinden, wenn sie die Leiter ihrer Kinderarbeit verlieren, dann machen sie die Abteilung nicht zu. But in a church of 20, those things can happen real fast. Aber in einer Gemeinde von 20 Leuten kann sowas ganz schnell passieren. On the other hand, you've got this church of 20. Auf der anderen Seite hast du diese 20 Leute. In this church of 20, there's one person who we all love. In dieser Gemeinde von 20 Leuten ist diese eine Person, die wir alle lieben. But when that person doesn't show up on Sunday, we all breathe a little bit easier. Wenn diese Person am Sonntag nicht auftaucht, dann atmen wir alle etwas leichter. Because at least this week we won't have that awkward confrontation in the hallway. Denn wenigstens diese Woche werden wir nicht dieses unangenehme Auseinandersetzung im Gang haben. And don't any of you look at me innocently and like you're thinking, oh, there's no one like that in my church. My church is perfect. Und jetzt schaut bitte keiner mich so an nach dem Motto, bei mir ist keiner so, meine Gemeinde ist perfekt. No, I know that's not the case. Ich weiß, dass das nicht der Fall ist. Some of you nudged somebody else in your church and went, it's so and so, isn't it? Yeah, it is. Manche von euch stupsen den anderen und sagen, es ist der und der. Ist das nicht? I know you've got one and here's why. Ich weiß, warum ihr einen habt und ich sage jetzt warum. This is a hard and fast church rule. Es ist eine harte und feste Gemeinderegel. Every church is assigned one. Sorry? Every church is assigned one. Designated one, given one. Jede Gemeinde ist einer gegeben. And if your church doesn't have one, some other poor church has two. Und wenn deine Gemeinde nicht einen hat, dann hat eine arme andere Gemeinde 2 Leute. Yeah. Now here's what's interesting. The church of 2000 has one as well. Das Interessante ist, die Gruppe von 2000 Leuten hat auch eine schwierige Person. But that just means the pastor gets a weird email once a week. Aber da kriegt halt der Pastor nur ab und zu eine seltsame E-Mail. It's not a big deal. Das ist kein großer Deal. But in a church of 20, that person can ruin your Sunday. Aber in der Gruppe von 20 Leuten kann diese eine Person deinen Sonntag ruinieren. That person can split your church. Diese Gemeinde kann deine Gemeinde spalten. Diese Person. That person can drive the pastor out of ministry. Diese Person kann den Pastor aus dem Dienst raustreiben. And it's because of the flip side of the law of large numbers. Denn das ist die Kehrseite des Gesetzes der großen Zahlen. If the law of large numbers says that the bigger the crowd is, the more predictably it behaves, here's the other side. Wenn das Gesetz der großen Zahlen sagt, je größer eine Gruppe ist, umso vorhersagbarer ist ihr Verhalten. The smaller the crowd, the more impact each person has for good and for bad. Je kleiner die Gruppe ist, desto mehr hat eine Person Einfluss zum Guten wie zum Bösen. So I've just described some of the potential bad. Also ich beschreibe nur eines der möglich schlechten Dinge. So let me describe some of the good. Aber jetzt möchte ich eine der guten Sachen beschreiben. I want you to imagine that you play a little guitar. You're not great, but you can follow the chords. Stellt euch vor, ihr spielt ein bisschen Gitarre, ihr seid nicht gut, aber ihr könnt die Akkorde folgen. If you show up at the megachurch I just described, you know you're not getting on that stage ever. Wenn du in dieser Megakirche auftauchst, dann weißt du, du wirst nie im Leben auf dieser Bühne stehen. It doesn't fit the context.
Das passt einfach nicht in diesen Zusammenhang. But if you show up at a church of 20 or so, Aber wenn du in einer Gemeinde von 20 Leuten auftauchst and you play just a little guitar, und du ein bisschen Gitarre spielst, you're the worship leader in a month. bist du in einem Monat der Lobpreisleiter. In fact, it may not take a month. Es kann sogar nicht mal einen Monat dauern. If they find out you play guitar, the first question will be, did you bring your guitar with you now? Wenn sie herausfinden, dass du Gitarre spielst, wird die erste Frage sein, hast du deine Gitarre dabei? This goes to what I told you earlier, the second main reason people go to small churches. Das hat mit dem zweiten Grund zu tun, den ich eher gesagt habe, warum Leute in kleine Gemeinden gehen. Because they can make a difference there. Weil sie da einen Unterschied machen können. They've done multiple studies on this. Sie haben viele Studien darüber gemacht. They've discovered if you take one church of 1,000 and compare it to 10 churches of 100, here's what happens. Wenn du eine Gemeinde von 1000 Leuten mit 10 Gemeinden mit 100 Leuten vergleichst, dann ist das, was passiert. In 10 churches of averaging 100, you will have far more volunteers. In der durchschnittlichen Gemeinde von 100 Leuten hast du weit mehr Freiwillige, Far higher giving per person, ein viel höheres pro Kopf Spendenaufkommen, far more people called into ministry. viel mehr Leute, die in den Dienst berufen werden. Why? Because 10 churches need more volunteers than one church of 1,000. Warum? Weil 10 Gemeinden mehr Freiwillige brauchen als eine Kirche von 1000 Leuten. The one church of 1,000 has a big enough budget to get the right people on the bus. Die Kirche von 1000 Leuten hat ein viel größeres Budget, um die richtigen Leute in den Bus zu bekommen. The 10 churches of 100, we got to work with whoever shows up. Die 10 Kirchen von 100 Leuten, die müssen mit denen arbeiten, die wer auch immer kommt. But out of that, some wonderful things can happen. Aber da können auch einige wunderbare Dinge passieren. All right. For the last few minutes in this second session, let me walk you through one more big comparison between big and small. Während diesen letzten paar Minuten möchte ich euch noch um einen Vergleichspunkt zwischen groß und klein durchführen. Big church leadership emphasizes process, systems, and programs. Die Leitung von einer großen Gemeinde legt Wert auf Prozesse, Systeme und Programme. I'm not saying that this is what is important in big churches. Ich möchte nicht sagen, dass das wichtig ist in großen Gemeinden. What's important in big churches is the same thing that's important in small churches. Das, was in großen Gemeinden wichtig ist, ist das Gleiche, was in kleinen Gemeinden wichtig ist. But the leaders in big churches spend most of their time talking about processes, systems, and programs. Aber die Leiter in großen Gemeinden brauchen die meiste Zeit, um eben über Programme, Prozesse und Systeme zu reden. The arrows on the IKEA floor. Über die Pfeile auf dem Ikea-Boden. Now, process, systems, and programs matter in small churches too, Prozesse und Programme sind auch wichtig in kleinen Gemeinden, but they don't matter nearly as much as 3 other things. aber sie sind nicht so wichtig wie 3 andere Dinge. Small church leadership emphasizes relationships, culture, and history. Kleine Gemeinden betonen Beziehungen, Kultur und Geschichte. So let's take a look at these 3 key words. Also wollen wir uns über diese 3 Schlüsselwörter anschauen. First of all, relationships. Das erste, Beziehungen. I have a podcast, Ich habe einen Podcast and the name of my podcast is The Church Lobby. und der Name meines Podcasts ist The Church Lobby, also die Kircheneingangshalle. And here's why I named it that. Und deswegen habe ich es so genannt. Because you can tell more about the health of a church by walking through the lobby than by what comes from the platform. Denn du kannst mehr über eine Gemeinde sagen, wenn du durchs Foyer gehst, als wenn du was von der Bühne passiert. What comes from the platform is your first date impression. Was von der Bühne passiert, das ist der Eindruck des ersten Dates. What happens in the lobby is the third year of marriage when it gets real. Was im Foyer passiert, das ist das, was nach 3 Jahren Ehe passiert, wenn es real wird. And the smaller the church is, the more this is true. Und je kleiner die Gemeinde ist, umso entscheidender ist das, umso mehr ist es wahr. Because relationships happen in the church lobby. Denn die Beziehungen passieren im Foyer. But here's part of the challenge we face as small church leaders. Und hier ist eine der Herausforderungen, die Leiter von kleinen Gemeinden haben. I was trained how to pastor from the church platform. Ich wurde trainiert, wie ich leite von der Bühne. I wasn't trained how to pastor in the church lobby. Ich wurde nicht trainiert, wie ich Pastor bin im Foyer. But that turns out to be the most important skill set that I have. Aber es hat sich herausgestellt, dass das wichtigste Fähigkeitsprofil ist, was ich habe. And the smaller the church is, the more important the church lobby skill sets are.
Und je kleiner die Gemeinde ist, umso wichtiger sind diese Fähigkeiten. It's about relationships. Es geht um Beziehungen. Second important thing is culture. Das zweite Wichtige ist die Kultur. So let me define how I'm going to use culture in this context. Also ich möchte kurz definieren, wie ich Kultur in diesem Zusammenhang gebrauche. Culture is the unwritten set of rules that governs everything a church does. Kultur ist das ungeschriebene Gesetzbuch, das alles bestimmt, was eine Gemeinde tut. The two key words in that, first of all, is that they are unwritten. Das gibt zwei Schlüsselwörter. Das erste ist, sie sind ungeschrieben. And secondly, they're in charge of everything. Und sie gelten für alles. Das zweite. You won't find your church's culture in your organizational documents. Du wirst die Kultur deiner Gemeinde nicht in den Dokumenten deiner Organisation finden. You won't even find your church's culture in your mission statement. Du findest sie auch nicht im Missionsstatement. Here's where you'll find your church's culture. Hier findest du die Kultur deiner Gemeinde. When somebody says, it's not the way we do it in our church. Dann, wenn jemand sagt, so machen wir das hier nicht. Or when somebody says, well, that's just the way it is in our church. Oder wer sagt, das ist halt bei uns so. These are statements of culture. Das sind kulturelle Aussagen. In fact, in most churches, the strongest enforcers of culture don't know they're enforcing culture. Es ist de facto so, dass in den meisten Kirchen die stärksten Vertreter einer Kultur gar nicht wissen, dass sie diese Kultur bekräftigen, durchsetzen. Now, in big churches, culture matters a lot as well. In großen Gemeinden geht es auch um Kultur. But when big church pastors talk about culture, here's what they typically say. Aber wenn Pastoren großer Gemeinden über Kultur reden, ist typischerweise das, was sie sagen. Culture comes from the top down. Kultur wird von oben nach unten kommuniziert. Pastor, you're responsible to set the culture of the church. Pastor, du bist verantwortlich dafür, die Kultur in deiner Gemeinde zu begründen, zu setzen. Preach the culture of the church. Predige die Kultur deiner Kirche. Live as an example of the culture of the church. Lebe als Beispiel der Kultur deiner Kirche. Make sure your staff understands and is operating their ministries according to the culture of the church. Stell sicher, dass deine Mitarbeiter die Kultur verstehen und leben. It's up to you, pastor, to do that. Es hängt an dir, Pastor, das zu tun. But here's the reality in a small church. Aber hier ist die Realität in einer kleinen Gemeinde. If you're a young new pastor Wenn du ein junger, neuer Pastor bist and you show up at an old small church und du auftauchst auf einer alten, kleinen Gemeinde and you try to tell them what the culture is, und du versuchst, ihnen zu sagen, was die Kultur ist, God bless you at your next church. Möge Gott dich segnen mit der nächsten Gemeinde. That is not going to work. Das wird nicht funktionieren. Here's why. Und hier ist warum. Pastors of pre-existing small churches don't set the culture, they inherit the culture. Pastoren von bereits existierenden kleinen Gemeinden prägen nicht die Kultur, sie erben sie. And the smaller the church is and the older the church is, the more this is true. Und je kleiner und älter eine Gemeinde ist, umso mehr ist das wahr. And the newer the pastor is and the younger the pastor is, the more this is true. Und je neuer und je jünger der Pastor ist, ist es trotzdem wahr. This is something we need to understand and work with. Das ist etwas, was wir verstehen müssen und womit wir arbeiten müssen. Every once in a while, I'll have a big church friend tell me, boy, I admire what you do. I couldn't do a small church again. It would drive me crazy. Hin und wieder habe ich einen Freund einer großen Gemeinde, der sagt, oh boah, ich bewundere, was du tust. Ich könnte das nicht tun, das würde mich in den Wahnsinn treiben. Every time a big church pastor says they couldn't pastor a small church, this is why. Jedes Mal, wenn ein Pastor einer großen Gemeinde sagt, er könnte das nicht, dann ist es deswegen. This is what they're referring to every single time. Darum geht es jedes einzelne Mal. These are highly driven people who want to walk in and hire the right people and tell them what to do. Das sind hochmotivierte Leute, die reingehen wollen, die richtigen Leute anstellen und sagen wollen, was man machen muss. But in a small church, here's what you got to do if you're going to have a leadership meeting. Aber in einer kleinen Gemeinde, rate mal, was du tun musst, wenn du ein Leitungstreffen hast. You're going to have the meeting before the meeting. Du musst das Treffen vor dem Treffen auch haben. And some of the people in the meeting before the meeting aren't going to be people who are in the meeting. Und in dem Treffen vor dem Treffen werden einige Leute sein, die nicht im Treffen danach sein werden. And then you're going to have a meeting after the meeting.
Und dann musst du ein Treffen nach dem Treffen haben. Because the person who says yes in the meeting is probably going to say no in the meeting after the meeting. Denn die Person, die im Meeting Ja gesagt hat, wird in dem Meeting nach dem Meeting eher Nein sagen. And you have to know all of these personalities and all the different ways they have to communicate. Und du musst all diese Persönlichkeiten kennen und auch die Wege, wie sie kommunizieren. Our big church pastor friends can't deal with this. Und die Pastoren großer Gemeinden können damit nicht umgehen. But that's part of our skill set. Aber das ist Teil unseres Fähigkeitsprofils. Don't run away from it, get better at it. Renn davon nicht weg, werde besser darin. And then finally, history. Und das letzte ist die Geschichte. Small towns have long memories. Kleine Städte haben lange Gedächtnisse. And so do small churches. Und so haben auch kleine Gemeinden. So if you minister in a small church in a small town, you are doubly blessed. Wenn du also in einer kleinen Gemeinde, in einer kleinen Stadt dienst, dann bist du doppelt gesegnet. Now we say that with a sense of humor, but it should be true. Wir sagen das mit einem Sinn von Humor, aber es sollte wahr sein. A deep history should be a blessing. Eine tiefe Geschichte sollte ein Segen sein. But sometimes it feels like a curse. Aber manchmal fühlt es sich wie ein Fluch an. So why is that and how do we overcome it? Aber wie ist das und wie überwinden wir das? In one of the sessions after lunch, we'll talk a little bit more about how to get past that. Also in einer der Einheiten nach dem Essen werden wir ein bisschen darüber reden, wie man da weitermacht. But for now, we'll deal with it this way. Aber bis jetzt werden wir damit umgehen. In small churches, we often think we're honoring history when we do the same things that the previous heroes of the faith did. In kleinen Gemeinden denken wir oft, dass wir die Geschichte ehren, wenn wir die Dinge tun, die Heroes of the faith. die Glaubenshelden getan haben. But the heroes of the faith didn't become heroes of the faith by doing what everybody else had done. Aber die Glaubenshelden wurden keine Glaubenshelden, indem sie das getan haben, was jeder getan hat. They became heroes of the faith because they went against the grain. Sie sind Glaubenshelden geworden, weil sie gegen den Strom gegangen sind. So how do we honor our previous heroes of the faith best? Also wie ehren wir unsere vergangenen Glaubenshelden am besten? Oh, wait a minute, I went back again. There we go. Don't just do what the heroes of the faith did. Think like the heroes of the faith thought. Tu nicht einfach, was unsere Glaubenshelden getan haben, sondern denke, wie sie gedacht haben. Don't just repeat their forms. Wiederholt nicht nur ihre Formen, Understand their thought process. Verstehe ihren Gedankengang. What was it that caused the Martin Luthers to step up and do something differently? Was hat die Martin Luthers bewogen, aufzustehen und etwas anders zu machen? The John and Charles Wesleys to do something differently. Die John und Charles Wesleys. What was it that made them think outside and differently? It's because the Spirit of God moved on them in a different way. Was hat sie dazu bewogen, herauszutreten und anders zu denken, weil sie der Geist Gottes bewegt hat? Yes, there are traditions and songs they handed down to us that we honor when we sing them. Ja, es gibt Traditionen und Lieder, die wir ehren, wenn wir sie singen. But the main way we honor them is to think the innovative ways that they thought, not just to do exactly the things that they did. Aber die Art, wie wir sie ehren, ist, wenn wir denken wie sie und nicht nur die gleichen Dinge tun wie sie. Amen. 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 It is now noon and time for, actually before that, I have a 5th book coming out. Forgot about that. Desizing the Church. Übrigens, ich habe ein 5. Buch, was rauskommt, die Kirche verkleinern. My first 4 books are about helping small church pastors pastor better. Die ersten 4 Bücher, da geht es darum, wie man kleine Gemeinden But a couple betreut. years ago, I started asking myself, how did we become so obsessed with everything having to be big? Aber vor ein paar Jahren habe ich mich gefragt, wie sind wir so besessen davon geworden, dass wir groß werden müssen? Because this obsession with bigness didn't come from nowhere. Denn diese Obsession mit Größe kam ja nicht aus dem Nirgendwo. So I did a thorough study of the church growth movement to understand how we became obsessed with this. Also habe ich eine Studie gemacht, die Gemeindewachstumsbewegung, um zu verstehen, wie wir denn so besessen von Größe wurden. And then I write about some of the dangers of our obsession with bigness, including our obsession with celebrity. Und da schreibe ich über die Gefahren von unserer
Obsession mit Größe genauso mit unserer Obsession von Helden. And then I offer some ideas for a better way forward. Oder, wie sagt man, Celebrities, Stars. Ich bringe eine Idee dafür. So it's not available in German yet because, well, it's not available even in English until the 2nd of April. Es ist noch leider nicht auf Deutsch verfügbar und wird auch nicht auf Englisch vor dem 2. April verfügbar sein. But you can order it into English as an ebook by scanning that if you're interested. Aber ihr könnt, wenn ihr das scannt, da schon mal als E-Book bestellen, wenn ihr daran interessiert And seid. then Shelley has the other books available for you as well. And now Holger will talk us through what we're going to do for lunch. Okay. Also diese anderen beiden Bücher sind auch da hinten verfügbar. Are you good? Well, welcome back to the after lunch session. Willkommen zurück zur Nachmittag-Einheit. What's also known as the low adrenaline session. Das ist auch die des abfallenden Adrenalins, die Sitzung des abfallenden Adrenalins. If you need to stand or if you need to get some more caffeine or sugar to stay awake, feel free to do so. Also wenn ihr aufstehen müsst oder mehr Koffein braucht und Zucker, fühlt euch frei, da hinten steht noch Kaffee. You'll also be happy to know that I replaced the music stand with one that isn't going to tilt over, so you don't have to. I could tell everybody was worried about this tilting, especially me. It won't tilt now. Okay. So we're going to do some, if anybody has any questions, we'll take a few minutes at the beginning of each of these sessions for any questions you might have. Also wir werden jetzt am Anfang für Fragen Zeit nehmen, wenn jemand Fragen hat. Doesn't set the culture. Main guy for the culture, but especially church is desizing. I think everyone is looking at the pastor how he's coping. Like how is he doing preaching in a half full room? So, Moment. Ich werde es mal kurz versuchen, auf Deutsch zu wiederholen. Also, du hast gesagt, dass der Pastor nicht verantwortlich für die Kultur ist, aber was ist in einer Gemeinde, die am Schrumpfen ist, schauen da nicht alle zum Pastor, wie er damit fertig wird? Jakob, habe ich es richtig wiedergegeben? Yeah, that's a very good question, which we didn't get deep into, so let me take a minute. Also, das ist eine sehr gute Frage, da sind wir noch nicht tief eingestiegen, deswegen machen wir es jetzt. Just because the small church pastor inherits a culture doesn't mean that they're not going to help lead the culture. Also nur weil ein Pastor einer kleinen Gemeinde eine Kultur erbt, heißt das nicht, dass er die Kultur nicht auch leitet. They need to earn the right to lead it because it doesn't happen automatically because of their title. Aber sie müssen sich das Recht verdienen, die Kultur zu leiten, weil das passiert nicht automatisch. So if you want to be a leader of the culture in a small church, there are 3 steps you have to take. Also wenn du der Leiter einer Kultur in einer kleinen Gemeinde sein willst, dann musst du 3 Schritte unternehmen. First, you have to understand the church's current culture. Zuerst musst du die bestehende Kultur verstehen. You can't move ahead without knowing what's happening already. Du kannst nicht vorangehen, wenn du nicht verstehst, was rundherum passiert. And as I said earlier, you won't find that in your governing documents or in the mission statement. Und wie ich vorher bereits gesagt habe, das findest du nicht in den Leitungsdokumenten oder im Missionsstatement. So you need to start having conversations with people to discover who the real people in charge are who may not have titles. Also musst du dich mit den Leuten unterhalten, um herauszufinden, wer wirklich die Personen in Verantwortung sind, die aber nicht notwendigerweise Titel haben. So step number 1 is you have to understand the current culture. Also zuerst musst du die bestehende Kultur verstehen. Step number 2 is this. Das zweite ist, You have to show them what you appreciate about the church's culture. du musst ihnen zeigen, was du an der bestehenden Kultur wertschätzt. Even in a difficult church, the people who stayed there are staying for a reason. Selbst in einer schwierigen Gemeinde, die Leute, die da geblieben sind, sind aus einem Grund da geblieben. There's something that they love about it. Da gibt es etwas, das sie daran lieben. You have to find out what that is. Und du musst herausfinden, was das ist. They will not follow you until they understand that you understand them. Und sie werden dir nicht folgen, solange sie nicht verstanden haben, dass du sie verstehst. Now, in a particularly unhealthy church, you may have to go back in history a little. Also in einer besonders oder einer bestimmten ungesunden Gemeinde musst du vielleicht in der Geschichte etwas zurückgehen. You may have to say, I love how this church used to do such and such. Es kann sein, dass du sagen musst, ich liebe an dieser Gemeinde, wie sie früher das und das getan hat.
And in most smaller churches, that's okay because history goes quite deep. Und in den meisten Kirchen ist das in Ordnung, weil die Geschichte schnell verstreicht. So you have to understand the culture. Also du musst die Kultur verstehen. You have to show them what you appreciate about the culture. Du musst ihnen zeigen, was du an der Kultur schätzt. And only then it gets to number 3. Und nur dann kannst du zum Schritt 3. Then they will give you limited permission to participate with them in moving the culture forward. Nur dann bekommst du eine begrenzte Erlaubnis, mit ihnen zusammen die Kultur weiterzuentwickeln. So once they know that basically, hey, the pastor's a part of us, Sobald sie wissen, ja, hey, der Pastor ist ein Teil von uns, that's when you earn the trust that you can now work with them to move it into a better culture. das ist dann, wenn sie dir anfangen zu vertrauen, dass du sie in eine bessere Kultur leiten kannst. But the smaller the church is, the more likely it is that you're not going to be the point where you just call the shots. Aber je kleiner eine Gemeinde ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass du nicht in der Position bist, wo du die Anweisungen geben kannst. Now, you can get to a place where you're more in charge. The longer you're there, the older you become, the younger the church gets. Also es gibt einen Ort, wie du mehr in die Verantwortung kommst, indem du länger da bleibst, älter wirst oder die Gemeinde jünger wird. But if you're a young new pastor in a small older church, it's going to be this constant give and take with them. Aber wenn du ein junger Pastor in einer alten, kleinen Gemeinde bist, dann ist es ein konstantes Geben und Nehmen. Habe ich was falsch gemacht? And that's not necessarily, that's not a negative to fight against, it's a reality to work with. Und das ist nichts Negatives, wo man dagegen kämpfen kann, sondern einfach eine Realität, mit der man arbeiten muss. All right. Any other questions? Andere Fragen? How can a small church be healthy and stay small? Wie, Because I think every healthy church will grow. Because when a church is healthy, people will become to know Christ there. Right. Then the people will be discipled, Discipled. disciples, and they will be set free. So the church will grow, but how can it stay small? Also wie kann eine kleine Gemeinde gesund sein und trotzdem klein bleiben, weil es gibt ja Leute, die Jesus finden und die in Jüngerschaft angeleitet werden. Yeah, that's a very good question. Das ist eine sehr gute Frage And it's based on a reasonable hypothesis. und die ist auf einer vernünftigen Hypothese begründet. Or, do they do good with hypothesis? Yeah, I threw that one at him. But when you look at reality, there are a whole lot of healthy small churches that stay small. Also wenn man sich die Realität anschaut, gibt es eine Vielzahl von kleinen Gemeinden, die gesund sind und klein bleiben. Especially in a virtually connected world, the idea that the number of people in the room will always go up isn't necessarily so. Besonders in einer virtuell vernetzten Welt ist die Idee, dass die Zahl der Leute, die im Raum sind, immer nach oben geht, nicht notwendig war. Our church is an example of that. Unsere Kirche ist dafür ein Beispiel. One of the things I'll be talking about in this next session is when we discovered what our church does well. Eine der Dinge, worüber wir jetzt gleich reden werden, ist, wie wir entdeckt haben, was unsere Gemeinde gut macht. It turns out one of the things our church does well is training people up and sending them out into ministry. Also eine Sache, die unsere Gemeinde gut macht, ist, Leute zu trainieren und in den Dienst zu senden. So we're constantly losing our best people. Also verlieren wir konstant unsere besten Leute. In addition to being a very transitional city, we have to grow by about 25% per year just to stay the same numbers. Dazu kommt noch, dass wir in einer sehr mobilen Gegend wohnen. Das heißt, wir müssen mindestens 25 Leute pro Jahr dazugewinnen, um gleich zu bleiben. So there are a lot of churches that stay the same size but are growing in faith and are growing in their sending capacity. Es gibt viele Gemeinden, die in der Größe gleich bleiben, aber sie wachsen in der Sendungskapazität und im Glauben. Yeah. Any other questions? Noch eine Frage, wenn so eine kleine Gemeinde von ziemlich belasteten Menschen zusammen sind und das die Gemeinde zu sehr prägt, ich weiß nicht, wie man da irgendwie rauskommen kann, ob es da irgendwie eine Hilfe gibt.
If you have a small church with very unique persons, with all their burdens, and it's all feels like too much, how do you get out of there? Habe ich es richtig wiedergegeben? Die sind nicht mehr fähig, Mitarbeit zu leisten, weil sie zu viel tragen. What is if you have too much people who can't serve because they are too burdened? Yeah, I'm not sure if it's. I'm not quite understanding what the question is, I guess. What do you do if you have too many people who are burdened in the church, so they can't contribute, and it's all the main people are burdened, and how do you get out of this? There are bunch of people. They have a lot of things. They are not able to help by himself, and so it's not enough people which do anything for the church. You're not getting enough. They have a lot of to do for themselves. Oh, okay. So yeah, I think I'm understanding. Yeah, I was just chatting with a pastor I can't remember, it's either in Germany or Austria about this. Ich habe mich da kurz mit dem Pastor gechattet, entweder Deutschland oder Österreich. And they have a large percentage of autistic folks in their church. Und die haben einen hohen Prozentsatz an autistischen Menschen in ihrer Gemeinde. And they have just determined that helping people with autism is going to be their primary ministry. Und die haben gerade festgelegt, Leuten mit Autismus zu helfen, das ist unser primäres Missionsziel. It's a place that welcomes and specializes in helping people with that particular situation. Es ist ein Ort, der sich eben darauf spezialisiert und Leute in dieser Situation willkommen heißt. I'm not sure if that quite answers the question, but I think there are times when God brings us people with particular needs because those are the needs He wants us to meet. Also ich bin davon überzeugt, dass es Zeiten gibt, wo Gott uns Menschen mit bestimmten Bedürfnissen bringt, weil Gott will, dass wir diesen Menschen dienen. And maybe in this next session there'll be some things that address that as well. I'm still not sure I'm catching the question or answering it well. Also vielleicht beantwortet die nächste Session die Fragen ein bisschen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe und die Antwort richtig gebe. Anyone else? I'm going to ask Shelley to come up before this session. In order to get here, there's a gap right here. In order to get here, we had some very generous people in America who helped us financially to be able to pay the expenses for this trip. Hierher zu kommen, gab es in Amerika einige Leute, die sehr großzügig waren, für diesen Reise zu bezahlen. And so in order to thank them, what we're doing is we're shooting a short video of every meeting. Ihnen Danke zu sagen, machen wir ein kurzes Video von jedem Treffen. And we're asking everybody on the count of 3 to just yell, Dankeschön. Und wir bitten jeden auf 3 zu schreien, Dankeschön zu schreien. And we will put all of these together to send to all of our supporters to thank them for helping us get here to do Und this. das werden wir all unseren Unterstützer weiterleiten, ihnen Danke zu sagen. So, given the size of this, she's going to have to do a slow sweep, so say it slowly. Also, Danke. Yeah. ja, ihr habt es verstanden, ne? Are you ready? So give them a 3, 2, 1 countdown. Okay. Beautiful. Thank you very much. Vielen Dank. Here I am telling you how to pronounce your own language. Hier bin ich und sage, wie ihr eigene Sprache aussprechen müsst. I appreciate that. So in this session, we're going to talk about how to discover and use what your church does well. In dieser Einheit reden wir darüber, wie wir das entdecken und nutzen, was unsere Gemeinde gut macht. Let me start by telling you a story of a tiny little church in a tiny little place.
Ich fange damit an, dass ich euch die Geschichte erzähle von einer kleinen Gemeinde in einem kleinen Ort. Several years ago, I was invited to teach a conference in Creußen, Indiana. Vor einigen Jahren wurde ich eingeladen, eine Konferenz zu unterrichten in Creußen in Indiana. Right in the middle of the United States. Genau inmitten der Vereinigten Staaten. I was driving there and not really thinking about what was going on. Ich bin da hingefahren, habe gar nicht groß darüber nachgedacht, was los ist oder passiert. And then I realized I haven't seen anything or anybody for maybe half an hour. Bis mir aufgefallen ist, ich habe niemanden und nichts gesehen seit mindestens einer halben Stunde. And my GPS tells me I'm only about 5 minutes away, but I don't see anything coming up either. Aber mein GPS sagte mir, ich bin nur noch 5 Minuten weg, aber ich habe auch in vorne nichts gesehen. Eventually I saw what just looked like a wide spot in the road, but there was a steeple. Schließlich habe ich etwas gesehen, was einfach nur wie ein weiter Platz an der Straße ausgesehen, aber da war ein Schuppen. And I pulled into Kurt's Nazarene Church. Und da bin ich hingefahren zur Creußen, Kirche des Nazareners. Kurt's is what the locals call this wide spot in the road. It's not actually officially a town. Creußen, das ist dieser breite Platz in der Straße, den die Einheimischen so nennen. Es ist nicht mal eine Stadt. There are a few houses, Es gibt ein paar Häuser, no gas station, no stores, keine Tankstelle, keine Läden and just this one little church. und nur diese eine kleine Gemeinde. But it was central for people to come in from other places, so we had a nice conference. Aber die war im Zentral gelegen, dass viele Leute da hinkommen konnten und so hatten wir eine ganz nette Konferenz. At the end of it, I asked the pastor if he would give me a tour of the facility. Am Ende hat mich der Pastor gefragt, ob ich mich durchs Gebäude führen kann. It didn't take long. Es hat nicht lange gedauert. And at the end, we were standing in his pastor's office. Und am Ende standen wir in seinem Büro. And I said, this seems like a really busy and active church. Und ich habe gesagt, das sieht aus wie eine wirklich geschäftige und aktive Gemeinde. He said, it is. We have a lot going on here. Und er sagt, ja, das ist so. Bei uns ist ganz viel los. I said, please don't feel insulted by this next question, but how? Bitte fühlen Sie sich jetzt nicht beleidigt von der nächsten Frage, aber wie? I drove in from this direction and didn't see anything for half an hour. Is the town on the other side? Ich bin jetzt von der Richtung gekommen und habe seit einer halben Stunde nichts gesehen. Ist die Stadt auf der anderen Seite? He said, no, you drive for 30 minutes in any direction from here, that's all you'll see. Er hat gesagt, nee, ist egal, du kannst 30 Minuten in jede Richtung fahren, siehst überall das Gleiche. So I said, how do you have an active church with almost nobody around? Also wie könnt ihr eine aktive Gemeinde haben mit niemandem drumherum? He said, that's actually a big part of our church's story. Das ist tatsächlich ein großer Teil unserer Part of our church's story. Das ist Teil unserer historischen Kirchengeschichte. So I said, well, tell me the story. Also erzähl mir die Geschichte. He said, I've been in this church for 6 years now. Ich bin hier in dieser Gemeinde seit 6 Jahren. For the first 4 years, about all I did was have funerals for church members. Die ersten 4 Jahre, das Einzige, was ich gemacht habe, ist Beerdigung für Leute aus der Gemeinde zu feiern. At times I felt like I was spending more time at funerals than at Sunday morning at church. Und hat sich angefühlt, als würde ich mehr Zeit auf Beerdigung verbringen als Sonntagmorgen in der Gemeinde. And he said, 2 years ago, I had just finished up a funeral. Vor 2 Jahren habe ich gerade eine Beerdigung beendet. Everyone was gathering for the funeral reception afterwards. Jeder hat sich für den Empfang nach der Beerdigung zusammengefunden. And I was sitting in the corner feeling sorry for myself. Und ich saß in der Ecke und habe mir selbst leid getan. And I was complaining to God. Und ich habe mich bei Gott beschwert. Lord, why did you bring me to this place? Und Gott, warum hast du mich an diesen Ort gestellt? Did you really just call me here to bury a church one member at a time? Hast du mich wirklich nur hergebracht, um die Gemeinde ein Mitglied nach dem anderen zu beerdigen? And then he said, I decided it was time to stop feeling sorry for myself. Und dann habe ich beschlossen, es ist Zeit aufzuhören, mir selbst leid zu tun. I looked around and I said, well, I'm going to join the party because we actually throw a really nice meal after these. Dann habe ich mich umgeschaut und habe beschlossen, ich schließe mich jetzt der Feier an, denn wir machen wirklich gutes Essen nach einer Beerdigung. He said, strangely enough, I really enjoy the funeral receptions because we do them really well. Und seltsamerweise habe ich wirklich diesen Empfang nach der Beerdigung genossen, weil die machen wir wirklich gut. You do something enough, you get good at it. Wir haben es so oft gemacht, dass wir gut darin geworden sind. And then he said, it hit me. Oh, we do this well. Und dann hat es mich getroffen, ja, das machen wir gut. He said, I went to the funeral director Also bin ich zum Leiter des Beerdigungsinstitutes gegangen and I told him this. und ich habe ihm das gesagt.
From now on, whenever anybody has a funeral, you call me. Und von jetzt an, immer wenn jemand eine Beerdigung hat, ruf mich an. You tell the family that our church will serve them a meal. Und du sagst der Familie, unsere Gemeinde wird ihnen ein Essen We'll show servieren. up anywhere they want us to show up. Wir kommen überall hin, wo sie wollen, dass wir hinkommen. We'll cook for as many people as they want us to cook for. Wir kochen für so viele Leute, wie sie wollen. We will serve them and we will clean up and we will get out of their way. Wir werden ihnen dienen, wir werden danach aufräumen und wir sind aus ihrem Weg raus. And we will give a grieving family one less thing to worry about on the day they bury their loved one. Und wir werden einer trauernden Familie ein Ding abnehmen, worum sie sich kümmern müssen am Tag, wo sie ihren Liebsten beerdigen. He said, since then, we've touched pretty much every family in this region. Seitdem haben wir fast jede Familie berührt in dieser Region. He said, on Monday, I'm going to be emptying out my office. Tatsächlich werde ich am Montag mein Büro ausräumen. I said, you're not leaving, are you? Ich habe gesagt, du wirst doch nicht gehen, oder? He said, no, there's a small closet down the hallway. I'll move into there. That's all I need for my office. Nee, da ist ein kleiner Schrank am Ende vom Flur. Das ist alles, was ich für mein Büro brauche. I said, but this is a nice office. Why would you go down there? Und ich habe gesagt, warum? Das ist doch ein schönes Büro. Warum willst du denn da runtergehen? He said, well, as you can tell, this is the only room that you can see into the sanctuary from. Wie du sehen kannst, das ist der einzige Raum, von dem du aus in den Gemeindesaal schauen kannst. I said, yeah. Ja. He said, we're going to turn this into a nursery next week. Und wir werden das nächste Woche in einen Mutter-Kind-Raum umbauen. He said, for the first time in over a decade, our church has babies. Das erste Mal seit einem Jahrzehnt hat unsere Gemeinde kleine Kinder, Babys. Church growth through funeral receptions. Gemeindewachstum durch den Beerdigungsempfänge. I'll make that the title of my next book. What? That'll be the title of my next book. Das könnte der Titel meines nächsten Buches sein. No, do not go home and call your funeral director. Bitte geht jetzt nicht nach Hause und ruft den Leiter eures Beerdigungsinstitutes an. That's not the point of the story. Das ist nicht der Punkt der Geschichte. The point of the story is this. Der Punkt der Geschichte ist der: Every church can do something well. Jede Gemeinde kann etwas gut machen. And the thing God is calling your church to do may look like your greatest weakness right now. Und das, wozu Gott euch berufen kann, das mag im Moment aussehen wie eure größte Schwäche. After all, how can a church have a greater weakness than the literal dying of their church members one after another? Sorry. How can we have a greater weakness than our church members dying? Wie können wir eine größere Schwäche haben, als dass unsere Mitglieder nach und nach sterben? But there's something God has for you, just like He had it for Kurt's Nazarene Church. Aber gibt etwas, was Gott für euch hat, so wie Gott es für Kurtz in der Kirche des Nazareners hat. Let's lay that aside. We'll come back to it again. Das lassen wir mal kurz auf die Seite und kommen später nochmal drauf zurück. Because of what I do, I spend some time monitoring the conversations that church leaders have online. Aufgrund dessen, was ich tue, nehme ich mir etwas Zeit, um die Unterhaltungen, die Gemeindeleiter online haben, zu verfolgen. And one of the church conversations that's happening right now is this. Und eine der Unterhaltungen der Kirchen, die im Moment abläuft, ist diese. Several church leaders have written that your church cannot be a great church if the pastor tries to pastor everyone. Say it again. Your church cannot be great if the pastor tries to pastor everyone. Das ist ein Buch, das manche Leiter im Moment geschrieben haben, ist, dass deine Gemeinde nicht groß sein kann, wenn der Pastor versucht, für jeden der Pastor zu sein. But that's actually not true. Aber das ist im Grunde nicht wahr. Good news is you don't have to pastor less in order to have a great church. Also die gute Nachricht ist, du musst dich nicht weniger um Leute kümmern, um eine großartige Gemeinde zu haben. Even better news, you don't have to pastor more to have a great church. Und die noch bessere Nachricht ist, du musst dich auch nicht noch mehr Leute kümmern, um eine großartige But Gemeinde zu haben. most of us can probably learn to pastor a little more biblically. Aber die meisten von uns können wahrscheinlich etwas mehr biblisch sich um Menschen kümmern. Do you realize that the word pastor is only mentioned once in the entire New Testament? Ist euch schon mal aufgefallen, dass das Wort Pastor nur ein einziges Mal im Neuen Testament erwähnt wird? Most pastors don't even realize that. Die meisten Pastoren fällt das gar nicht auf. We get one mention, it's in Ephesians chapter 4. Es gibt eine einzige Erwähnung, die ist in Epheser 4. It talks about how Christ gave 5 leadership gifts to the church. Es redet davon, dass Jesus Christus 5 Leitungsgaben der Gemeinde gegeben hat. Apostles, Apostel, prophets, Propheten,
evangelists, Evangelisten, pastors, Pastoren and teachers. und Lehrer. The only place the word pastor is mentioned, we're supposed to share the leadership with 4 other leaders. Der einzige Ort, wo Pastoren erwähnt sind, wir sollen unsere Leiterschaft mit 5 anderen Leitern teilen. The standalone leader of the church is not to be found anywhere in the New Testament. Der alleinstehende Leiter der Gemeinde, das wird nirgends im Neuen Testament, im Neuen Testament gefunden. Paul always traveled with a team. Paulus ist immer mit einem Team gereist. And then it says what we're supposed to do. Und dann wird gesagt, was wir tun sollen. And the passage doesn't tell these 5 leaders, now you do all the ministry for the church. Und der Pastor sagt nicht diesen 5 Leitern, jetzt macht ihr alle den ganzen Dienst für die Gemeinde. Here's what it says these 5 leaders are supposed to do. Hier wird gesagt, was diese 5 Leiter tun sollen. Equip God's people for works of service. Rüste das Volk Gottes aus für den Dienst. I rediscovered this passage several years ago. Ich habe diese Passage neu entdeckt vor einigen Jahren. And when I did, I went and preached on it to my congregation. Und als ich das getan habe, bin ich hingegangen und habe das meine Gemeinde gepredigt. And I repented to them of not pastoring them biblically. Und ich habe vor ihnen Buße getan, dass ich sie nicht auf biblische Art und Weise als Pastor geleitet habe. I said, from this point on, I'm not going to do all the ministry for you anymore. Ab diesem Punkt an werde ich nicht den ganzen Dienst für euch machen. That is not my calling. Das ist nicht meine Berufung. My calling is to equip you to do ministry with and for each other. Meine Berufung ist, euch auszurüsten für den Dienst an und aneinander. See, if you do all the ministry for your church, they'll let you. Wenn du allen Dienst für deine Gemeinde tust, dann lassen die dich das tun. But it won't be good for you and it won't be good for them. Aber das wird weder für sie noch für dich gut sein. So I now call this the pastoral prime mandate. Also ich nenne das primäre Mandat des Pastoren. Our job is to equip God's people for works of service. Gottes Volk für den Dienst zuzurüsten. Oh, okay, sorry. It sounds like you're partway through. So that is our call to lead as a team. Das ist unsere Berufung, im Team zu leiten. And then to lead the congregation members to serve each other. Und die Mitglieder der Gemeinde anzuleiten, einander zu dienen. Now, with that in mind, let's take a look at the 3 essential elements of a healthy and effective church. Also mit diesem Hintergrundwissen lasst uns anschauen die 3 Elemente einer gesunden und effektiven Gemeinde. A healthy church is practicing the Great Commandment, Eine gesunde Gemeinde befolgt den Missionsbefehl. the Great Commission, Das höchste Gebot, den Missionsbefehl. and they're equipping God's people. Und sie rüsten Gottes Leute aus. Now, here's how most churches move from unhealthy to healthy. Und so bewegen sich die meisten Gemeinden von ungesund zu gesund. It starts without them doing any of those 3 things. Oh, we jumped ahead a couple. Here we go. Back up. There we go. Oh, no. There we go. Let me just do. Okay. It starts with us not doing any of these things, and that's an unhealthy church. Es fängt damit an, dass man nichts von diesen 3 Sachen macht und das ist eine ungesunde Gemeinde. And then the first thing we usually do is we start with the Great Commandment. Und normalerweise fangen wir mit dem höchsten Gebot an, dem Doppelgebot der Liebe. When I first came to my current church, it was unhealthy and I was unhealthy. Als ich das erste Mal in meine Gemeinde gekommen bin, da war sie ungesund und ich war ungesund. And for the first 6 or 7 years, about all we did was worship services and have meals together. Und für die ersten 6, 7 Jahre, das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass wir Anbetungsgottesdienst hatten und miteinander gegessen haben. That wasn't our plan, it's just all we had the energy for. Das war nicht unser Plan, aber nur dafür hatten wir Energie. But by doing that, we were practicing the Great Commandment, loving God and loving each other. Aber indem wir das getan haben, haben wir das Doppelgebot der Liebe befolgt. Wir haben einander geliebt und Gott geliebt und einander geliebt. When you're doing just that, you have a loving but ineffective church. Wenn man nur das macht, hat man eine liebende, aber ineffektive Gemeinde. You're reaching up in worship and in fellowship, but not out. Also du greifst nach oben oder streckst dich nach oben im Lobpreis und zueinander in der Gemeinschaft, aber nicht nach außen.
So after a few years, we realized, hey, we're not reaching out. So we started reaching out with the Great Commission. Also nach ein paar Jahren haben wir festgestellt, nee, wir gehen gar nicht nach außen, also sind wir nach außen gegangen mit dem Missionsbefehl. And if you're doing the Great Commandment and the Great Commission, you end up with overworked pastors and passive members. Und wenn man das beides macht, dann endet man mit überarbeiteten Pastoren und passiven Mitgliedern. Remember I told you that at 400 we had to hire a staff for a church of 600? Erinnert euch daran, dass ich gesagt habe, als wir 400 Leute waren, dass wir Mitarbeiter für 600 Leute angestellt haben? Because a small staff went from doing all the ministry for 200 people to doing all the ministry for 400 people. Weil eine kleine Mitarbeiterschaft die den ganzen Dienst für 200 Leute getan haben, nun den ganzen Dienst für 400 Leute getan haben. And the congregation was fine with that. In fact, they congratulated us for how hard we were working. Und die Versammlung, die Gemeinde für die war das in Ordnung. Sie haben uns tatsächlich auch gratuliert, wie gut oder wie hart wir arbeiten. A lot of churches get stuck at this point. Und viele Gemeinden bleiben an diesem Punkt stecken. And when I say stuck, I don't mean in size, I mean in health. Und wenn ich meine feststecken, meine ich in Größe und nicht in nicht in Größe. The pastor is working so hard. Moment. Oh, sorry. Wenn ich sage feststecken, dann meine ich nicht das Thema Größe, sondern das Thema Gesundheit. So. The pastor is working so hard. Der Pastor arbeitet zu hart. But the members are just kind of watching the pastor do that. Aber die Mitglieder schauen einfach nur zu, wie der Pastor das macht. But when we add the third element, that's where healthy really kicks in. Aber wenn wir das dritte Element dazu nehmen, da kommt wirklich das Gesunde mit rein. This is what I discovered and started doing with great purposefulness several years ago in our church. Das ist das, was ich entdeckt habe und angefangen habe mit großer Zielgerichtetheit zu tun vor ein paar Jahren. When you add equipping God's people to these two things, then you end up with a healthy and effective church. Wenn man eben dazu fügt, dass man Gottes Volk dafür ausrüstet, das Doppelgebot der Liebe und dem Missionsbefehl zu folgen, dann kommt man zu einer gesunden und effektiven Gemeinde. Now I'm spending some time with this idea on purpose. Ich habe absichtlich etwas Zeit damit verbracht mit diesem Thema. We're now going to talk about how to discover and use what your church does well. Jetzt werden wir darüber reden, wie wir das entdecken und nutzen, was unsere Gemeinde gut macht. But we can't just see this through the framework of the pastor's mindset and the pastor figuring things out. Aber wir könnten das nicht nur durch die Gedankenbrille sehen, dass der Pastor das herausfindet und macht. We have to engage the entire congregation in this process. In diesem Prozess müssen wir die gesamte Gemeinde mitnehmen. So, let me start with retelling an old fable. Lass mich damit anfangen, dass ich eine alte Fabel neu erzähle. This is a story of a man who's walking around a farm. Das ist die Geschichte von einem Mann, der auf einer Farm umherläuft. He comes around a side of a barn where an archer has been shooting arrows in the side of the barn. Er biegt um eine Ecke einer Scheune, wo ein Bogenschütze Pfeile auf die Scheunenwand schießt. And as he turns the corner, he sees there are 5 painted bullseyes on the 5 painted targets on the side of the barn, and each one has an arrow dead center. Und als er um die Ecke biegt, sieht er eben 5 große Zielscheiben, die da gemalt sind, und in jeder Zielscheibe steckt in der Mitte ein Pfeil. He looks at the archer and back at the barn and thinks, wow, you must practice all day to have 5 bullseyes. Also der schaut sich den Schützen an und die Scheune und denkt, ey, du musst den ganzen Tag üben, um 5 Volltreffer zu landen. Then he watches as the archer takes all the arrows out from the targets. Dann schaut er zu, wie der Bogenschütze alle Pfeile rauszieht aus den Zielscheiben. The archer walks around to the other side of the barn and there's nothing painted on that side of the barn at all. Und der Bogenschütze geht auf die nächste Seite der Scheune und da ist nichts aufgemalt. 5 times the archer aims for the barn door and 5 times he misses the barn door. 5-mal zielt er auf das Scheunentor und 5-mal trifft er nicht das Scheunentor. But the archer isn't upset at all. Aber der Bogenschütze ist gar nicht ärgerlich. Instead, he walks over to the side of the barn and picks up a paint can and a paintbrush. Stattdessen läuft er auf die andere Seite der Scheune, nimmt eine Farbe mit Dose und einen Pinsel. And he paints a target around where each arrow hit. Und er malt ein Zielfeld um jeden Pfeil herum. It's an old fable. Eine alte Fabel. I want you to imagine now that instead of shooting 5 arrows, the archer shoots 100 arrows. Und jetzt stellt euch mal vor, statt 5 Pfeilen schießt der Bogenschütze 100 Pfeile.
When you do something 5 times, it's hard to see any trends emerge. Also wenn du Sachen 5-mal machst, dann ist es schwierig, irgendwelche Trends zu erkennen. But if you do something 100 times, you might start seeing some patterns. Aber wenn du etwas 100-mal machst, dann wirst du irgendwann bestimmte Muster erkennen. Maybe 50 of those arrows will still land randomly. Möglicherweise tun immer noch 50 von diesen Pfeilen sind Glückstreffer. But maybe 25 of them will group over here and another 25 will group over there. Aber vielleicht gruppieren sich 25 da und 25 dort. So once you see where your arrows tend to clump together, get out a paintbrush and paint a big target over where you're hitting a lot already. Also sobald ihr erkennt, dass an einer bestimmten Stelle eure Pfeile sich sammeln, nimm den Pinsel und mal das Ziel drum. So how does that apply in the church? Also wie lässt sich das auf Gemeinde anwenden? We have this idea that to discover what we do well, we have to start with what's unique about us. Um herauszufinden, was wir gut können, müssen wir entdecken, was einzigartig an uns ist. But here's the reality. Aber hier ist die Wirklichkeit. 99% of what my church is called to do is exactly the same as what your church is called to do. 99% von dem, wozu meine Gemeinde berufen ist, ist auch 99% von dem, was eure Gemeinde But berufen we ist. get obsessed over that 1%. Aber wir sind besonders beschäftigt mit diesem 1%. Don't worry about the 1%. Kümmert euch nicht um das 1%. Do what you know every church is supposed to do. Macht das, wovon du weißt, das soll jede Gemeinde tun. As you do that, it will look differently at the end than it will look in my church at the end. Indem ihr das tut, das wird am Ende zwar anders ausschauen in eurer Gemeinde, als es in meiner Gemeinde am Ende ausschaut. Because when your church obeys Jesus, it will look slightly different than it does when my church obeys Jesus. Weil wenn eure Gemeinde Jesus gehorcht, dann wird es in Anwendung ein bisschen anders ausschauen, als wenn meine Gemeinde das tut. We don't discover what's unique about our church at the beginning of the process, we discover it at the end of the process. Wir finden nicht heraus, was einzigartig an unserer Gemeinde ist am Anfang des Prozesses, sondern am Ende. So here's what to do. Also hier ist, was wir tun müssen. You need something to drink? Okay, just be sure. Do what you know to do. Tut das, wovon ihr wisst, dass es tun sollt. Do the things Jesus has called every church to do. Macht das, wozu Jesus jede Gemeinde berufen hat, was sie tun soll. But now as you're doing it, pay attention to what works and why it works. Aber indem ihr das tut, schaut auf das, was funktioniert und warum es funktioniert. I mentioned this about our church earlier in answering the question. Ich habe das bei unserer Gemeinde erwähnt am Anfang, als ich die Frage beantwortet habe. We found ourselves losing people on a constant basis. Wir haben herausgefunden, dass wir auf konstante Art und Weise Leute verlieren. And then I started looking more closely at why they were leaving. Und dann habe ich angefangen, genau hinzuschauen, warum sie die Gemeinde verlassen. A whole bunch of them were leaving because they were going to Bible college. Also ein ganzer Schwung von ihnen ist gegangen, weil sie auf die Bibelschule gegangen sind. Or they were called to be missionaries. Oder weil sie als Missionare berufen waren. Or they were being hired on staff at a church. Oder bei einer anderen Gemeinde angestellt wurden. And I realized that when we do what Jesus calls us to do, we end up training and sending people. Und ich habe festgestellt, wenn wir tun, wozu Jesus uns berufen hat, dann landen wir dabei, Menschen zu trainieren und auszusenden. We weren't doing that on purpose. That's just where I noticed that our arrows were grouping. Also das haben wir nicht mit Absicht getan, sondern da habe ich nur festgestellt, da tun sich unsere Pfeile gruppieren. So after we discovered that, then we decided, let's do that on purpose. Und nachdem ich das entdeckt habe, haben wir gesagt, jetzt lasst es uns mit Absicht tun. We were training and sending people by mistake. Wir haben aus Versehen Leute trainiert und ausgesandt. And we went, hey, this is what Jesus has called us to do. Let's do this on purpose now. Und dann haben wir gesagt, hey, dazu hat Jesus uns berufen, dass wir das tun. Lasst uns das jetzt mit Absicht machen. And over the last 15 to 20 years, as we've been doing it on purpose, we do it so much better. Und die letzten 15, 20 Jahre, wo wir das mit Absicht machen, da machen wir es so viel besser. It ends up being one of the reasons why our church doesn't grow numerically. Und das ist einer der Gründe, warum unsere Kirche nicht numerisch wächst. But we're definitely contributing to the growth of the kingdom of God. Aber wir haben definitiv zum Wachstum des Reich Gottes beigetragen. And that's more important than how many people are sitting in front of me on a Sunday morning. Und das ist wichtiger, als dass mehr Leute vor mir am Sonntagmorgen sitzen.
So, after you discover what you do well and do it on purpose, what's the next step? Nachdem ihr also erkannt habt, was ihr gut macht und das mit Absicht macht, was ist der nächste Schritt? Next, you need to feature what you do well. Das nächste ist, zeige auf, was deine Gemeinde gut macht. Let people know this is the thing we do. Lass die Menschen wissen, das ist das eine, was wir tun. Let's go back to the example of the reality TV shows I was watching, the restaurant makeovers. Lasst mich nochmal zurück zum Beispiel gehen, den Reality-Shows, die Restaurant-Umgestaltungsshows. One of the things they also did a lot was they'd take a 20-page menu and go, you can't do a 20-page menu, you only have 2 stoves. Eine der Dinge, die sie auch immer wieder tun, ist, dass sie eine 20-seitige Speisekarte nehmen und sagen, ihr könnt keine 20-seitige Speisekarte machen, ihr habt nur 2 Öfen. So they'd tell these small restaurants, you're going to cook one kind of food in 5 different ways that fits on a single-page menu. Also sagen sie diesen Restaurants, ihr macht ein Grundessen, das ihr in 5 verschiedenen Varianten auf eine Seite Karte schreiben könnt. And we are going to advertise that's the thing you do well better than anybody else in this town. Und dann werden wir das bewerben, das ist die eine Sache, die ihr besser als alle anderen in dieser Stadt macht. Let me give you another example of that. Lasst mich dazu ein weiteres Beispiel geben. There's a small town in California called Ione, California. Es gibt eine kleine Stadt in Kalifornien, Ione in Kalifornien. Next to Ione is the men's prison. Neben Ione ist das Männergefängnis. There are more men in the prison than there are people in Ione. Gibt mehr Männer im Gefängnis als Einwohner von Ione. Because of the men in the prison, there are women and children constantly moving into the small town of Ione. Und aufgrund der Männer im Gefängnis ziehen regelmäßig Frauen und Kinder in die Stadt von Ione. These are the women and children connected to the men in the prison. Das sind die Männer und die Kinder und Frauen, die mit den Männern zu den Männern im Gefängnis gehören. But these children are constantly causing a disruption in the town because they don't have positive male role models in their life. Aber diese Kinder sorgen regelmäßig für Störungen in der Stadt, weil sie keine positiven männlichen Vorbilder in ihrem Leben haben. But for some reason, these kids liked the pastor of this church and the people in this church. Aber aus irgendeinem Grund haben sie den Pastor dieser Gemeinde und die Leute in dieser Gemeinde, die Kinder mochten diese So Leute. all these troubled youth were constantly hanging around their church building. Also es sind diese gefährdeten Jugendlichen immer wieder in diesem Gemeindegebäude rumgehangen. So the pastor thought, we got a couple choices here. Der Pastor hat sich gedacht, wir haben einige Wahlmöglichkeiten hier. We can keep chasing these kids away so they stop making a mess, Wir können die Kinder entweder wegjagen, die Jugendlichen, dass sie keine Unordnung verbreiten, or we can figure out to love kids who like being here. oder wir können irgendwie herausfinden, wie wir die Kinder lieben, die gern hier sind. So they went to the teachers at the schools in town. Also sind sie zu den Lehrern zu den Lehrern der Schulen in dieser Stadt gegangen. And they asked the teachers, what can we do to help you help these kids? Und haben dann die Lehrer gefragt, wie können wir euch helfen, damit ihr diesen Kindern helfen könnt? Sometimes the best way to a good answer is to ask the right question. Manchmal ist der beste Weg zu einer guten Antwort, die richtigen Fragen zu stellen. Don't ask the kids what they want, it'll just be iPhones and ice cream. Frag nicht die Kinder, was sie wollen, das wären nämlich nur iPhones und Eiscreme. But the teachers said the kids need backpacks Aber die Lehrer haben gesagt, diese Kinder brauchen Schultaschen. because we give them their textbook and they get lost or ruined right away because they have nothing to carry them home in. Weil wir geben ihnen ihre Schulbücher und die gehen entweder verloren oder werden kaputt, weil sie nichts haben, um die nach Hause zu tragen. So this little church connected with a ministry that helps churches in small towns with supplies. Also haben diese Gemeinde sich mit einem Dienst zusammengeschlossen, der kleinen Gemeinden hilft, die Büromaterialien zu versorgen. They held a big party for the entire community on a Saturday. Am Samstag haben sie eine große Feier für die ganze Stadtgemeinschaft They gefeiert. had games for the kids, they had scripture plays that they showed them, Sie hatten Spiele für die Kinder, Scripture Plays? skits from the Bible. Geschichten Sketche aus der Bibel.
And at the end of the day, they gave away hundreds of backpacks. Und am Ende des Tages haben sie hunderte von Rucksäcken, Schultaschen weitergegeben. They do this every year now and have for over 10 years. Und das machen sie jetzt jedes Jahr seit 10 Jahren. You know what they call themselves now? Wisst ihr, wie sie sich jetzt nennen? The church that cares for kids. Die Kirche, die sich um Kinder kümmert. That's not their official name, but that's the banner on the building. Das ist nicht ihr offizieller Name, aber das ist das Banner, das am Gebäude ist. That's the banner on their website and on their Facebook page. Das ist das Banner auf der Website und der They're Facebook-Seite. known in town for one thing. Sie sind in der Stadt für eine Sache bekannt. They're the church that cares for kids. Sie sind die Gemeinde, die sich um Kinder Well- kümmert. If a young couple comes in, are they allowed? Wenn ein junges Ehepaar reinkommt, haben sie Erlaubnis. If a senior couple comes in, are they allowed to come to the church that cares for kids? Und wenn ein Seniorenpärchen reinkommt, sind sie da willkommen. Yes, they welcome everybody, but their first question is always, do you like kids? Also jeder ist willkommen, aber die erste Frage, die sie immer stellen, ist, magst du Kinder? Because if you don't like kids, you're not going to be happy here. Weil wenn du Kinder nicht magst, wirst du hier nicht glücklich werden. But if you like kids, have we got some great ministry for you to do? Aber wenn du Kinder magst, wir haben einen großartigen Dienst für dich, den du tun kannst. They've gone from trying to do everything and doing it badly to doing one thing and doing it really well. Sie sind davon weggegangen, alles zu tun und das schlecht zu tun, eine Sache hingegangen, eine Sache wirklich gut zu tun. And now they tell everybody, this is the thing we do. Und jetzt sagen sie es jedem, das ist die eine Sache, die wir tun. Now, maybe up until now, these ideas have all sounded okay to you. Vielleicht haben all diese Ideen für dich jetzt ganz okay geklungen. But maybe you're also wondering, okay, I like the idea of doing just one thing, Aber vielleicht denkst du auch, ich mag die Idee, nur eine Sache zu machen. but you've already got a heaviness in your chest imagining some conversations that might be coming up soon. Aber du hast jetzt schon eine Schwere in deiner Brust, wenn du an einige Gespräche, die sich bald daraus ergeben werden. Because if I'm only going to do one thing, how do we stop doing the other things without hurting somebody's feelings? Denn wie ist es, wenn wir nur eine Sache machen, wie hören wir die anderen Sachen auf, wenn ich da Gefühle verletzen werde? And that is a necessary step in this process. Und das ist ein notwendiger Schritt in diesem Prozess. So we begin by talking about something called the closet rule. Also fangen das Thema an mit der Kleiderschrankregel. People who live in big cities and who pay expensive rent for their apartment have this thing called a closet rule. Leute, die in großen Städten wohnen und horrende Mieten für ihre Wohnung zahlen, haben etwas, was sich Kleiderschrankregel nennt. Because they have a tiny closet, the rule is you don't put a new garment into your closet until you've taken an old garment out of your closet. Weil sie nur kleine Kleiderschränke haben, haben sie die Regel, bevor du ein neues Kleidungsstück du kannst nur ein neues Kleidungsstück hineintun, wenn du ein altes dafür heraustust. It's a way to keep things simple. Das ist eine Art, um Dinge einfach zu halten. And we need a closet rule for ministries in our church. Und wir brauchen eine Kleiderschrankregel für die Dienste in unserer Don't Gemeinde. add a new ministry until you've dropped an old ministry. Fang nichts Neues an, ehe du nicht etwas Altes aufgehört hast. And some of our churches need a 2-for-1 sale. So? 2-for-1 sale. Und einige von unseren Gemeinden brauchen einen 2 zum Preis für einen Verkauf. Most of our churches, especially small ones, are trying to do too many things. Viele von den Gemeinden, die klein sind, versuchen viel zu viele Dinge auf einmal zu tun. So how do we begin that process of simplifying? Also wie fangen wir den Prozess der Vereinfachung an? Here are 2 essential questions that almost no church has ever asked. Hier sind 2 grundlegende Fragen, die fast keine Gemeinde je stellt. What does your church do well that you'd like to do more of? Was macht ihr gut und was würdet ihr davon mehr machen? And what does your church do poorly that you'd like to do less of? Was macht ihr schlecht? Was würdet ihr gerne weniger machen? You see, God knows everything and is everywhere. Nun, seht, Gott weiß alles und ist überall. But if you haven't noticed, you're not him. Aber falls ihr das euch noch nicht aufgefallen ist, ihr seid nicht er. You and your church don't have unlimited resources. Du und deine Gemeinde, ihr habt nicht unbegrenzte Ressourcen. So if you're going to do more of the thing you do well,
that has to come from somewhere else. Also wenn ihr etwas mehr machen wollt, was ihr gut macht, dann muss das von woanders herkommen. So what if we could take all of the time and all of the energy and all the resources that we're putting in the things we don't do well and be able to put all of them into something we do well already? Also wie wäre es, wenn wir all die Ressourcen, all die Energie und Zeit von dem wegnehmen könnten, was wir schlecht machen und in das investieren könnten, was wir gut machen? This is a picture of good stewardship. Das ist ein Bild für gute Haushalterschaft. And this is a good way to start the conversation in your church. Und das ist eine gute Art und Weise, wie man ein Gespräch in der Kirche anfangen kann. But we know there will be people who resist changes like this. Aber wir wissen, dass es Leute gibt, die gegen solche Veränderungen sind. So what is it about some people that they have such a connection to a particular program or even to a particular part of the building? Also was macht man mit Leuten, die so eine ganz besondere Verbindung zu einem bestimmten Programm oder einem bestimmten Teil des Gebäudes haben? It's because these things give them a sense of stability and security. Es ist zum einen, weil sie ihnen diese Dinge einen besonderen Sinn für Stabilität und Sicherheit geben. And you can't remove people's stability and security. People need that. Und du kannst den Leuten nicht ihre Sicherheit und Stabilität wegnehmen, denn die Leute brauchen das. But you can replace the target of their stability and security with something better. Aber du kannst das Ziel ihrer Stabilität und Sicherheit mit etwas Besseren ersetzen. And here's my suggestion. Und hier ist mein Vorschlag. Sorry, wrong button, going backwards. There we go. There we go. Move out of a destination mindset and into a process orientation. Weg von der Fixierung auf ein Ziel und hin zu einer Prozessorientierung. So, what's a destination mindset? Was ist eine Prozessorientierung? I'm going to go ahead, sorry. Fixierung auf ein Ziel. I'm going to exaggerate a situation to make a point. Ich werde eine Situation überspitzt darstellen, um den Punkt deutlich zu machen. Imagine that you want to plant a church. Stell dir vor, du möchtest eine Gemeinde gründen. And you've got a picture of that church in your head. Und du hast ein Bild von dieser Gemeinde in deinem Kopf. You have the opportunity to buy a piece of land. Du hast die Möglichkeit, ein Stück Land zu kaufen. You build a building there. Du baust da ein Gebäude. You bolt the pews to the floor. What? The pews. Du setzt die Pfeiler You put a church sign out front. und du stellst das Gemeindeschild vorne hin. And it takes so much time and energy to get there that once you get there, you look at it and go, we've got it. We arrived at the church we wanted. Und das braucht so viel Zeit und Energie, dass du am Ende, wenn du dort bist, denkst, wir haben es geschafft. But once people get to a destination, what do they tend to stop doing? Aber was, wenn Leute ein Ziel erreichen, was hören sie dann auf zu tun? When they get to the destination, they tend to stop moving. Wenn sie ein Ziel erreichen, dann tendieren Leute dazu aufzuhören, sich zu bewegen. So a lot of our churches have created an environment that we're comfortable with and that we like. It works. Also die meisten Gemeinden haben eine Umgebung geschaffen, die bequem ist, die wir mögen und die funktioniert. But then 10 or 20 or 30 years go by and we look around and go, why aren't we having an impact on the community anymore? Aber nach 10, 20 oder 30 Jahren schauen wir uns um und fragen uns, warum haben wir denn keinen Einfluss mehr auf die Gemeinschaft um uns herum? In a lot of situations, it's because the community has moved on, but the church has stayed frozen in place. Ganz oft ist es so, dass die Gemeinschaft außenrum zwar sich weiterentwickelt hat, aber die Gemeinde im Ort stehen geblieben ist, die Kirche. So we need to replace this destination mindset with a process orientation. Also wir müssen diese Ziellinien durch eine Prozessorientierung ersetzen. Here's what that looks like. Hier ist wieder, was das bedeutet. I want to imagine that you want to run a marathon. Stellt euch vor, ihr wollt einen Marathon laufen. And there's a park near your house, so you start running around the park to train. Und es ist ein Park neben deinem Haus und du rennst da durch den Park, um zu trainieren. And after doing it for a few months, you're going around that park a bunch of times every day. Und nach ein paar Monaten machst du mehrere Runden am Tag. I want you to pay attention to what my finger's doing. Ich möchte, dass ihr darauf schaut, was mein Finger macht. My finger is showing you a process. Mein Finger zeigt den Prozess. A process has two ingredients. Ein Prozess hat zwei Zutaten. It has motion and it has consistency. Bewegung und Konsistenz. You know it's going to keep moving, but you know where it's going to go.
Du weißt, dass es sich bewegen wird, aber du weißt auch, wo es hingeht. Here's the mistake we usually make in our churches. Hier ist der Fehler, den wir gewöhnlicherweise in unseren Gemeinden tun. We don't have motion and consistency. We end up having motion or consistency. Wir haben nicht Bewegung und Gleichförmigkeit, wir haben Bewegung oder Gleichmäßigkeit. We hear a great idea, so we make this change. Wir hören eine großartige Idee, also machen wir diese Veränderung. Then we hear another idea and we make another change. Dann hören wir eine andere Idee und machen diese Veränderung. Then we have another idea and we make another change. Und dann haben wir noch eine Idee und machen diese Veränderung. And we've got all kinds of motion, but no consistency. Und da haben wir allerlei Bewegung, aber keine Gleichmäßigkeit. And so people go, stop, I can't take it anymore. Und dann sagen die Leute, ey, hör auf, And das so trage ich nicht mehr. we stop with the motion and we go with consistency. Also hören wir mit der Bewegung auf und gehen mit der Gleichmäßigkeit weiter. And we don't move for a couple decades. Und werden uns für einige Jahrzehnte nicht bewegen. And we've got a lot of churches out there with all consistency and no motion. Und wir haben viele Gemeinden da mit Gleichförmigkeit, aber keine Bewegung. And other churches with all kinds of motion, but no consistency. Und viele Gemeinden mit viel Bewegung, aber ohne Gleichmäßigkeit. The process gives you both. Und die Prozessorientierung gibt dir beides. So what might the process actually look like in a church? Also wie kann so ein Prozess in der Gemeinde tatsächlich aussehen? Let me tell you the process in our church. Ich möchte den Prozess in meiner Gemeinde You can take it, you erzählen. can leave it, or you can edit it for your circumstance. Du kannst den annehmen, kannst es lassen oder eben auf euch anpassen. The process in our church is very simple. Der Prozess in unserer Gemeinde ist sehr einfach. We are always improving our least effective ministry. Wir verbessern stets unser am wenigsten effektiven Dienst. And we're always improving the least effective part of our building. Und wir verbessern stets den wenigsten effektiven Teil unseres Gebäudes. That's our entire process. Das ist alles, was wir tun, unser ganzer Prozess. Everybody in our church knows there will always be a ministry under construction. Jeder in unserer Gemeinde weiß, es gibt immer einen Dienst, der sich quasi in Konstruktion befindet. And there will Baustelle. always be a part of our building being improved. Und es gibt immer einen Teil unseres Gebäudes, das gerade verbessert wird. Always. Immer. But because they know the process, they're okay with it. Aber weil die Leute den Prozess kennen, ist er für sie in Ordnung. Because we think churches don't like change. Wir denken, Gemeinden mögen keine Veränderung. I've discovered that that's not true. Ich habe festgestellt, das ist nicht wahr. Churches can handle change, they just don't like to be surprised. Gemeinden können mit Veränderungen umgehen, aber sie mögen keine Überraschungen. If you can reduce the element of surprise, churches will change far more easily than we give them credit for. Also wenn wir das Überraschungselement reduzieren können, dann können sich Gemeinden viel mehr verändern, als wir das ihnen zugestehen wollen. The process reduces surprise. Der Prozess reduziert Überraschungen. It doesn't matter what the process is, it just matters that it's one that works for you and that you stay consistent with. Es ist egal, wie genau dieser Prozess ausschaut, Hauptsache er funktioniert für euch und er ist durchgängig, konsistent. And before we take a short break, one more practical way to put the process into play. Und bevor wir eine kurze Pause machen, noch einen weiteren Weg, wie man einen Prozess We need to einsetzen kann. give our leaders the time to ponder big decisions. Wir müssen unseren Leitern Zeit geben, um über wichtige Entscheidungen nachzudenken. I made my congregation, the leaders in my congregation, I made them this promise when I came 31 years ago. Ich habe meinen Leitern vor 31 Jahren, als ich gekommen bin, versprochen. They had had 5 pastors in the previous 10 years. In den vorangehenden 10 Jahren hatten sie 5 Pastoren. So they were tired of unexpected change. Also waren sie ermüdet von unerwarteten Veränderungen. So here's what I told them I would do. Und so habe ich ihnen gesagt, was ich tun werde. If I have a big idea, I will present it to you in one meeting. Wenn ich eine große Idee habe, dann werde ich sie euch in einem Treffen vorstellen. And I won't ask you to make a decision about it until the next meeting. Und ich werde nicht um eine Entscheidung bitten bis zum nächsten Treffen. Now, why would I do that? Warum mache ich das? By the time we have a big idea that's ready to present, we've been pondering it for a long time usually. Bis wir selbst eine große Idee haben, die wir vorstellen können, denken wir lange darüber nach. How many times have you had a big idea for the church, but you think about it for days or weeks, maybe months?
Wie oft habt ihr eine großartige Idee für die Gemeinde, habt darüber Tage, Wochen oder Monate nachgedacht? And then after all that time, you're like, oh, this is it. I'm going to present it to our church leaders. Und nach all dieser Zeit denkt ihr, ja, das ist es, das werde ich unserer Leitung vorstellen. And if they don't get on board in 20 minutes, we get mad at them. Und wenn sie da nicht in 20 Minuten aufspringen, dann werden wir sauer auf sie. Well, the Lord gave you days, weeks, or months. Give them more than 20 minutes. Der Herr hat dir Tage, Wochen oder Monate gegeben, gib bitte den Leuten mehr als 20 Minuten. If we give our people the gift of time, they will be more okay with change than we give them credit for. Wenn wir unseren Leuten das Geschenk der Zeit geben, dann sind sie mehr zur Veränderung bereit, als wir ihnen es zutrauen. Amen? Amen. Amen. We'll take a short break. Let us know what. Before we get into this, anybody have any questions that came up from the last session? Bevor wir weitergehen, gibt es Fragen, die im Laufe der letzten Einheit aufgetaucht sind? All right. It's a question about the aims you have. Are they punctual or structural? Also, the question about the aims, are they like like an event, what to reach, or like bigger? Yeah, we're talking big picture goals. We're not talking about events. We're talking about what is the purpose of this church? What are we called to do? Also wir reden nicht über Events, sondern was sind wirklich die Ziele, Zwecke der Gemeinde. Now, in a smaller church, that will also mean fewer events as well. Und eine kleinere Gemeinde bedeutet ja auch weniger Events. But it's one of the reasons to ask those questions of what do we do well that we'd like to do more of, and what do we do less that we'd like to poorly that we'd like to do less of, because that involves events as well. Diese Frage, was tun wir gut und was tun wir schlecht, das beinhaltet natürlich auch Events, aber es geht eigentlich auch um das Größere. The bottom line for small churches is because we have limited resources, we need to target them better. Die Grundlinie ist für kleine Gemeinden ist, weil da unsere Ressourcen begrenzt sind, müssen wir sie noch besser eingrenzen, zielen. Right. So let's take a look in this last session at finding and mentoring volunteers in today's and tomorrow's churches. So, lasst uns jetzt die letzte Einheit anschauen. Wie finden wir Mitarbeiter in der Gemeinde von heute und morgen? There is a shift happening in our culture now that is at least as big as the Reformation. Im Moment haben wir eine kulturelle Umwälzung, die mindestens genauso bedeutend ist wie die Reformation. During the Reformation, everybody was rethinking all our presuppositions. Während der Reformation wurden alle unsere Grundlagen neu durchdacht. They were rethinking science, Sie haben Wissenschaft neu durchdacht, rethinking religion, die Religion neu durchdacht, sexuality, Sexualität, politics. Politik. Everything was being rethought. Alles wurde neu gedacht. And it was being driven, the message of it was being driven by brand new technology called the printing press. Und die Nachrichten davon wurden durch eine brandneue Technologie, die sich Druckerpresse nannte, weitergegeben. I don't have to tell a bunch of Germans that. Das muss ich einem Haufen Deutscher nicht extra erzählen. But today we are questioning all of those things again. Aber heutzutage hinterfragen wir all diese Dinge wieder. And it's being driven by an even more powerful technology. Und das wird durch eine noch mächtige Technologie vorangetrieben. The internet, which puts something out there instantaneously to the whole world. Das Internet, das etwas für die ganze Welt auf einmal sichtbar macht. Because of this, new generations do not see church the way previous generations saw the church. Deswegen sehen neue Gemeinden, neue Generationen die Gemeinde nicht so, wie frühere Generationen es getan haben. I'm not telling you anything you don't already know. Ich erzähle euch hier nichts, was ihr nicht schon wisst. But here's part of why it's changing. Aber hier ist ein Teil davon, warum es sich verändert. New generations don't look at any of our institutions the way even a generation or two ago did. Die neue Generation schaut auf die Institutionen
überhaupt keiner Weise so, wie es 1 oder 2 Generationen vorher getan haben. Some of that is because of the availability of information. Zum einen liegt es daran, dass Informationen an der Art der Verfügbarkeit von Informationen. Before the printing press, almost nobody had reading material, so you had to rely on teachers and priests for your information. Vor der Erfindung der Druckerpresse hatte kaum jemand schriftliches Material, auf das man sich verlassen konnte, also brauchte man Lehrer und Priester, um Informationen zu bekommen. Often they were the only ones with access to books. Oft waren das die einzigen, die Zugang zu Büchern hatten. And even after the printing press, you still had to buy books and information you'd have to go to the library for. Und selbst nach Erfindung der Druckerpresse musste man, Days or weeks to find out an answer. wenn du etwas nicht gewusst hast, musstest du vielleicht Tage oder Wochen warten, bis du eine Antwort rausgefunden hast. So there was still some dependence on the institutions that held the information and gave it to us. Also es war eine gewisse Abhängigkeit von den Institutionen, die die Information hatten und herausgegeben haben. Today, information is instantly available to everyone. Heutzutage sind Informationen sofort zugänglich für jedermann. So we don't have to rely on institutions anymore to get that information to us. Also müssen wir uns nicht mehr auf Institutionen verlassen, dass sie uns irgendwelche Informationen geben. So this information was one of the bridges that gave the church authority in towns. Also die Information war eine der Brücken, die den Kirchen Autorität in den Städten gegeben hat. Often the priest or pastor was one of the most educated people in a small town. Oft war es so, dass der Priester eine der am best ausgebildeten Leute in der Stadt waren. And because of that education, there was a certain trust that went with the pastor and the institution. Und aufgrund dieser Ausbildung gab es einen gewissen Vertrauen in die Institution und den Pastor. So now people look at a church or a pastor and go, "You got nothing special. I've got it all on my phone." Aber heutzutage schauen die Leute auf eine Institution oder einen Pastor und sagen, an dir ist nichts Besonderes, ich habe doch alles hier an meinem Handy, an Info. Of course, one of the problems is what's on their phone may or may not be accurate. Ein Problem ist natürlich, das, was auf ihrem Telefon ist, Internet, im Smartphone ist vielleicht kann oder muss nicht zutreffend sein. But bottom line is they don't trust any of our institutions like they used to. Aber die grundlegende Linie ist, sie vertrauen keiner Institution mehr so wie früher. So here are a couple key ways that this is changing. Also hier sind einige Schlüsselwege, wie sich das verändert. Previous generations saw the church through the lenses of tradition and duty. Frühere Generationen sahen die Gemeinde durch die Brille von Tradition und Pflicht. If you wanted to appeal to my parents or my grandparents' generation, you appealed to tradition and duty. Also wenn man die Generation meiner Eltern oder Großeltern ansprechen wollte, dann hat man das über Tradition oder Pflichtbewusstsein getan. You'd tell them, "This is how Lutherans behave," and they'd go, "Oh, okay, I'm a Lutheran, that's how I'll behave." Man hat ihnen gesagt, so verhalten sich Lutheraner, und die haben gesagt, okay, ja, so verhalte ich mich als Lutheraner. That's our tradition. Das ist unsere Tradition. Or you'd say, "This is what Jesus tells us we should do, so you should do it." Oder du hast ihnen gesagt, das ist das, was Jesus gesagt hat, dass wir tun sollen, also tun wir es. And they'd say, "You're right, as a Christian, that's my duty, so I'll do it." Und sie haben gesagt, ja, du hast recht, als Christ ist das meine Pflicht, also mache ich das so. Have you noticed that your annual tithing sermon doesn't work the way it used to anymore? Habt ihr festgestellt, dass eure jährliche Spendenpredigt nicht mehr so funktioniert, wie sie mal funktioniert hat? I'm old enough to remember a time that the once-a-year tithing sermon was all the reminder we needed. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo eine einmal im Jahr Predigt über den Zehnten ausreichend war oder alles war, was wir machen mussten. It doesn't work anymore because that's not the lenses that people see things through anymore. Aber das funktioniert nicht mehr aufgrund der Wahrnehmung, durch die Leute jetzt haben. And this is not just changing for young people, it's changing for seniors as well. Und das verändert sich aber nicht nur für junge Leute, sondern auch für die Senioren. You can't even appeal to tradition and duty for older folks as much as you used to be able to. Und du kannst selbst mit älteren Leuten nicht mehr so sehr über Pflicht und Tradition ansprechen, wie es früher war. Current generations see the church through the lenses of distrust and apathy.
Die heutigen Generationen sehen die Gemeinde durch die Brille von Misstrauen und Apathie. Primarily apathy. Hauptsächlich Apathie. If they think about us at all, it's barely at all. Wenn sie über uns nachdenken, dann kaum. People aren't making a conscious choice not to go to church. It's simply not in their list of options. Die Leute treffen keine bewusste Entscheidung, nicht in die Kirche zu gehen. Es ist nicht Teil ihrer Optionen, die sie so Or haben. perhaps they did go to church and we didn't act with integrity in front of them. Oder vielleicht sind sie zur Kirche gegangen, aber wir haben uns vor ihnen nicht integer verhalten. And so they don't trust us. Und deswegen trauen sie uns nicht. So apathy is coming from those who have never been in church. Die Apathie kommt von den Leuten, die noch nie in einer Kirche waren. Distrust is coming from people who might refer to themselves with words like dechurched. Und Misstrauen kommt von den Leuten, die sich selbst vielleicht als entkirchlicht bezeichnen. And that when that's the lens they're seeing us through, we have to speak to them with different language than we used to speak to them. Und wenn das die Brille ist, mit der sie uns anschauen, dann müssen wir anders mit ihnen reden, als wir es früher So if we getan haben. can't appeal to tradition and duty, what is it that we can appeal to them with? Also wenn wir nicht mit Tradition und Pflicht sie ansprechen können, womit können wir sie denn ansprechen? I believe current generations want to see a church built on relationships and integrity. Ich glaube, dass die heutigen Generationen eine Gemeinde sehen wollen, die auf Integrität und Beziehungen gebaut ist. A generation ago, people had relationships, but they needed to build structures. Vor einer Generation hatten die Leute Beziehungen, aber sie mussten Strukturen aufbauen. We knew and trusted our neighbors, but we needed to build roads or cars or lay telephone wires. Wir kannten und haben unseren Nachbarn vertraut, aber wir mussten Autos und Straßen und auch Telefonkabel verlegen. Today, they have the cars and the roads and the telephones, Heutzutage haben sie die Autos, die Straßen und die Telefone, but there's a breakdown of our relationships. aber es gibt einen Zusammenbruch in den Beziehungen. I'm convinced that this breakdown of relationships is a part of where sexual identity confusion is coming from. Und ich bin überzeugt, dass ein Teil, can you say it again? This is where sexual identity confusion is coming from. Dass aus diesem Beziehungsproblem auch die Problematiken der sexuellen Identitätsfragen herkommen. Now, here's what's interesting. The two previous appeals to duty and tradition both have a biblical framework. Das Interessante ist, die Ansprache auf Pflicht und Tradition haben einen biblischen Rahmen, And the appeal to relationship and integrity also has a biblical framework. aber auch das Ansprechen von Integrität und Beziehungen hat auch einen biblischen Rahmen. They're not trading biblical motivations for unbiblical motivations. Also es geht nicht darum, biblische Motivation durch unbiblische zu ersetzen. They're changing in emphasis from one type of biblical motivation to different types of biblical motivations. Es geht um eine Veränderung der Betonung von einer Art von biblischer Motivation hin zu einer anderen Art von It's biblischer not Motivation. wrong to appeal to people's sense of relationships. The Bible appeals to our sense of relationships all the time. Es ist nicht falsch, Leute über Beziehungen anzusprechen, denn die Bibel spricht uns die ganze Zeit auf Beziehungen an. When Jesus was asked, what's the most important commandment, what was his answer? Als Jesus gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot, was hat er gesagt? Relationships. Beziehungen. Love God, love others. Liebt Gott, liebt den Nächsten And live with integrity. und lebt aufrichtig. So they're not asking us for unbiblical things. They're just asking us for a different set of biblical things than we're used to giving them. Also sie fragen uns nicht nach unbiblischen Dingen, sie fragen uns nur nach einem anderen Teil von biblischen Bezügen. Okay, yeah. Oh. All right. So, how do we begin to do this in a practical way? Let's talk about Jethro for a Wie bit. können wir das praktisch umsetzen? Lasst uns über Jethro reden. So, the story of Jethro, most of you are probably familiar with.
Die meisten von euch sind wahrscheinlich mit der Geschichte von Jethro vertraut. After God uses Moses to free his people from slavery, he leads them through the Red Sea. Also nachdem Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit hat, hat er sie durch das Rote Meer durchgeführt. From what we can tell from the Bible, maybe a month or two goes by. Und was man aus der Bibel rauslesen kann, sind vielleicht 1 oder 2 Monate vergangen. And Moses' father-in-law Jethro shows up and sees how Moses is managing this entire nation. Und Moses Schwiegervater Jethro taucht auf und sieht, wie Mose so die ganze Nation managt. We read about this conversation in Exodus chapter 18. Und wir lesen dieses Gespräch in 2. Mose 18. Jethro watches Moses act as judge for the people. The Bible says from sunup until sundown, all day long. Jethro sieht, wie Mose das Volk richtet und die Bibel sagt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. And then the Bible says this. Und dann sagt die Bibel das. Moses' father-in-law replied, what you are doing is not good. Dann sagte Moses Schwiegervater zu Mose, das, was du tust, ist nicht gut. I don't think it's a mistake that that verse refers to him not as Jethro, but as Moses' father-in-law. Und ich denke, dass es kein Zufall ist, dass es hier als Moses Schwiegervater vorgestellt wird und nicht als Jethro. Because he's having a father-in-law problem with his son-in-law. Denn er hat ein Schwiegervaterproblem mit seinem Schwiegersohn. He's watching his son-in-law ignore his daughter and his grandchildren all day. Er hat gesehen, wie sein Schwiegersohn seine Tochter und seine Enkel den ganzen Tag ignoriert hat. And it's the father-in-law who steps up and says, listen, kid, this is not good. Und es ist der Schwiegervater, der hier auftritt und sagt, Junge, das ist nicht gut. I'm aware he's speaking to an 80-year-old man, but I'm still referring to him as Ich bin mir kid. bewusst, er spricht hier zum 80 Jahre alten Mann, aber... And then he gives him these instructions. Und dann gibt er ihm diese Anweisungen. Teach the people, Lehre das Volk, show them how to live, zeige ihnen, wie sie leben sollen and tell them how they should behave. und sage ihnen, wie sie sich verhalten sollen. Teach them, show them how to live and how to behave. Lehre sie, zeige ihnen, wie sie leben sollen und wie sie sich verhalten sollen. In other words, disciple them. Mit anderen Worten, mach sie zu Jüngern. Oder What is discipleship if not teaching and showing them how to was live? ist Jüngerschaft, wenn nicht die Leute lehren und es ihnen zeigen? So he says, disciple these people. Also leite diese Menschen in Jüngerschaft an. And then he says, after that, select leaders. Und danach bitte such Leiter aus. And what are the character traits of the leaders he's supposed to pick? Und welche Art von Leitern sollte er aussuchen? They should fear God. Die sollten Gott fürchten. They should be trustworthy. Sie sollten vertrauenswürdig sein. They should hate dishonest gain. They won't take a bribe. Sie sollten unrechten Gewinn hassen, also keine Bestechung annehmen. Quite often when we look at this Jethro thing, we jump right away to how many people were in charge of how many people. Ganz oft, wenn wir uns diese Passage anschauen, dann springen wir gleich zu dem Punkt, wie viele Leute sollen für wie viele Leute zuständig sein. And we think it's just about delegating assignments. Und wir denken, es geht nur darum, Aufgaben weiterzugeben. But it's not. Jethro says, disciple the people and then pick people of character. Aber darum geht es nicht. Jethro sagt, mache Leute zu Jüngern und dann suche charaktervolle Leute aus. And then he says, somewhere up there it says that, put them over thousands, hundreds, fifties and tens. Und dann sagt er, und die setze ein über 1000, 150 und 10. Now, in a small church, we'll often look at that and go, well, that doesn't apply to us. I don't have 1,000, 150. On some days, I'm glad I've got 10. In Kleingemeinden denken wir, das funktioniert nicht. Was soll ich mit 1000, 100 oder 50? Manchmal bin ich froh über 10. So don't worry about the 1,000. Start with level 10 leaders first. Also lies nicht das über die 1000, sondern fang mit dem Level 10 erst an. You don't want to start with someone who can replace you as pastor. You want someone who can carry out some basic leadership tasks. Du suchst niemanden, der dich als Pastor ersetzen kann. Du suchst jemanden, der einige grundlegende Leiteraufgaben übernehmen kann. And don't look for leaders by starting a leadership class. Und schau nicht nach Leitern, indem du eine Leiterschaftsklasse anfängst. Start with one.
Fang mit einem an. Here's an example of how it happened in our church. Hier ist ein Beispiel, wie das in unserer Gemeinde passiert ist. Years ago, I was coming into church, and a couple teenagers were walking into church way ahead of me. Also eines Tages bin ich zur Gemeinde gekommen und eine Gruppe von Teenagern ist vor mir reingegangen. There was a piece of trash on the ground near the door. Und es lag ein Stück Müll am Boden neben der Eingangstür. One of the teenagers saw it, went over, picked it up, dropped it in the garbage can, and went into the church. Einer der Teenies hat es gesehen, hat es aufgesammelt, hat es in den Mülleimer geschmissen und ist weiter in die Gemeinde gelaufen. I found him after the church service. Nach dem Gottesdienst habe ich ihn aufgesucht. I said, I saw what you did when you put that piece of garbage in the trash can. Ich habe gesagt, ich habe gesehen, was du getan hast, als du diesen Müll weggeworfen hast. He was so naive. His response was I not supposed to do that, Pastor? Er war so naiv, er hat gesagt, hätte ich das nicht tun sollen, Pastor? I said, no, it was great that you did that. Und ich habe gesagt, nein, es ist großartig, dass du es getan hast. I think you may be a leader in our church Ich denke, du bist ein Leiter in unserer Gemeinde. because I picked up a piece of trash? Weil ich ein Stück Müll aufgehoben habe? Yes, exactly. Ja, genau. I said, I've noticed that you like to help tearing down the chairs and stacking the chairs at the end of the service. Ich habe festgestellt, dass du die Stühle mit aufräumst und aufstapelst am Ende vom Gottesdienst. I said, next week, why don't you ask a friend to help you? Warum willst du nicht nächste Woche noch einen Freund fragen, ob er dir mithilft? Next Sunday, he had 3 friends helping him. Nächsten Sonntag haben ihm 3 Freunde geholfen. I went, oh, I found a leader here. Und ich habe gedacht, ja, ich habe einen Leiter hier gefunden. Right? I didn't start a class. Ich habe keine Klasse angefangen. I didn't get leadership curriculum going. Ich habe keinen Leidenschaftskurs angefangen. Yeah, I started with one. Ich habe mit einem angefangen. And then I did this. Und dann habe ich das gemacht. Find leaders by looking for servants. Finde Leiter, indem du nach Dienern suchst. See, we want to find a leader and try to teach them how to serve. Wir suchen nach Leitern und wollen ihnen beibringen, wie sie dienen. And that's backwards. Und das ist rückwärts. You will not find that anywhere in Scripture. Das wirst du nirgends in der Schrift finden. You will find instructions like Jethro gave to Moses. Du wirst die Strukturen finden, die Jethro Mose gegeben hat. Disciple the people. Mach die Leute zu Jüngern. Pay attention to their attitude of servanthood and to their character. Achte auf ihre Einstellung zum Dienst und auf ihren Charakter. And these are the people you want to have as leaders. Und diese Leute willst du als Leiter haben. Find leaders by looking for servants. Finde Leiter, indem du nach Dienern schaust. Because it's easier to teach a servant to lead than it is to teach a leader to serve. Weil es ist einfacher, einen Diener zu lehren, zu führen, als einen Leiter zu lehren, zu dienen. This may be the most important point that I have ever learned about recruiting volunteers in a church. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt, den ich je gelernt habe, wenn es darum geht, Freiwillige in der Kirche zu rekrutieren. Find a servant and give them a small test of leadership like I did with that young man. Finde einen Leiter und gebe ihm eine kleine Aufgabe, wie ich das mit dem Mann gemacht habe, jungen Mann gemacht habe. And if they don't pass the test of leadership, that's still okay. Und wenn sie den Leitungstest nicht bestehen, ist das immer noch in Ordnung, Because you've identified a servant. denn du hast einen Diener herausgefunden. There's very little in the Bible about leadership. There's a lot about servanthood. In der Bibel ist ganz wenig über Leiterschaft, aber ganz viel über Dienst. If you start with a servant and they don't become a leader, that's okay. Wenn du mit einem Diener anfängst und er wird kein Leiter, ist das in Ordnung. But if you start with a leader and they don't become a servant, you've got a problem. Aber wenn du mit einem Leiter anfängst und er kein Diener wird, dann hast du ein Problem. Because by the time you figured out that they don't have any servanthood, you've already given them a position. Weil bis zu der Zeit, wo du herausgefunden hast, dass sie keine Dienstbereitschaft haben, hast du ihnen schon eine Position gegeben. And now you've got a problem. Und jetzt hast du ein Problem. So start with servants, not with leaders. Also fang mit Dienern an, nicht mit Leitern. And the good news is there's no better place in the world to do this than in a healthy small church. Und die gute Nachricht ist, es gibt keinen besseren Ort, als das in einer gesunden kleinen Gemeinde damit anzufangen. Because in a healthy small church, we know each other well enough to be able to distinguish these character traits. Denn in einer gesunden kleinen Gemeinde kennen wir uns gut genug, um diese Charaktereigenschaften herauszufinden. We're not just reading a resume, we're having conversations with them.
Wir lesen nicht nur einen Lebenslauf, wir haben Unterhaltungen mit ihnen. We're living life with them. Wir leben das Leben mit ihnen. We can understand that these people have a passion for Jesus and a servant's heart. Wir können verstehen, diese Leute haben eine Leidenschaft für Jesus und das Herz eines Dieners. And out of that is where we get our best leaders. Und daraus bekommen wir unsere besten Leiter. Amen. Amen. Thank you, everybody. Vielen Dank. Still noch Fragen? Was that for me or for anybody? Anybody else? Was that question? We asking for questions or? Oh, okay. I didn't. No. Nope. Thank- If not, okay. What's that? What? Then look for the seniors who are picking up trash. Also wenn keine Jugendlichen da sind, schaut nach den Senioren, die den Müll aufheben. Yeah, let me comment for a moment on that. That's Lass important. mich kurz darauf noch eingehen. This generational shift of attitudes isn't just happening among the young, it's happening for everybody. Also diese generelle Wechsel von Einstellungen passiert nicht nur unter jungen Leuten, es ist ein genereller Wechsel in den Einstellungen. So, in the work that I do, I spend a lot of time with small churches. In der Arbeit, die ich tue, verbringe ich viel Zeit mit kleinen Gemeinden. And many of our churches are getting older and older. Und viele von unseren Gemeinden werden älter und älter. So, every once in a while, I'm asked, do we have to have younger people in the church? Is it possible to do good ministry with just seniors? Und deswegen werde ich hin und wieder gefragt, müssen wir junge Leute in unserer Gemeinde haben oder ist es möglich, gute Arbeit nur mit Senioren zu machen? And yes, you can have valid ministry with just seniors in your church. Und ja, du kannst einen validen Dienst haben mit nur Senioren in deiner Gemeinde. But there are two essential things you have to do for that to work. Aber dafür musst du zwei essentielle Dinge tun. First, you have to be doing seniors ministry with intentionality. Dazu musst du eine Seniorenarbeit mit Absicht tun. Now, you probably didn't become a church filled with seniors intentionally, Du bist bestimmt nicht mit Absicht eine Kirche für Senioren geworden. but now that you are, you can go, hey, maybe this is what we do well, let's do it intentionally from this point on. Aber wenn du da bist, dann kannst du sagen, vielleicht ist es das, was wir tun sollen und lass uns das, was wir gut tun, also lass es uns mit Absicht tun. Instead of being known as the church that cares for kids, you can be known as the church that cares for seniors. Und anstelle der Gemeinde zu sein, die sich um Kinder kümmert, kannst du die Gemeinde sein, die sich um Senioren kümmert. Even businesses are aware that the senior customer base is a growing customer base. Selbst Unternehmen sind sich bewusst, dass die Senioren eine wachsende Kundengruppe ist. Seniors are increasing as a percentage of the population and will for the next few decades. Senioren nehmen prozentual in der Bevölkerung zu und werden das die nächsten Jahrzehnte tun. So yes, we can work with seniors intentionally. Ja, wir können absichtsvoll mit Senioren arbeiten. But here's the second thing you need to remember. Und das ist ein zweites, woran du dich erinnern musst. Churches, when they want to talk about getting younger, they usually talk about going from a group of 70s and 80-year-olds to going to teens and 20-somethings. Gemeinden, die darüber reden, werden sich zu verjüngen, reden ganz oft davon, von einer Gruppe von 70- bis 80-Jährigen zu einer Gruppe von 10- bis 20-Jährigen zu kommen. Like, how do we bring young people of teens and 20s into a congregation of 70s and 80-year-olds? Also wie bringen wir Leute, 10- bis 20-Jährige in eine Gemeinde von 70- bis 80-Jährigen? Now, if the Lord decides to do that in a miraculous way, be grateful and accept it. Also wenn der Herr es auf wunderbare Art und Weise beschließt, das zu tun, dann sei dankbar dafür. But aside from a direct intervention from Jesus, that is not likely to happen. Aber abgesehen von einer direkten Intervention von Jesus ist das nicht wahrscheinlich, dass es passiert. A half a century is too big a jump. Ein halbes Jahrhundert ist ein zu großer Sprung. So look just a decade ahead. Also schau nur eine Dekade oder ein Jahrzehnt voraus. If you've got 60 and 70-year-olds, ask yourself, what are 50-year-olds going to need coming soon? Wenn du 60 bis 70 erreichst, frag dich, was brauchen 50-Jährige, die bald kommen werden?
The grandparents of today are about to be replaced by a very different set of grandparents. Die heutigen Großeltern werden durch eine sehr unterschiedliche Art von Großeltern ersetzt werden. The grandparents who listened to Elvis are about to be replaced by the grandparents who listened to Nirvana. Die Großeltern, die Elvis gehört haben, werden durch eine Generation von Großeltern ersetzt, die Nirvana hören. Yeah, the MTV generation is becoming grandparents. Die MTV-Generation wird Großeltern. This is a big cultural jump, but we're only talking a decade or so. Das ist ein großer kultureller Sprung, aber wir reden hier nur über ein Jahrzehnt oder so. So minister well to the seniors you have, Also während du dich um die Senioren kümmerst, die du hast, but then look a decade ahead and say, how can we begin to change so that we can minister to that next decade as they become seniors? aber schau ein Jahrzehnt nach vorne, um zu sagen, wie müssen wir uns verändern, um dieser Generation von Senioren dann zu dienen. You know, in churches filled with young people, they're having to change things almost every week. Gemeinden, die sich um junge Leute kümmern, müssen fast jede Woche Dinge verändern. Ministering to seniors doesn't mean you don't change, it just means you don't change quite as fast. Dienst an Senioren heißt nicht, dass ihr euch nicht verändern müsst, das heißt nur, dass ihr euch nicht so schnell verändern müsst. So begin to think what it might mean to make a decade or two jump. Don't worry about that half century. Also denkt darüber nach, was heißt es, ein Jahrzehnt, einen Sprung von einem Jahrzehnt zu machen und denkt nicht über ein halbes Jahrhundert nach. All right? Yep. Some of the problems from church is that we want to reach the whole generation. We want to reach families. Right. So it means babies to old people. So of the different kinds of thinking from these people, we need different styles. But every generation support the next generation. What is your answer on this? Yeah, there's an interesting shift happening. Actually, ask his question. Yeah, restate his question. Genau, also er bemerkt, dass Gemeinden immer alle Generationen erreichen wollen. Und kannst du nochmal auf Deutsch wiederholen? Also es geht darum, dass Gemeinden ja einfach von dem, was ihr Auftrag ist, alle Generationen erreichen wollen, weil sie ja Familien erreichen wollen. Das ist von jung bis alt. Und dieses homogene Prinzip, finde ich, ist halt schwierig, weil da ist dann eine Familie, die möchte man dabei haben, die haben Kinder und so weiter. Was ist eine Antwort? The generation question, Die Generationsfragen. please don't feel insulted by this. Bitte fühlt euch davon nicht angegriffen. That is a baby boomer question. Die Generationenfrage ist eine Frage der Babyboomer. Younger people aren't asking that generational question. Die jüngeren Leute fragen nicht nach den Generationen. And I just noticed everybody in the room under 40 was going, Und ich habe gerade festgestellt, dass jeder unter 14 im Raum den Kopf genickt hat. both of them. Beide. Well, there's maybe more than two, but yeah. The baby boomers like the idea of a generational identity. Die Babyboomer finden die Idee gut, eine Identität der Generation. We literally created one size fits all. Wir haben tatsächlich das erfunden, eine Größe passt für alle. McDonald's is a baby boomer creation. McDonald's ist eine Erfindung der Babyboomer. The same burger in the same way everywhere. Derselbe Burger auf dieselbe Art und Weise überall. The new generations, that's not what they're looking for. Die neue Generation schaut danach nicht. It's much more artisan than it is corporate. Es ist viel mehr künstlerisch als I knew I was going to do that. I'm throwing out all kinds of less common words to you now, aren't I? Yeah. also ja, Artisan, Corporate. One of a kind rather than one size fits all. Also mehr einzigartig als halt diese Massenware. So new generations are challenging the church as well in the same way. Und neue Generationen fordern die Kirche auf die gleiche Art heraus. So the baby boomer solution for church growth is let's come up with age-appropriate departments. Also die Lösung der Babyboomer war, lasst uns altersgemäße Abteilungen schaffen. And there's still a desire for that, and in some places there will still be a need for that.
Und es ist immer noch ein Bedürfnis dafür da und in bestimmten Orten und auch ein Wunsch danach. But this generation is far more individualistic than that. Aber die kommende Generation ist viel individualistischer als das. And I don't mean that in a selfish way. Und das meine ich nicht in einer egoistischen Art und Weise. You know, when I was growing up, there was one radio station in town with the top 10 list of songs that everybody listened to. Also als ich groß geworden bin, da gab es in der Stadt eine Radiostation mit der Top-10-Liste, die alle angehört haben. Today, if you get 100 youth and look at 100 Spotify lists, you will have 100 completely different sets of music. Also heute, wenn du 100 Jugendliche hast und 100 Spotify-Listen anschaust, dann hast du 100 verschiedene Top-10-Listen. So they're forcing us to actually have individual conversations with actual people. Also sie zwingen uns dazu, dass wir wirklich einzelne Gespräche mit tatsächlichen Leuten führen. If only we had a good model of a leader in Scripture who had individual conversations with individual people. Wenn wir doch nur ein gutes Beispiel in der Schrift hätten von einem Leiter, der individuelle Gespräche mit einzelnen Leuten geführt hat. Like a woman at the well, or So mit der Frau am Brunnen zum Beispiel. I just can't think of who that might be. Ja, ich frage mich gerade, wer das sein könnte. What they're asking of us again is not unbiblical, Also was sie uns fragen, das ist nach wie vor nicht but it's not the way unbiblisch. I was trained to do ministry. Aber es ist nicht so, wie wir trainiert wurden, den Dienst zu tun. I was trained to do ministry as seniors ministry, young people's ministry, children's ministry. Ich wurde trainiert, den Dienst zu tun als Dienst an jungen, Erwachsenen, Kindern und Älteren. But they're asking us to have individual conversations, or at least small group conversations, where they can ask difficult questions that aren't going to offend us. Aber sie fragen uns, dass wir einzelne Gespräche führen, wo sie schwierige Fragen stellen können, ohne uns zu beleidigen. This is a different skill set than I was taught. Und das ist der Unterschied zu dem Fähigkeitsprofil, was ich gelehrt wurde. But again, it's not an unbiblical request. Aber es ist keine unbiblische Anfrage. And again, a healthy small church is the ideal environment for these kinds of healthy conversations to take place. Und nochmal, eine gesunde kleine Gemeinde ist die ideale Umgebung, um solche Gespräche zu führen. So it's not a ministry hack, but it's something to think a little more deeply about. Also es ist kein Again, hack. I'm throwing all kinds of interesting words at it. Ministry Hack, das ist also Dienst, keine Abkürzung, sondern was das? I don't remember. This is the challenge of Q&A. When it's on there already, I know where we're going, but with these, we're both Lost. fishing around here. So anyway, but that's the idea. Yeah. Anything else before we head out? Yep. Ein Grund, warum ich hier bin, ist, dass wir als Gemeinde an den Punkt kommen, wo wir keine kleine Gemeinde mehr sind, sondern so groß sind, dass nicht mehr jeder jeden kennt. Und es tut manchen weh, ja, weil wer ist denn das? Der ist schon 4 Wochen da. Und Kann ich mal so weit übersetzen? One point why I'm coming is because we are in the point where we are not already a small church. We are right now in the point where not everybody knows everybody. So who's there? Oh, he's 4 weeks already here. So. Und wäre die Antwort jetzt, ja, dann habt ihr ein Problem, dann werdet ihr kleiner, dann habt ihr das Problem. And would the answer now to this question, you now have a problem, just shrink and then you don't have the problem anymore? Or? Yeah, big. Or do you have other solutions for this problem? On this, if you're on the Schwelle? Oh. If you're on the people 100 On the barrier. on the under 100 side. If you're right on the barrier. Oh, right on the barrier. I've got you. Yeah. They call it the 100 barrier and the 200 barrier because they are two very big shifts in the way we lead. Also es gibt, man nennt es die 100er-Barriere und die 200er-Barriere, weil es da 2 große Leitungsveränderungen gibt. In my new book, I've got a chapter titled Discipleship Fixes Everything. In meinem neuen Buch habe ich ein Kapitel, das ich genannt habe, Jüngerschaft löst alles. It's the flip side of bigger fixes nothing.
Das ist die Kehrseite von Größe löst nichts. Because the more I do this, the more I'm understanding that discipleship is the answer to most of the questions we have. Je mehr ich das tue, umso mehr verstehe ich, dass wirklich Jüngerschaft die Antwort auf die Fragen ist, auf die meisten unserer Fragen ist. I mean, try to think of a problem in the church that discipleship won't fix. Versucht über ein Problem in der Kirche nachzudenken, das nicht durch Jüngerschaft gelöst werden kann. Finances, discipleship fixes that. Finanzen, Jüngerschaft löst das. Lack of volunteers, Mangel an Freiwilligen, conflict, Konflikt, immaturity, unreifes Verhalten, even immorality. selbst unmoralisches Verhalten. Discipleship will fix all of that. Jüngerschaft wird all das beheben. And so as we shift through the 100 barrier and 200 barrier, discipleship is the engine that will get us there. Also auch, wo wir über diese Schwellen gehen, die 100er-Schwelle oder die 200er-Schwelle, die Jüngerschaft ist das, was uns dahin bringt. Now, as we need to assign some of the duties the pastor used to do to others, that will change our management style. Wenn es darum geht, die Aufgaben, die der Pastor hat, an andere zu übertragen, dann tut es unseren Managementstil verändern. But discipleship will give us the people to assign those tasks to. Aber die Jüngerschaft gibt uns die Leute, denen wir die Aufgaben anvertrauen können. And for some pastors, it's going to require a change in the way they lead. Und für manche Pastoren bedeutet es eine Veränderung in der Art und Weise, wie sie führen. For some, it will mean a change of the church they pastor. They'll go somewhere else because it doesn't match what God has called them to do anymore. Und für manche Pastoren heißt es auch, dass sie zu einer anderen Kirche gehen, weil das einfach nicht mehr zu ihnen passt. But I think we can pastor better and longer if we're discipling people all along the way. Aber ich denke, dass wir besser und länger Pastor sein können, wenn wir den ganzen Weg Leute zu Jüngern machen. So that may not aim specifically at the answer to your question, but overall, I think that's the path we need to be on. Also das wird die Frage nicht spezifisch beantworten, aber grundsätzlich denke ich, das ist der Weg, auf den wir gehen müssen. Anyone else? Jetzt noch die Frage, was einmal Jüngerschaft bedeutet und insbesondere, was die Kleingruppen für eine Bedeutung bilden. So, could you define the term discipleship and what do you, and the small groups, what their meaning? Define discipleship and what? Yeah, and the meaning of small groups. Oh, okay. I'll do discipleship and then remind me of the small group part. Okay. Discipleship is really what we just saw in the Jethro story here. Sorry? It's what we saw in the Jethro story. Jüngerschaft, das ist das, was Jethro, in der Geschichte von Jethro wir gesehen haben. Teach them and show them. Also sie lehren und es ihnen zeigen. This is what Jesus did. He didn't just teach them, he showed them, he walked with them. Also Jesus hat es gemacht, er hat sie nicht nur gelehrt, hat sie ihnen auch gezeigt, er ist mit ihnen gegangen. Here's a very simple practical step for pastors especially. Und hier ist ein ganz einfacher praktischer Schritt, besonders für Pastoren. Anytime you find yourself doing a pastoral duty by yourself, ask yourself, why am I doing this alone? Jedes Mal, wenn du eine pastorale Tätigkeit, wo du dich findest, dass du diese pastorale Tätigkeit alleine tust, frag dich, warum mache ich das alleine? Going to the store to pick up supplies, why are you doing that alone? In den Laden gehen, Nachschub kaufen, warum machst du das allein? Visiting someone who's sick, why are you doing that alone? Jemanden besuchen, der krank ist, warum machst du es allein? More discipleship happens when you just bring someone along for the ride than when you sit down for a class. Mehr Jüngerschaft passiert, wenn du jemanden mit auf eine Fahrt mitnimmst, als wenn du dich zu einer Klasse triffst. So discipleship is show them, do it with them, and teach them along the way. Also Jüngerschaft ist es ihnen zeigen, es zu tun und sie auf dem ganzen Weg zu begleiten und zu lernen. And the second part that I asked you to remind me of was? Small groups. And small groups. Most small churches don't need to do small groups. Die meisten kleinen Gemeinden müssen keine Kleingruppen haben. Because most of you already have 100% of your people in a small group. It's called your church. Denn die meisten von euch haben 100% eurer Leute in einer Kleingruppe, die Kirche genannt wird.
But as it gets a little larger, there will be some necessity for that. Aber wenn es ein bisschen größer wird, dann gibt es eine gewisse Notwendigkeit dafür. So under 50, you may not need any small groups at all. Unter 50 kann es sein, dass du gar keine Kleingruppen brauchst. 50 to 150, you're probably going to have a hard time getting them to come to a small group. Bei 50 bis 150 hast du wahrscheinlich Schwierigkeiten, sie dazu zu bringen, eine Kleingruppe zu besuchen. The small group concept came out of big churches. Das Kleingruppenkonzept kam aus großen Gemeinden. You won't find any teaching about small groups or cell groups or whatever you want to call it going back 100 years or so. Also du wirst keinerlei Lehren über kleine Gruppen oder Zellgruppen finden, wenn du 100 Jahre zurückgehst. But as churches became bigger, they realized the need for smaller as well. Aber indem Gemeinden größer geworden sind, haben sie das Bedürfnis nach kleinen Gruppen erkannt. Because on Sunday you can go to a big church and get wonderful worship and great teaching. Am Sonntag kannst du in eine große Gemeinde gehen und kannst wunderbaren Lobpreis und großartige Lehre bekommen. But what you can't get is fellowship. Aber das, was du nicht bekommst, ist Gemeinschaft. The crowd's too big. What? The crowd is too big. Die Masse ist einfach zu groß. So you need a separate meeting in order to get the small group experience. Und du brauchst deswegen ein Extra-Treffen, um diese Kleingruppenerfahrung zu haben. But a church of 50 or under, you can get great worship, great teaching, and fellowship all on Sunday morning. In einer Gemeinde unter 15 Leuten kannst du großartigen Lobpreis, großartige Lehre und Gemeinschaft alles am Sonntagmorgen bekommen. So in most small churches, when you say, hey, we're going to do a small group now, their response is going to be, but everything you want me to do in a small group, I'm already doing on Sunday morning. I'm already getting fellowship. Also in der kleinen Gemeinde ist die Antwort auf, lass uns Kleingruppen machen, aber das machen wir doch alles schon Sonntagmorgen. So if you want to ask for another piece of their time, there's got to be a separate reason for that. Also wenn du Leute nach einem zusätzlichen Stück ihrer Zeit fragst, muss es dafür einen extra Grund geben. So when we were between 50 to 150, here's what I did. Also als wir zwischen 50 und 150 waren, war das, was ich gemacht habe. I looked around and realized we already had youth group and kids group, Ich habe mich umgeschaut und habe festgestellt, wir haben sowohl eine Jugend- als auch eine Kindergruppe, women's ministry and men's ministry, Frauen- und Männergruppe, worship team and missions trips. Lobpreisteam und Missionseinsätze. I realized we're already doing small group, we just call them by these other names. Also, und ich habe festgestellt, wir machen schon Kleingruppen, wir nennen sie nur anders. Something like 80% of our people were involved in at least one of these things. 80% unserer Leute waren in irgendeinem von diesen Dingen schon eingebunden. But in most situations, they were involved because they were doing ministry or going deeper in fellowship, and that was what the small groups were designed to do. Aber die meisten waren eingebunden, weil sie gedient haben, Dienst getan haben oder Gemeinschaft hatten, und dafür wurden ja eigentlich Kleingruppen designt. So a lot of our small churches are already doing small groups better than we realize. Also viele von unseren kleinen Gemeinden machen Kleingruppenarbeit besser, als wir uns das erkennen können. Yeah. There was another hand over here earlier, was there? No. Back here. Wir hatten eine Zeit lang sehr viele Iraner in der Gemeinde und die Frage war immer, manche haben eher gesagt, besser in eine iranische Gemeinde gehen, um die eigene Kultur, eigene Lieder zu finden. Andere, auch Iraner selber haben gesagt, besser in der deutschen Gemeinde bleiben, zwecks Migration. Gibt es da einen Königsweg oder eine Okay. They had Iranian people coming to church. And they, Had what? people from Iran. Oh, okay. And they had a discussion staying in the German church or German-speaking community church or having own church. Do you have something like a ideal solution? Or what? I do not have an ideal solution. Ich habe keine ideale Yeah, Lösung. Other language churches have a couple purposes. Also Kirchen mit anderer Sprachen haben eine bestimmte Reihe von Zwecken. The first purpose is for the first generation coming from a country with another language so that they can worship Jesus in their heart language. Also für Leute, die der ersten Generation haben, damit die Jesus in ihrer Herzenssprache anbeten können. You don't want language to be a barrier to them entering into worship. Du möchtest nicht eine Sprache, mit der du nicht viel anfangen kannst und dann Lobpreis damit machen. But the second and third generations are much
less likely to need that, in fact, are likely to push back against that. Also, aber die zweite und dritte Generation brauchen das wahrscheinlich nicht und höchstwahrscheinlich wenden sich auch davon ab. So if there's a single immigration wave, you may have another language church long enough to help that group either assimilate or until that group passes away. Also wenn du eine einzige Einwanderungswelle hast, dann hast du diese Gemeinde so lange, bis die assimiliert sind oder halt alle dann gestorben sind. If you have multiple waves of that language group, then you may go longer on that. Aber wenn es mehrere Wellen gibt, dann wird der Zeitraum natürlich länger. But at some point, unless that immigration just continues, that is likely to fade out. Aber an einem bestimmten Punkt, wenn die Einwanderung weitergeht, dann wird es irgendwann verblassen. In all the work I've done with other language churches, there's always a problem with Mit all den Arbeiten, wie ich mit anderssprachigen Gemeinden gemacht habe, ist immer ein Problem mit. with getting to a certain point where they keep doing it because that's their tradition rather than because they really need the other language worship. Also da gab es immer den Punkt, wo sie es gemacht haben, weil es ihre Tradition war und nicht mehr, weil es das Bedürfnis nach diesem anderssprachigen Lobpreis war. My brother-in-law, his parents were immigrants from Germany to Canada. Von meinem Schwager, die Eltern waren Immigranten aus Deutschland. So they were part of a German-speaking church in Canada. Also waren sie Teil der deutschsprachigen Gemeinde in Kanada. My brother-in-law was born in Canada and was raised in a German-speaking church. Mein Schwager war in Kanada geboren und in einer deutschsprachigen Gemeinde großgezogen. And then they had about a decade of infighting about what they should do because one group wanted to continue it, but they didn't really need it anymore. Und sie hatten ein Jahrzehnt des inneren Kampfes, weil eine Gruppe wollte das weiterführen, aber sie haben es auch nicht wirklich gebraucht. It got to the point where people who were visiting from modern-day Germany to that church almost saw it as comical because they were doing it in such an old-school German way. Und es hat sich so weit fortgesponnen, dass Leute, die aus Deutschland sie besucht haben, das fast schon komisch fanden, weil die es auf so eine altmodische deutsche Art und Weise diesen Gottesdienst geführt haben. Right? Imagine moving from Germany in the 1960s, and that's the picture of Germany in your head, and you're still doing it that way in the early 2000s. Also stell dir vor, seid in den 1960er Jahren aus Deutschland ausgewandert und das ist euer Bild im Kopf und das macht ihr jetzt noch in den 2000er Jahren. Even when my brother-in-law speaks German to modern-day Germans, they have a hard time not laughing at him because he has such an old German language that he speaks. Selbst wenn mein Schwager Deutsch spricht, dann ist es für Deutsche schwierig nicht zu lachen, weil er so einen altwürdigen deutschen Akzent hat. So bottom line, yes, there is a value to other language, but there needs to be a sense of transition into something else as you do it. Ja, also die Grundlinie ist, ja, es hat Bedürfnisse, aber es muss sich halt auch mit der Zeit anpassen. I'm saying all of that as a non-expert in any other language, so take that with, Aber ich sage das als with that right, yeah. Experte in keiner anderen Sprache, also bitte nimm das mit Vorsicht. Anyone else? Thank you so much for this opportunity today. I really appreciate it. Ja, just one moment, Karl. Thank you so much for all the good thoughts and your time and energy, and this was really fun time, so thank you very much. Thank you. And we have a little present for you. How nice. One moment. Well, Shelley needs to be up here because she receives all the gifts. So, as you did the online sessions with German, I realized on your office the coffee decoration. Yes. So I got you coffee out of the region with the funny name Crazy Sheep. I thought that's a must. Oh, very nice. I hope you have been. And for some sweet memories out of Creußen, some pralines. Thank you so much. That is very kind. Here's what he's referring to. What? Interpret this for them. Here's what he's just referring to. Tell them. Yeah. Yeah. Darauf beziehe ich mich. Yeah. In my home, I have a home office where I do video calls from. Also ich habe ein Homeoffice, da mache ich eben Videoanrufe.
And my niece, who is the daughter of my German brother-in-law, owns a coffee shop. Und meine Nichte von meinem Schwager, meinem deutschen Schwager, die besitzt einen Coffeeshop. And because of her German heritage, they've named the coffee shop Brot Coffee. Und deswegen haben sie aufgrund ihres deutschen Erbes haben sie Brot? Brot. Means bread. Come on. Brot. Even I knew that. Brotkaffee. Because they serve specialty breads and coffee. Also they serve spezielles Brot und Kaffee. So Shelley and I have taken a bunch of the coffee sacks that all the unprocessed beans come in. Also wir haben einen Teil von diesen Kaffeesäcken. And they look really nice, so we stretch them over frames and they're all over the wall of our office. Genau, und die sind überall an der Wand von seinem Büro, sind diese Kaffeesäcke als Deko. They're good for the sound and they're also a nice thing to look at. Also sie sind gut für den Sound und schauen auch schön aus. So that's what he's seen on the video call and that's why we get the coffee, so thank you. Hope you drink coffee. Danke. Thank you very much.